ist. Ich weiß nicht, warum die Musik so leise ist. Ich guck mal ganz kurz. Lautstärke-Mixer. So. Ich habe nämlich tatsächlich die Würfelprobe zum Grau nochmal ausprobiert. Wir haben uns das, beziehungsweise ich natürlich, habe uns das ein bisschen versaut. Es ist auch ganz schön schwer. Es gibt ja da diesen -10-Effekt, dass den man auf die Probe kriegt. Und man muss tatsächlich, ich habe es nochmal nachgegoogelt, um den nicht zu kriegen, muss man alleine mit der Joyce sprechen. Also halt, sonst unterbricht einen Kim im Gespräch. Aber wenn man praktisch Kim irgendwo parkt, dann mit Joyce redet und einen speziellen Würfelwurf schafft, dann erzählt sie einem mehr über das Grau. Okay, ich habe es trotzdem geschafft. So, okay. Dann gucken wir mal. Also, ich habe die Probe gemacht. Hallo, liebe Leute. Ich habe eine Idee, was da ein 2 mm Loch in der Realität ist. Und es ist der Ursprung des Graus. What? In der Verschlingerin. Dort beginnt es. Dort wird das Grau geboren. But Pale isn't here. We're thousands of kilometers from the edge. Okay. Wir befinden uns nur 20 Meter von seinem wahren Rand entfernt. Das Grau ist bloß eine Erscheinung, ein Übergang zwischen der Welt und dem anderen. She looks up into the darkness under the nave, then back at you. Then what is that? Und ich finde, der Sound ist genau das Richtige dafür. It's nothing. No, it's less than nothing. No. Es ist weniger als nichts, der endgültige Ruhezustand der Realität. Stellen Sie sich vor, wenn das alles hier nie gewesen wäre. Then the Pale is... Nichts als Gerindemilch. Gerindemilch finde ich gut. But the milk, it clearly hasn't started curdling yet. We're here and the Pale is not. Aber eines Tages, wenn es sich ausgebreitet hat, wird es hier sein. I understand. A theory of the Pale where instead of an outer ocean, it metastasizes. Like a cancer or a mold. Erupting in points inside the world. Hey, eure Welt löst sich auf. Schön. According to this, how long... Bis es mit dem Verschlingen beginnt. Es hat bereits begonnen. Angefangen beim Schall. And information, causing data losses in the East Insulindian front. Have you considered why it's formed in a church? And also when or how it might start growing, or if it has other effects in addition to sound and data? Na gut, die Kirche ist ja hier, weil jemand dieses Loch entdeckt hat, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe, haben die ja praktisch aus Angst vor dem Loch diese Kirche gebaut. Lustig, ich lese zufällig gerade auch ein Buch über auflösende Welten. Wundervolles Spaß-Topic. An intellectual hunger fills her now, casting fear aside. I also have a question, since we are piling them on. How do you know this? I'm not doubting you. I'm simply curious as to how a detective of the RCM Knows how to think this. Ist nicht in der Kirche entstanden, genau. Vielen gescheiterten Unternehmen verfluchten Bewerbeblock. Ich glaube, ich habe den Gedanken früher schon mal gehabt, deswegen weiß ich's. Das wäre zumindest ein Grund, sich so sinnlos und selbstzerstörerisch zu betrinken. Of course! A pinewood sarcophagus, or a containment facility of some kind, built by the first settlers. Verbannungscontainer. I have considered the same. The bad news is there were 7 pinewood churches built in the first decade of provincial settlement. Na toll. Most of them were burnt down during the revolution, or repurposed before, during the suzerain. I'm not saying all of them have one in them, but... Ah, vielleicht schon. Some of them might. A black grain hanging in the air. Oh Gott.
vielen gescheiterten Unternehmen verfluchten Gewerbeblock, das ganze elende You Matinees. think the presence of that puncture has somehow influenced the outcome of events here? Even say software development? Das ist natürlich eine interessante Idee, dass halt auch so rein geschichtstechnisch, also halt, dass es die Realität um sich schon beeinflusst, also um sich beeinflusst, nicht einfach alles verschlingt im Sinne von, es ist da und weg, sondern halt, dass es zu so einer Art Zerfallprozess in der Realität kommt. She already made up her mind when she heard it. Some kind of great and uncaring force had to play a part. It wasn't only them. Selbst die Revolution wurde hier in die Knie gezwungen, eine Art entroponetische Geschichte. I told the producers we need to go and move to a normal office building with amenities. But Genau, the artists like the milieu, the writers like the history. das ist nichts bei der unendlichen Geschichte. Da habe ich jetzt auch dran gedacht, ja. Man könnte das auf so viele Arten interpretieren, wie die Story, die einfach zu Ende geht. Oder was war in dieser Welt, bevor jemand Disco Elysium programmiert hat. Ich sollte die Leute, die dort noch arbeiten, davon wissen lassen. Sie könnten betroffen sein. You mean Plaisance and the Dice Maker? There was almost no one left when we packed up. Ich glaube nicht, dass Plaisance dieses Wissen überleben würde. Nein, wir sind ehrlich. Then go tell them. An amateur anthropomedic police officer. I'd like to say I've heard stranger things, but I'm not sure. This is a hell of a guess, however. Well worded, I might add. Das spricht doch irgendwie dafür, dass der Kim davon weiß, oder? Verdächtig. Yes, it is very interesting. But I wouldn't say you know. This is a guess. One that's going to have to be proved by anthroponetic scientists. Ich frage mich, ich hoffe mal, die Quest geht nicht dadurch kaputt, dass durch das, was jetzt gleich passiert. Ich meine, ihr wisst es schon. She falls silent. The wind blows in through the hole in the stained glass window, cold and moist. I'm going to leave that out. But the rest? Some of this I can use to start to explain this to the rest of the team. Maybe I'll sound mad, but Man, you will certainly sound mad. Ich mag den so sehr. one more thing. Maybe a club for anodic music isn't the worst thing you can erect around this particular point in Alex fragt gerade, ob wir jetzt immer noch vor dem Ende vom vorletzten Mal sind. Genau, genau. Also das Ende, also die Schießerei, die kommt erst jetzt noch. Der Club ist das Einzige, was diesen Ort und die übrige Realität zusammenhält. I wouldn't go so far as to... Doch. Yeah! Once the light is on in the universe, it will never go out! Scooter! Thank you again. Let's leave it at that, shall we? We have an anthropomedic detection to perform in this district. Es ist interessant, wie sie wieder ein Wort, das man kennt, umgedichtet haben. Also wie das Supranatürliche. Wir kennen ja die Entropie. Aber wahrscheinlich hätte man hier gesagt, in unserer Welt nicht entropische Ermittlungen. Und das ist entroponetisch. Geht sicherlich auch. Es gibt noch ein Geheimnis, das ich lüften muss. Der Funker ist in der elektrischen Türklingel des verfluchten Gewerbeblocks. The creepy woman! We were wondering about that when we worked there, but I had completely forgotten about it ever since. It must be anthroponetic crosstalk, the one you get in radios and long-distance calls. Now it makes sense with the Hardcore to the max! Incredible. This would also explain why we get it on the police radio all the time. It's quite common, actually. When the signal gets routed through Pale, Huh? all kinds of irregularities take place. You may hear snippets of someone else's conversation, or the voice of your former lover, or an echo of an event that took place 100 years ago. Haben wir das gehört, als wir angerufen haben? Also als wir dieses mystische Telefon verwendet haben? Creepy. Pale is a shroud of memories, and it doesn't really distinguish to whom those memories belong to. You could hear anything. Das ist auch, vor allem ist es eine interessante
Interessantes Konzept, dass die durch dieses Graue reisen, durch einen Strudel von Gedanken. Interessant. Sehr abgespaced. Oh, gerne doch. Sie mag uns auf einmal. Gleichzeichen war. So, können wir hier noch irgendwas machen? Good morning, comrade! Yeah! Hardcore! Hardcore. Vielleicht. J'adore! God is close by, but maybe he doesn't have good enough ears. Let me turn it up so we can lure him here. Gute Idee. Das ist auch ein guter Sound. Ich habe auch die halbe Woche ein Ohrwurm von dem. Yo, man, what's on your mind? Konzeptbildung. Das probieren wir noch. Haben wir Klamotten, die Konzeptbildung begünstigen? Wie sieht es eigentlich mit unserer Forschung aus? 7%. Wir haben noch eine Menge Fähigkeitspunkte über vom letzten Mal. Hallo SDB, grüße dich. Also das ist jetzt kein Disco, das ist jetzt anodische... Nein, ist das noch Proto? Ne, anodische Proto-Hardcore-Tanzmusik ist das. Okay. Wir sehen übrigens so albern aus, weil ich jetzt alles auf Logik gemacht habe. Ne? Also die komische Zippelmütze. Jetzt müssen wir uns auf Konzeptbildung spezialisieren. Aha, das Hemd macht Konzeptbildung. Mechanik, Ausdauer. Was hilft noch bei Konzeptbildung? Das nervt mich immer noch an diesem Spiel, dass wir es nicht irgendwie gut sortieren können, oder dass es irgendwelche Häkchen hat. Was weiß ich, irgendwie so Farben an der Seite, weil alle Dinger wie Enzyklopädie haben ja Farben. Zum Beispiel links ist das, was Plus ist, rechts ist das, was Minus gibt oder so. Da geht noch was. Noch mehr Konzeptbildung. Da müssen wir dran denken, bevor wir in die Stadt gehen, unsere Rüstung anzuziehen. So, ich glaube, wir haben alles, was Konzeptbildung gibt. Schade, dass einige Sachen tatsächlich Error haben. Na gut, ist irgendwas, was Minus-Konzeptbildung gibt? Nochmal ganz kurz gucken. Das passiert ja durchaus auch. Nee. Okay. Dann probieren wir es mal. Yo, man, what's on your mind? Immerhin schon ausgeglichen, ne? Also 58%. Gucken wir mal. Aggressive, monotonous, but also somehow sacred, Nee. primitive, yet futuristic, like a machine, man. Nothing Dann steigern wir das nochmal. Konzeptbildung. Konzept. Hat doch sicherlich was mit Intellekt zu tun. Einen Versuch machen wir noch. Wenn es jetzt nicht klappt, Yo, man, oder? what's on your mind? Komm, 72% Würfelprobe. 72%. Das muss doch wohl gehen. aggressive, monotonous, Kritische. somehow sacred, primitive, yet futuristic, like a machine. Ja, warum hast du es geschrieben? Kritischer. Exists, but the here and now. Ich steigere das jetzt nochmal. Ficken Sie dies. Tschüss, Jordan. Ciao.
Mach's gut. So. Yo, man. What's on your mind? 83%, komm. Dedicated, Yep. hyperactive, unified. You'll have to add something of your own to understand this list of loosely Jetzt haben wir einen kritischen Erfolg. Super. hardcore. You need your own entry. Make it. Jumping around, as this sort of music requires, is actually a taxing physical activity and should be dignified with a sports suit. Hardcore, hart, aber ja nicht was. Lange lebe die Welt, die dem Hardcore-Form verliehen hat, damit er sich selbst vervollständigt. Er ist der wahre Erbe der Doloresianischen Werte. 3,5 Jahrhunderte. Wir probieren. You've got the money, you've got the place, you've got the figure, you've got the face. It's good together, we're jumping on. Ich überlege gerade, mich mit Hardcore-Sportkleidung in den Schal zu werfen, die Beweglichkeit meiner Gliedmaßen zu maximieren. See the sunshine, we ain't stopping. Keep on dancing till the world ends. Du weißt, es ist nicht fair, überall steppt der Bär. Ah, das finde ich gut. See the sunshine, we ain't stopping, keep on dancing till the world ends. If you fear it, let it happen. Keep on dancing till the world ends. Nice. Was habe ich getan? Was habe ich gewonnen? Ach, Hardcore-Ästhetik, okay. Yo, man. What's up? Gut, das könnte ich dann als nächstes erforschen. Jetzt will ich beides haben. Wie lange ist Vermisstenforschung noch? 2 Stunden 59? Das große Aufräumen. In letzter Zeit läuft jemand in deinen Träumen herum und sucht was, räumt auf und räumt um, räumt alle nicht erfüllten Träume weg und legt alte Schmerzen in Kisten. Blablabla. Das Zucken von Augenlidern der Frühlingssonne. Das klingt verdammt spannend. Das klingt, als könnten wir irgendwelche Träume erkennen. Wir switchen um. Ach, die 8% bleiben uns sogar. Das war super. Dann haben wir ja gar nichts verloren. Perfekt. So. Hardcore. Hardcore. Das ist geil. Ah. Das war mir extrem wichtig, die Raver zu meinen Freunden zu machen. Das ist, glaube ich, also wenn es irgendeine Quest gibt, die besser ist als die, ich wüsste nicht, wie sie aussehen sollte. So. Sehr rewarding. Lad. Okay, jetzt wird so langsam wieder ernst. Dann speichern wir mal freundlich. Ich mache mal ein bisschen leiser bei mir. Genau, Rüstung anziehen. Müssen wir gucken, was für Werte wir überhaupt brauchen könnten. Erstmal die Rüstung. Okay. So, ich denke mal, Reaktionsvermögen war wichtig, ne? Wahrnehmung, Autorität vielleicht. Gucken wir mal. Beherrschung. Commanderjacke oder Streifenmantel? Korpsgeist. Commanderjacke. Wir sind eigentlich ein High-Ranking-Bulle. Machen wir auch schön die Lieutenant-Kappe auf. Die Trainingshose. Gummiartig und futuristisch. Gibt es eine coole Hose? Ich gehe mal einfach alles durch hier, mal bevor ich jetzt anfange, jedes einzelne zu suchen.
Gewandtheit, Beherrschung ist natürlich ganz cool. Und die gibt Gewandtheit und Körperapparat. Das ist gar nicht schlecht, leider. Ich weiß nicht, ob ich eine bessere Hose von den Werten her habe. Okay, was geben denn die Schuhe? Empathie. Beherrschung. Enzyklopädie ein bisschen schlechter. Sieht aber schuhtechnisch gar nicht so verkehrt aus. Also falls ihr noch einen Vorschlag habt, immer her damit. Aber ich glaube, das ist schon ganz gut so. Schuhe. Brille. Ne, Autorität. Superstar brauchen wir nicht. Wo war denn die für Bikerbullen? Da, Jamrock Sonnenbrille für Bikerbullen. Empathie minus Logik. Visuelles Kalkül. Korrekte Bürosonnenbrille. So, sehen wir einigermaßen okay aus? Wir sehen einigermaßen okay aus, ne? So, speichern. Speichern. Und nicht zu vergessen, was wir brauchen, ist unsere Knarre. Die hatten wir ja das letzte Mal auch nicht in der Hand. Okay. So. Holding the gun feels natural and satisfying. It's like an extension of your arm. The polished wood almost fusing into your palm. Ich glaube, meine Hand erkennt sie. It reminds you of the day you first held it, with fear and respect, hoping you don't have to use it in vain. The sun was out in Jamrock. It was so long ago. Das macht so viel Sinn. Das macht auch erzähltechnisch so viel Sinn, dass er die Waffe in die Hand nimmt und das Muskelgedächtnis dieser Erinnerung abspielt. This gun, Sunrise Parabellum, will be the only thing standing between you and the all-consuming nothingness that threatens to eat the world. Sheathe it and wait, Herald. It won't be long now. Yep. Wir behalten sie in der Hand. Habe ich danach schon gespeichert? Noch irgendwas, was wir hier tun müssen? Irgendeine Nebenquest, die wir vergessen haben. Pleasance informieren. Bist du la puta madre peone? Das müssen wir noch rausfinden. Bring Dolores Day Figuren an. Wenn du sie persönlich kennenlernst. Halte, sei bereit, Bratan. Haben wir die jetzt nicht gekriegt? Haben wir nicht. Da. Spirituosenbombe. Ich bin gespannt, ob wir die einsetzen können. Die hatten wir das letzte Mal ja auch nicht. Ach, hier rum können wir gar nicht laufen. Das kleinen Soundfehler sind immer noch ein bisschen schade. Aber was willst du machen? Da sterben wir auch nicht dran. Hier stand das Zelt. Ja. Jetzt kommt's, ich finde den Weg nicht mehr zurück. So spannend! Ich glaube, das ist der Weg zurück. Durch das Fischerdorf. Was sehr scary klingt. Mein armer Autowagen. Dann ab über die Schleuse. Na, was kommt? Ein schwacher Geruch nach Lötern und geschmolzene Isolierung. Nylon-Dodozon. Okay. Na, kommt nochmal die Warnung. Stop. Just up ahead. Danger.
You are prepared. Don't put away your friend. Your snowflakes spec the barrels of your VA's 9mm pistol. Letztes Mal haben wir den Revolver von Ruby genommen, ne? Wait. Your old friend has prepared you for this, at great cost to himself. Make sure you have the spirit bomb in your hand when shit goes south. Die nehmen wir auch noch rein. Yes. I hear commotion. Let's go. Ich bin bereit. Be ready to take damage. Nochmal der Hinweis, dass man schön die Gesundheit steigern soll. Ach, wir haben ja inzwischen auch drei Balken. Am Anfang hatten wir ja nur 2. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht, dass wir dann hier praktisch noch ein bisschen gelevelt haben. So, Molotow-Cocktail. Kommt auch in die Hand. So, Molly, Knarre, alles dabei. Speichern. Man kann einfach nicht oft genug speichern. Und ab geht. Ja? Das tiefe Dröhnen eines Bassbeats dein Herz ahmt nie nach. I'm all out of shits to give, loincloth. Welcome to the fucking reckoning. Ich will das nicht. Put your damn gun down. People are gonna get hurt. Shut up! You're not gonna talk yourself out of this, loincloth shit fuck. This is the mercenary at the gates. His chest rises and falls under the ceramic breastplate. His fingers reach for the butt of his sidearm. Ich glaube, es geht tatsächlich nicht ohne Tote, aber ich hoffe mal ein bisschen weniger diesmal. There's something very wrong with him. This is a misunderstanding. Nothing irreversible has happened yet. You can just return to your unit and forget all about this. The Kipt is merciful, willing to spare us if we just forget about our murdered and humiliated commander. I think we should just kill everyone, Courty. You are all drunk. Come to your senses. You won't gun down 7 people in the middle of the street. This isn't a frontier town or a jungle outpost. Easy, Lizzie. Let me handle it. I know guys like this. I'm sure we can come to a peaceful agreement. Ain't that right, fellas? Ich weiß nicht, Titus. He is facing overwhelmingly superior firepower, and he knows it. Peaceful. Es hört sich an, als würde die gepanzerte Gestalt weinen. Ich mag, wie er dargestellt ist. So diese Front von unten gefilmt, so richtig mächtig, aber auch geheimnisvoll. Nest in your abdominal cavity like a little wild mouse. The masked man's words are barely intelligible, but you can hear them. Fuck, there's the third one. How did we miss something like this? This third one, he is the most dangerous of them all, heavily armed. Wir hätten nach denen übrigens noch suchen können. Halt, Joyce hat uns nur tatsächlich davon abgeraten. Deswegen habe ich das auch beim nochmal Neuspielen nicht weiter verfolgt. The lieutenant is genuinely worried for his life. You should consult him before getting in there. Der Groß ist der Söldner von den Toren, der Anführer der Streikbrecher. This turns into a firefight. We should take him out first. Ja. Was machen wir jetzt? My plan is not to get killed, but we have to intervene. Ja. Get lost, comedian. You cops had your chance. Now it's fucking time for some justice. Hier kommt die Notwehr. Du. Knapp daneben. Pig, fuck! Ey, Rüd. Immer in der Ruhe. Eine falsche Bewegung und ich schalte sie aus. To your left, you hear the lieutenant cock his gun. We're gonna tear right through. I don't give a shit if you're cops. No one is going to kill anyone. Let's just put the guns down and talk like civilized human beings. With a wordless gurgle, the killer loads his long rifle. The leader
gives a small nod to the helmeted man. Suddenly, the blue medicinal spirit in your hand seems to have a pulsating glow. Das ist der Moment. Endgame! Light me on fire and throw me in his face! Ja. Wait. It's a good thing you have an anthropomorphic petrol. Ah, okay. It really is. But you have to soften him up. Stimmt. Es gibt ja einen Bonus auf die Spielprobe. Even if it comes to a fight, it's a good idea to get under his skin first. I don't know about this getting under his skin. What if he gets under yours? I'm barely keeping your hand from trembling here. Du erwähnst den Gehängten. 92%, das machen wir. Dangerous. Ask about him first. You don't want personal facts about his dead friend coming out of your mouth. He has to start it. Wer sind Sie gerade? Sergeant Major Raoul Cortiner, reporting in to burn this fucking mud hut to the ground. Er hat eine interessante Definition von Lehmhütte. Ich würde gern wissen, wie es in den zivilisierten Bereichen aussieht, wenn es hier so durchschnittlich aussieht. As he moves, the interlocking pieces of his armor click, softly. Click, click, click. The realization comes to you, like a picture puzzle coming together. His name is Raoul Cortiner. The dead man's name is Elise Cortiner. He's brothers with the deceased. No, probably foster brothers. Elise was put into a foster home, remember? Ich frage mich, was passiert, wenn man dies vorher schon anspricht. Jetzt spiele ich es ja mal ein zweites Mal, bin dann so ein richtig fieser Bulle. Dann kann man das alles mal ausprobieren. For killing, maiming, and humiliating our commanding officer. You're all sentenced to death by lead. Er hatte blaue Augen, oder, ihr Colonel? Baby blue, yeah. Like someone fucked up and put a baby's eyes on a grown man. No. It was creepy, but bitches like that shit, I guess. Or, I don't know what bitches like. I just know how to mow down cloths. No. Ooh, lady. We researched him. We contacted the ICP and looked at his birth record. He wasn't there. And other things. They fucking put Laylee in a leaf compactor, and now these cunts finished the job. War dieses Fluch? Ja, Cortenar. There's real anguish in his voice. A drunken sadness suddenly engulfs him. Memories. It's a mindfuck, Corty. He wasn't put in a leaf compactor. They're making it up to fuck with us. Major, permission to. Open fire. We can't have that. Interfere now. Colonel hat seinen Abhang nicht verdient. Ich verspreche Ihnen, dass ich seinen Mörder finden werde. Find his killer. Cop, his killer stands right there, shitting his pants, and you're standing in the way, protecting them. I know what this tactic is, Silo Sam. You're gonna die for them. Viehfutterfutzi. Today. Nice. Big talk, but that leaf compactor won't leave his mind anytime soon. It's a small thing, but it got him off center. 92% sollte man hinkriegen, oder? With a crash of shattering glass and a terrible roar, the fire draws in oxygen. The bomb hits the mercenary in the chest, swallowing him in flames as he staggers backward. Eine Brandbombe ist eine richtig fiese In Sache. the fiery inferno, you see your tie, coiling around the man's neck. It is no longer horrific, but beautiful and pure. Diese Beschreibung ist echt psycho. I only ever wanted you to have fun, Harry. Warte, ich kenne nicht mal deinen Namen. My name, should you know it, is Jolson AS Men's Fashion Model, Colorful Tie, Catalog Number J327.
One day a sad man walked into a clothing store. He looked really darn like he hadn't had fun in years. He needed someone to show him how to rock and roll again. You did the God's work. You did the Lord's work. Schöne Krawatte. Droop's Aeneas catalog number J327 shone on the tie rack, trying to get his attention. The sad man picked it up and put it on. He looked at himself in the mirror, didn't smile. Ich bin nicht so alt, aber wenigstens hab ich einen witzigen Schlips. And from that moment on, we rode together. The rest of your clothes were still normal back then, but we took care of that soon enough. Obwohl, ich stelle mir das gerade wirklich so filmisch inszeniert vor. So richtig so in super Slow Motion, während der Typ, also wenn es so richtig, wenn es überall brennt um den Körper und diese Krawatte in der Mitte der Kamera ist und halt so richtig dieses Voice-Over von sich gibt. Das ist ein bisschen witzig, nimmt der Szene ein bisschen die Schärfe, ist aber auch mega psycho. Normal police officer clothes just don't go well with a multi-pattern disco tie made of 98.7% pure flammable polyester. Hatten wir Spaß? Truthfully, not a lot. I did everything a multi-pattern necktie can do to help a man. I mean, I tried to get you to do all the fun things. Drink beer, drink wine, drink cider. Go to parties with young people around and drink beer and cider. Do drugs too, so you don't fall asleep. You had some fun, but not enough to heal you. Was ist mit ihm da los? This guy. Well, his face has cracked open into a scream of terror. It looks like he's performing some sort of a shamanistic dance that requires you to be on fire. Yeah, his body contorts in a very disturbing manner. There's no mincing words with this one. He's dying a horrible, painful death as you're talking to your tie in your head. Gibt es einen schöneren Tod? Smells like a steak on the grill. The burning flesh in your nostrils. Oh. Möge er im Tod Frieden It's finden. good to see you still have capacity for compassion, my friend. Oh. Deep down, you are a good man. Oh, was ist denn mit mir los? Our heart is broken, Bratushka, and it cannot be mended. Oh. Believe me, I've tried. Werde ich das jemals überwinden? No, you're going to be mowed down by gunfire from the 2 remaining mugs. So no, not forever. Oh, Bird. Oh. Im wahrsten Sinne, im wahrsten Sinne, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. You both did, Bratan. Deep down, you know it was both of you. Ah. Ich kriege immer noch das Gefühl, dass er irgendwie mit Dolores Day zusammen war, obwohl das unmöglich war. Ist aber egal. No, no. It was her mostly. Don't lie to him, Necktie. Ich habe das Gefühl, dass die Schmerzgrenze auch manchmal uns einfach nur beschützen will. Ich meine, das ist ja der Sinn einer Schmerzgrenze, den Schmerz zu mindern. Und wir wissen, dass manchmal unsere inneren Stimmen, das innere Team auch lügt. Das möchte ich nur noch mal in Erinnerung rufen. See you on the other side. Die Krawatte schmilzt in der Hitze dahin. Ihr Fakultaris stößt ein Knacken und Knistern aus, das sich anhört wie... Harry, for God's sake! Watch out! To your right, the killer raises his rifle and takes aim at you. His moves are steady, but the long barrel of the rifle sways slowly. An Easter AR-FA-7, built for taking out light armored vehicles. It will devastate you. 72%. You leap left. A small angry lead passes mere Nice. millimeters from your side, tearing fabric off your coat. Feels like the lightest of tucks. Das passt so zu dem, das jetzt zu sagen, ne? Ich kann man nicht töten, ich bin unsterblich. The man tilts his head, trying to see through the clearing smoke for the next shot. Watch out. To your left.
DePaul is about to take Ach, die Frau, genau. at Kim. Ich finde das so gut, dass die halt wirklich mit diesen Rüstungen auch gut mit dem Untergrund verschmelzen. Die haben dann einen gewissen Tarnwert. God, please. He's aiming for the eye slot in Rude's helmet. An extremely difficult shot. Kim, das schaffst du. 2 shots ring at once. One from the lieutenant's pistol, and the other from DePaul's. It's aimed at the lieutenant, but it misses. You hear a scream behind you. Wenn man es richtig sieht, wenn man nicht mit den Augen auf den Text gefesselt ist, wie ich jetzt, sieht man auch, dass er getroffen hat. Blood gushes from the helmet's eye sockets as Rude Hab ich das letzte Mal gar nicht hingeguckt. disoriented. The sounds coming from his helmet are not human. An unbelievable shot from the lieutenant. Das ist halt der Superschütze. Dying in a puddle of blood behind you. His mangled torso has 2 gunshot wounds. Oh, fuck. Gushes out of them like red geysers. Oh God, watch out. You see 2 crazed eyes stare at you through the burning meat and the flames. With his face boiling off, the man raises his pistol at you. Then he squeezes the trigger. Mit ein bisschen Glück schießt er ja auf unsere Rüstung, oder? You can't. There is no time. Something inside your pelvis explodes. Your entire lower body is on fire and your legs can't support you. You fall down like a rag doll. Zwangsläufig fehlgeschlagen. Na, okay. Wie soll es auch funktionieren? The pain is too immense to scream. It pushes the air out of your lungs. Everything goes dark. A distant blur as you recede into it. Du versuchst die Augen zu öffnen. Was sehe ich? Nothing. A persisting darkness. Dancing lights of pain. Distant shadows cast by them. Like a hellish play. Oh, scary. You're bleeding out. Verbluten. Ist das der einzige Tote jetzt gewesen? Keiner unternimmt etwas und mir keiner feiert. Mir war ja klar, ich werde niedergeschossen und sterbe ein jämmerlicher Penner. Rasant leben, alt sterben. Das ist, was hier nach außen riecht. Stay with me. Sehr Tirell, aber ich habe sie angerufen. Ich muss mal dann sogar benehmen. Ich hätte sie nicht anrufen sollen, jetzt hasst sie mich. Yes, keep talking. You hear me? Stay away. Also es ist seine Ex, aber halt, er hat so viele Nummern wählen müssen, die muss sonst wo sein. But you can't. It's so hard. Your eyelids grow heavy, and the sounds ever more distant. And the cold comes over you. The lieutenant, too, is somewhere far away, almost gone, when suddenly you sense something behind him. A slender white shadow towering. Someone stands there, raising her pistol at him. The lieutenant does not see it. He's pushing down on your wound with both hands. Scream immediately. He's gonna die. Es geht übrigens. Ich habe es mal nachgeguckt. Ich erzähle gleich was dazu. Lieutenant vertraut. So, jetzt bitte kein kritischer Failure. No, you say, and Nah dran. firearm to him. Your hand trembles and your eyes are full of fear. That's all it takes. There is no room for hesitation. The lieutenant moves like a spring unloaded. He grabs the gun from your bloody hand and fires behind him. You hear a faint scream, a woman's. Then the sound disappears, like someone pressed stop on the tape. The woman is gone. So is Kim. Then the whole world. Völlige Dunkelheit bricht über dich herein. This is death.
One more door, baby. One more door. Könnte ich jetzt ein Geist sein? Brother, you already were a ghost. Up there screaming along with all of them. Scaring each other. Haunting each other. Dieser Voice Actor ist so gut. Ich habe jetzt noch Mitleid mit seiner Stimme. It's the living who are ghosts. The dead are silent. They don't rattle windows or write letters in blood. The living do. Leave them behind. Rest. Nein, ich will weiterkämpfen. The fight? There is no fight. The fight is over. It was lost 1,000 years ago. You have laid here forever. Keep falling deeper. Take the door. Ich hatte dieses Gefühl genau einmal im Leben. Ich wünsche es niemandem. He's not taking it. His body is not taking it. Oh God, no. He's not disintegrating. He's swelling up instead. Over the hours, hurting, moaning in his sleep. Ich finde das Wahnsinn, wie das echt rüberkommt, als wäre es was Schlechtes, dass er nicht stirbt. Wahnsinnig gut. And rotting. And being disinfected. And smelling of drugs. And feeling saliva in his mouth. Drifting in painkillers. Thrashing in his wound sleep. He can't go. Not before the case is solved. So sieht's nämlich aus. There is a radio in the distance. A radio of the world. Playing sounds. Good morning, Elysium. Soon you will return to the world. Hours turn to days. Soon we will get up again and go through it again. Finally we know what the infernal engine was outside. The clarion call. It was him. He is the infernal engine. He never stops. He only gets worse. Ich hab Angst vor uns. You see the lieutenant's familiar shape in the orange jacket. It turns double, then triple from the pain. Also im Endeffekt hat auch die Einlage der Krawatte nicht so viel dazu geholfen, diese Situation zu entschärfen. Ich finde es immer noch eine Hardcore-Szene, aber mega, mega gut. Deswegen genau wie das letzte Mal. Die Gärtnerin haben wir gerettet. Wir haben eine Menge Leute gerettet, glaube ich, oder? Gut, wir haben jetzt noch nicht die Zählung, aber die Gärtnerin oder die Anwältin, wie man es auch immer sieht, die haben wir gerettet. Sunrise, Parabellum. Ich habe das gar nicht kapiert, warum er das beim letzten Mal was gesagt hat, aber es ist halt auch der Name unserer Waffe. Das Zimmer, es ist sauber. Mr. Guard cleaned it. It took him an entire day. Wie lange war ich weg? In and out. You've been up enough to take Dramamine and curse. And drink water. Was haben Sie gesagt? Sunrise? Parabellum. Sunrise, prepare for war. It's an old revolutionary saying. Ich glaube, unsere Waffe heißt doch auch so, oder? Sunrise Parabellum. Muss ich gleich mal gucken. Isn't that written on your... Ah, genau. Cops like it. The gates of the harbor are boarded up. The streets are a little more empty. Apocalyptic violence is yet to erupt, I am relieved to say. I think we may have held it off, for now. Barely. Ouch. That's right. Ouch, indeed.
Die Pissjacke, haben Sie die ausgezogen? Yes. The joke wasn't funny anymore. I took it off. Da hat er recht. It's not ouch time yet. You just got the Dramamine pill an hour ago. Verdammt. Dramamine. Then it's not that bad. Neither surgical nor organ damage bad, but still under the counter bad. Anders Account. Ich mag dieses, ich mag den Unterschied. Es gibt ja im Englischen den Begriff den Over-the-Counter-Drugs, also die du einfach im Laden kaufen kannst. Und das ist schön under-the-counter. Man kriegt sie zwar, aber es ist eine Bückware. Ich glaube tatsächlich, so hier im Osten würde man Bückware sagen. What happened? You threw an improvised petroleum bomb at the major. A firefight ensued. Da sprechen wir nicht mehr drüber. Very. He died in the hospital. A blood-stained killer. Ich bin ein Mörder. You're an officer of the RCM. Ja. As retaliation, the rifleman tried shooting you. He missed, or you dodged. Then I shot and wounded him, while Glenn took a bullet in the spine. It was meant for me. Glenn did not survive. No. This is not the first person to die in his place. He goes on. Titus, Fat Angus, and Theo charged. Angus and Theo did not make it. They both died before they made it to intensive care. Titus survives. So do Alain and the musician. I forget his name. Eugene? Yes. He's still alive too. You were bleeding out by then. I think you said something about your wife, and you warned me. I was able to disarm one of them, the Pole, before she got a jump on me. Genau. Wie der Alex sagt, denkt dran, was zu trinken. Ich mache es euch sicherheitshalber mal vor. Ansonsten sage ich, es funktioniert. Ich habe es noch nicht wieder in die Punkteliste eingebaut, aber mein Command funktioniert. So. Ich konnte einen von den Waffen. Thank you. I killed her. And that's what happened. Ten nimmt eine Zigarette aus seiner Jackentasche und zündet sie an. Ein bitterer Geruch füllt das Zimmer. Ich dachte, sie rauchen nur eine am Tag. This is the one. Sie sind alle tot, alle drei Sicherheitskräfte. The Pole was the last to die. Everard had their bodies returned to Connell for a funeral. The company is yet to retaliate. Because we deterred them? Or Joyce did? Maybe the harbor in full lockdown is too costly a target. Or maybe they are simply taking their time and will attack soon. I don't know. Wie viele Verluste hat es in den Reihen der Gewerkschaft gegeben? 4. Glenn, Theo, Shanky, and Angus. The fat one, he took a lot of bullets. All. Das ist eine Vollkatastrophe, Kim. Yes, officer. 7 people are dead. It's not a success. Hat er 7 gesagt? Es sind nur 6. Haben sie nicht 2 Lines aufgenommen? But what's done is done. The violence is cordoned off. The Hornet did not get into the beehive. The worst scenario has not materialized. Yet. Es ist schön, dass sie das wieder aufgenommen haben. Ich weiß gar nicht, ob er das letzte Mal auch gemacht hat. Wir haben nämlich darüber mit der Joyce gesprochen. Ne, was sollen denn die paar Söldner gegen die ganze Gewerkschaft machen? Und dann gab es halt dieses Gleichnis mit den Hornissen, die einen Bienenstock kaputt machen. And we are still alive. Both of us. Apropos, es ist nicht möglich, dass Kim stirbt in der Szene. Allerdings kann er so stark verwundet werden, dass er für den Rest des Falls ausfällt. Und so wie ich gelesen habe, kriegt man dann Kuno als Partner. Ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen muss, denn Kuno doesn't fucking care. He did not expect you both to survive once you stepped between those two armies. His smoking, his hunched back. You have it worse, but he took a real beating. That cigarette has medicinal purposes. Die Zigarette für den medizinischen Zweck? Ist Gras drin? Reasonably bad. You were shot in the left quadriceps. That's your thigh. The outer side, thankfully, no major arteries were nicked. The bullet was removed and a bacterial infection treated with mercurochrome.
Kann ich We will laufen? see. If it's possible, then by pure willpower alone, you are going to have to become a psycho-locomotor. Was ist ein Psycho-Lokomotor? Der sich durch reine Willenskraft? Good. Ja. You'll need to be. Whatever that is. Psycholokomotor. Geistbeweger? Wahrscheinlich sowas, ja. Das sich durch die Kraft des Geistes in Bewegung versetzt. War jemand von meinem Revier hier? No. No. A man and a woman sit in the front seat of an armored motor carriage. The woman is driving. The man lights a cigarette. Jean-Vic Mehr is his name. The asphalt vanishes under the wheels of the machine. Ahead, harbor cranes rise to the sky. Das waren die beiden, die da waren, ne? Das war ja sein ehemaliger Partner und die Frau. Ich glaube, mit der Frau konnten wir am ersten Tag über das Funkgerät sprechen. Back to that shithole, he says. Ist das nicht eigenartig? I called your station after the fight. The injury was logged in. They told me they've sent officers to join you on the site. Das haben wir auch nicht mal gesehen, oder? I'm sure they're worried about you. Mich behandelt, wenn nicht mein Revier. Ich wusste gar nicht, dass sie das können. It's part of a detective's task chain. You can do it too. Actually, you can. You can even remove a fractured bullet, it seems. Sind Sie verletzt? Very. I have a concussion from that woman beating me with the butt of her gun. I tried to not move too much. Der Arme. Things would be worse if you didn't warn me. Thank you. I did not see her coming. Stupid of me. Okay. No, knack, knack. Oh. Easy now. Vor deinen Augen verschwimmt der Lieutenant wieder zu einem Doppelbild. Ein orangener Farbfleck des Schmerzes. Your balance is way off. You feel like you're about to fall over on that thing. How are you? Ich fühle mich wie neugeboren. Rocken wir die Hütte. He nods. Geht's jetzt weiter, I Kim? honestly don't know. Aber ich weiß es doch auch We nicht. can't talk to Everard. The harbor is in lockdown. Everyone in there is outside our grasp now. Joyce has left too, thanks to our meddling. Denke nicht, dass es eine gute Idee I don't war. know what to think. It might not have been a bad idea. There is a pin somewhere in the machine. Something is keeping Connell from sending in a death squad. Maybe it's her. Maybe she kept her hand. Either way, Ruby's gone, and Glacia, well, at least she's safely locked away. Glauben Sie, dass sie für uns nützlicher sein könnte? Wer weiß dann? Wer hat den Gehängten auf dem That Gewissen? was our job to find out, wasn't it? Honestly, I just don't know. Our circle of suspects is dead and gone. It's not a circle at all. It's a room. Honestly, I think our investigation has not produced a single credible suspect. Hätten wir irgendwas besser machen können? Es kommt alles nur davon, dass ich La Puta Madres Peone bin, oder? Die verfluchten Maiglöckchen. What? Sie ist die getrocknete Blume hervor. Das hier, erinnern Sie sich? Every piece of garbage in the city is not connected to the case. You don't have to keep everything. Nicht jeder Mist in dieser Stadt. Wir müssen nicht alles einstecken. Wrong. Doch, Kim, steht ja ein bisschen in dieser Stadt mit dem Fall in Verbindung. Okay. Er gibt nachts aber zweifelsohne anderer Meinung. Was ist mit dem Loch in der Wand? That's been there for years. Don't be narcissistic. Half the cops in Revachol West are his peonies. Even if you are, it is not a decisive factor in this case. Na gut. Die gottverdammten Fußspuren. Yes. God curse the footprints, not solving the case for us. Au diable. Es besteht immer noch eine Wahrscheinlichkeit von 28%, dass der Schuss aus der Ferne abgefeuert wurde. We should go upstairs, rethink the ballistics in situ. I agree with this. What else? See? There's that. You can do ballistics. Immer sind diese alten Bunker- und Waffenverstecke aus der Find Revolutionszeit. thousands more if we wanted. All of Revachol is full of them. But they seemed so mysterious. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie alle so scheiß nutzlos No sind. need to be melodramatic. No, schade.
Okay. Das Wunder ist noch nicht geschehen, es ist noch nicht vorbei. He does not know what to reply. Looks out of the window, then back at you. It's morning outside, you think. Müssen den Kommunistiken, nee, das glaube ich nicht. Wissen Sie, was ich von der Verbrechensaufklärung halte? Arches his brow. The ceiling fan patiently spins overhead. Brechen aufs Ende ist anstrengend. It really is very hard. That concussion must be making him dizzy. Sind noch nicht bereit aufzugeben, oder? No. Are you ready to limp? Yes, wir rumpeln wieder los. Good. Where do you want to limp to? Erstmal Frau Katach ziehen, Klasies Zimmer untersuchen. Ich glaube, das war ihr richtiger Name, ja. Why not? Das wäre sehr viel cooler, wenn Leute, die keine Schuhe tragen würden, diesen Move übernehmen würden. Another look at the window, perhaps? The one he was shot through. I don't know. I can't think of anything better. Ich gucke übrigens die ganze Zeit auf dieses Ding hier. Es sieht irgendwie aus, als wäre es eine Schweinenase, ne? So eine transplantierte Schweinenase. Jetzt stecken wir aber erstmal wieder die Waffe weg. Das ist ja albern. So, das Werkzeug bleibt da. Das reicht auch erstmal. The bed's a little nicer now. You could get a good night's sleep here. Moment nicht. Weil da 2 Knöpfe im Kissen sind. Ja, sieht nur so. Ja, genau. Der Wanne liegen keine Flaschen, noch nicht. Ah, die Tür steht um. Du kannst einfach in Kims Zimmer spazieren. The bathroom mirror has been wiped completely clean. You see the reflection of your face in the mirror, such as it is. A regular, clean-shaven police officer. Ja, wir haben noch das Superwerkzeug. Warum brauchen wir dann nochmal den Bolzenschneider? Ich glaube, da funktioniert was nicht richtig. Aber wir können ihn mitnehmen. Alles gut. Und das Ding ist auch nicht mehr kaputt. The bathroom mirror has been wiped completely clean. You see the reflection of your face in the mirror, such as it is. A regular, clean-shaven. The chain cutters slip out of your hands as you attempt to put the faucet into place. Well, you know one thing for sure. You've probably never been a plumber. Auch egal. Hey, wir sehen zuerst mal Kims Zimmer. Skalpell, Antibiotika. Bäcker ist auf 6:50 Uhr gestellt, das passt. These papers bear the stamp of the RCM. They appear to be fragments of the lieutenant's paperwork, half finished. You make out notes on this and other recent cases. I had Garth open the door to your room. You were running a low bacterial fever the first night. Ich hatte apokalyptische Vision. Nein, danke, dass Sie das Monster noch etwas länger am Leben gehalten haben. It would have been easy were it not for my concussion. We both got lucky, considering the odds we faced. Let's go? Ja. Ich denke mal. Okay. Ich dachte, es ist schön, wenn ich mal mich mit dem Fall beschäftige. Na komm. Was ist damit? The fan stands still. The lights are off again. So, wenn ich das Zimmer verlasse, müssen wir ein bisschen Energie sparen. Wir waren schon lange nicht mehr hier. Und wir haben lange nicht mehr diesen Song gehört.
Was wir hier machen können? Nein. Dann schauen wir mal bei der Klaas hier ihr Zimmer vorbei. Moment. Aua, das Bein tut weh. Vielleicht geht's ja, wenn du nicht rennst. Ja, okay. Ich laufe. Irgendwas, was wir übersehen haben. Ich glaube, hier waren nur ein paar... Cabinet is cleaned out, emptied. Probably Gart's work, after she was arrested. Ja, war eh noch ein bisschen Medizin drin. Klamotten liegen hier rum, aber sonst nichts Wichtiges, oder? Da, na, 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 na. So, das Fenster. Two neon-lit shapes, a man and a woman having sex. A ray of backward motion explodes from his mouth to the roof outside, A prime, to then widen into a radius of locations in Martinez, B prime, B double prime, and B triple prime. It's not the roof, and you would have found it had it been on the coast, in either B prime or B double prime. Ich weiß nicht, was ich jetzt interpretieren soll. Guckst du gerade aus dem Gebüsch hervor, SCB? The island in the bay. Ich glaube, der Schuss könnte von dem Island abgefeuert worden sein. Er lurkt. Ah, sehr gut. There is a narrow opening between the commercial area and the collapsed tenement north of it. Ach, da waren wir auch noch nicht auf dem Island. Das ist gut. Nebenher Dinge tun. Das ist sehr löblich, dass du auch am Samstag produktiv bist. I remember. Das ist doch der einzige Ausgangspunkt, den wir noch nicht erschlossen haben. So it is. For a second he seems tired. Durch die Bell jagen. Es wirkt nicht besonders enthusiastisch. I just haven't gotten a lot of sleep these past few days. He Das doesn't ist really gut. believe this will yield anything. Es ist gut, dass du da so ehrlich bist. Vielleicht sollten wir der Insel einen Besuch abstatten. Der hat ja richtig Bock. There, across the grey water, amidst crumbling concrete, a birch tree, and the half-sunken ruins of a flak tower. Ich erinnere mich an einen Flugabwehrturm oder an die Ruinen von einem auf der Insel, was ich durch das Münzfernrohr gesehen habe. Could be the makings of a sniper's nest. Why not? Military fortifications are made for that kind of thing. Komm, starten wir der verdammten Insel einen Besucher. Okay, let's go to the fucking island. Ist das der... Flucht Kim häufig? How do we get there? Joyce Messier had a sloop, but she's gone. Lilian, die Netzflickerin, sie teert gerade ihr Boot. Yes, of course. The village. Let's go. Okay, wir gehen trotzdem noch mal hier raus, nur mal zu gucken. Hat der Fall etwa Kim gebrochen? Na, geh mal durch den Geheimgang runter. Ich sehe sonst hier auch nichts anderes. Schade, dass wir nicht noch mal den Flipper quälen können. You clearly see footprints. Jackpot. These, unlike everything. Nee, das haben wir alles schon verfolgt. Dort ist der Nixe. Aber jetzt können wir den anderen Leuten im Gewerbeblock sagen, dass der Gewerbeblock verflucht ist. Ich bin sehr gespannt darauf, was Plaisance sagt. Pleasance? So, der Flipper ist tot. Ja? The machine is dead. Ja. Wir halten das jetzt mal durch, normal zu laufen.
Hi again, Gendarme. Bye-bye, Gendarme. So, die sind weg. Wir sprechen mal mit Gatte. Oh, you're up. It's good to see you back on your feet. Did you like your room? I cleaned it for you. Das ist ja böse. Nein, wir wollen auch Gatte eine Freude machen. You're welcome. I thought it would be nice for you to wake up in a clean place after you, let's be fair, defended this establishment and its clientele from gunfire. Yeah. I give credit where credit is due, and that was a crazy move. Crazy effective. Petroleum bomb. Never seen anything like that. I was there until it struck him. Crawled inside then. Bullets started flying. Anyway. Das hast du auch genau richtig gemacht, Gatte. He really wants you to realize that he was also on the balcony looking by, in the danger zone, so to say. Wir haben letzte Mal gesehen, dass du dich voll für dein Etablissement eingesetzt hättest. Diesmal war es nicht notwendig. I wish you a quick recovery. Also, you and your partner are staying here free now. This establishment supports cops. The stay is free, the drinks are not. It just felt I needed to specify that. Das ist auch besser. Oh, you know, people don't tend to stick around after shootouts. Turns out they're not good for business. Was ist aus dem Mann mit der Sonnenbrille I geworden? don't remember everyone who comes here, and many people wear sunglasses inside lately. Must be a fad. Where was I? How do you think I know the crazy shit you pulled off out there? I was there. Ja, ist gut. Protecting my establishment. That's actually true. You remember him from the corner of your eye, right behind you. Ja, braver Gatte. So, yeah, I guess... It really took courage. Don't pick at him. Ja. Yeah, I don't know. Clients were panicking. And also, I guess I sort of found out that I don't give a shit if I die. Okay. Means it. It's not just boasting. It's something he discovered about himself. Stepping onto that balcony. Das ist ein bisschen okay. No problem. They'll come back. They always do. Kein Drink. Wir sind der Straight Edge Cop. Eigentlich sind wir schon ein apokalyptischer Bulle. Oh, die Hardy Boys sind ganz schön. You approach. The bruised man raises his bear. Sind ganz schön ausgelöscht. Crazy motherfucker. Didn't think you had that fury in you. But I guess I've misjudged a lot of people lately. Sogar Titus mag uns jetzt. There I was, thinking, where are we gonna find a tin opener large enough for those cans? Then Capo Loco shows up and just sets a man on fire. Ich glaube, das ist praktisch eine Liebesbekundung für ihn. Impressive shit, Copper. None of us would be breathing right now if it wasn't for... I guess. Bringt mich ein bisschen zu Tränen. So viel Liebe. Schniff. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, aber macht nichts. Müsst ihr jetzt durch. This is big. It's as big of a thank you as Titus Hardy can muster under any circumstances. Scheiße. Es war mir richtig, es war gut. Likewise, Copper. Nice. Likewise. Wir sind so richtig cooler Coppo. Theo was old. I think he'd be pretty happy with the way he went. Never could imagine him withering away on a sickbed. But Angus, he was just a stupid kid. Didn't realize the mess he'd gotten into. Angus war der Dicke, ne? Ah, da steht's ja auch. Still, the balls on that kid. Went down fighting for someone else's shit like a fat, angry bear. Here it comes. The last one is the worst one. He only deals with it by drinking copious amounts of 8% beer. An honest tactic and effective. Halt die Klappe, Elektrochemie, wir bleiben nüchtern. And Glenn was my friend.
best I've ever had. I'd love that crazy homo like my own brother. We're all fucked without him. But what do? This job is shit. Was ist dieser Shanky? Dennis, that poor little rat is dead too. I always thought he'd run. But no, he stayed. Stupid, brave fella. He didn't like him. That only makes it worse. Das ist etwas Ehrenhaftes. Huh? Cut that shit out. That's the kind of rhetoric bangers sell to kids in Jamrock to get them to join a gang. I'm sick and tired of this honor bullshit. Yeah. Had to tell Angus's mum about the honor that was bestowed upon his son. You didn't share your optimism, Copper. But fine. Fuck it. To each his own. Eben. I guess I'll take a closer look at our union members. There's bound to be some ambitious fellows there who'd love nothing more than advancing social democracy by busting some heads. Haben wir Sozialdemokratie schon erforscht? Ich glaube Might nicht. even ask Tibbs if he's tired of replacing Windows and maybe wants to have some fun with his brother. Anyway, don't you worry. As long as Titus Hardy's standing, there will be Hardy boys. Take care, coppers. You two look after yourselves now. Death passed on you today, but men don't get that lucky twice. Ich fürchte, er hat Glück. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Ende, wenn das Spiel in die Richtung geht. Copo loco. And normal cop, I guess. Good luck in Jamrock. Scars made the best tattoos, they say. Thanks for getting involved, guys. Not a lot of cops would step into that line of fire, but you did. And if you ever feel like the uniform is holding you back, I've got a few vacancies. You'd make one hardy boy, Copper. Ja, vielleicht. And Titus Hardy himself would make a good officer. That man was born to lead. I will, Capo. That's a promise. Now scoot, 'cause the Hardy boys got some mourning and drinking to do. Sie können feiern und trinken, traurig sein und trinken. Trinken ist wichtig für die Hardy Boys. Take it easy on the drink. The danger has not passed. This town needs you on your feet. Ich finde es interessant, dass wir Loco Cop genannt werden und der Normal Cop ist. Good point, Beano Claude. We'll keep the vol under 12% tonight. Nice. Hardy Boys sind hier zu Legenden geworden. Das stimmt natürlich. Also hat für ihre Reputation, was kann für unsere Reputation Besseres passieren? Hat so ein Gefecht zu überleben, um die Stadt zu verteidigen. Wahrscheinlich Kacke findet uns keiner mehr in Martinez. Oh. So, schauen wir mal. Vermehre Pleasance, Würfel machen, bist du La Puta Madres Pea? Oh, nee, das finden wir noch raus. The graffito has been painted over the traces of the fight that took place here. It smells of blood and heavy fuel oil. Ja, das war doch wahrscheinlich Cindy, oder? This was Cindy the Skull. Ja. Offenbar Totenkopf Cindy endlich die richtigen Worte für ihr Meisterwerk gefunden. The lieutenant crouches, touching the fuel oil with his finger. Looks like it. Yes. This is still fresh. It was and blood. Some of it is even yours. Ja, hier so und ja. Heavy fuel oil. Isn't that flammable? Was steht da? Des Tages werde ich wieder an deiner Seite sein. Warum sollen wir das anzünden? Sollen wir es anzünden? Ich meine, mir gefällt allein der destruktive Ansatz, aber warum?
Übrigens, wenn euch das Gehumpel auf die Nerven geht, dann lasse ich ihn wieder rennen. Da unten ist etwas. Aber was soll denn da unten sein? Können wir da irgendwie hin? Ist da ein Eingang? Kein Gang. Botschaft wurde in die Wand geritzt. Transnation, Ake Nation. To all the ravers in the nation. Das stimmt, die sehen wir ja jetzt. Das haben wir ja konzeptionalisiert. So, dann warten wir mal die Plaisance. Die wird dann so sein. Oh my god! Things have gotten out of hand! I thought the psychic stuff was bad, but the crime! It's even worse! I haven't been able to come to work for 3 days. The shop has been locked. No sales, gangbangers running around, shooting everyone. I know I shouldn't have bought a shop in this ghetto. Ich wurde angeschossen, gute Frau. Oh my god! Even the police can't take care of all of this. Just look at that limp. Someone should do something about this. Maybe I should close the bookstore and open a psychic studio. Yes! It makes sense. Ja. Crime is the 6th element, you see. The darkest element. I could teach people to protect themselves against bad energies and to fight crime. Guter Plan. Yes, what Martinez really needs is more vigilantes roaming the streets. Ja. Exactly. It's a brilliant idea. Thank you, officer. In the meantime, do buy the books. As many as you can. They won't be here for much longer. Is there anything else I can help you with? Plaisance, ich muss Ihnen was sagen. Ich habe rausgefunden, was den Fluch wirklich verursacht hat. What do you mean, actual source? I thought this issue was resolved. Meine Ermittlungen haben mich zu einem entropolitischen Loch in der Wirklichkeit mit 2 mm durchgeführt. Dieses Loch hat den Fluch verursacht, sowohl im Gewerbeblock als auch in Martinez. What? She wasn't expecting this. At least not the word entrepreneutic. Ein winziges Loch in der Realität. Es könnte mit dem Grau zu tun haben. Womöglich ist es der Ursprungsort. Es würde erklären, warum so vieles in der Geschichte von Martinez zum Scheitern verursacht war. Ma'am, what he's saying is true. We found an anthroponetic anomaly in the small Pinewood church down the coast. I don't mean to be an alarmist, and more research is needed, but it's not looking good. Ich habe auf einmal das Gefühl, wir sind vom Fringe-Team. Wir sind nicht mehr Cops. But that's not in any of the ancient texts. How am I supposed to protect my bookstore from that? Sie können ihn mit der Hoffnung schätzen. Genau, das finde ich gut. You're right, officer. I mustn't lose faith, especially now that Annette is finally settling in at school and making friends. No, we can't just leave. Besides, didn't I have some Sailite hope catchers around here somewhere? I must find them. Ich hätte gedacht, dass sie sofort abhaut. Thank you for your help in any case. You're welcome back here anytime. Na dann. Okay. Ach, die Gute sieht immer so deprimiert aus. Hi, Ace Detective. Are you here for more books? Was machst du denn gerade? Math. It's really difficult. Like, really. They say you need it to get rich. Better than standing outside in the cold, I guess. Yeah. Oh, I found something while you were away. Aha. I thought this would fit you. Like, thanks for helping out. Not me. The city, I mean. Like a detective does. Oh. Ein Hut für ein Detective? Yes, just like the one Dick Mullen wears all the time. You'll look way more serious with that. Right, I have to get back to my homework now. Before Mum notices. Man, this is hard. Was bringt der? Wahrscheinlich nur Error. Dick Mullens Hut? Wo ist sein Hut? Wie nett. Annette. Ach so, wie nett Annette ist, genau. Und +1 Enzyklopädie. Und das gibt's. +1. Wir gucken mal. Ja, dann brauchen wir den passenden Mantel dazu, ne? Wir sehen so cool aus.
Was für eine Sonnenbrille haben wir? +1 Empathie. Wir sehen voll aus wie Dick Mullen. Ich finde, wir sehen jetzt richtig aus. Ach, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass man ja auch sieht, wie er humpelt. Er humpelt jetzt, ne? So, können wir noch irgendwelche Bücher kaufen? Endlich erfahren wir mehr über den Fremden aus Fallout. A small mountain of colorful board games. Und unter die Jogginghose. Games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken. An endless variety of sources. Ich glaube, das haben wir alles, ne? Ja. Books in a board game section. A towering mountain of colorful board game books. Nee, da haben wir schon alles. Ups, Entschuldigung. Die Person auf dem Friseurplakat sieht aus wie Guillaume Le Million. Darunter die Jogginghose. Ah. Shelves filled to the brim with Wir haben den, wie sieht's übrigens aus? Große Aufräumen. Okay, den Guillaume Le Million können wir ja auch noch erforschen. Hardcore-Ästhetik. So viel zu erforschen. Mensch. Und so viele Sachen, die wir noch steigern können. Weiß doch jeder, dass das Interessanteste an den Faschisten ihrer Magie war. Ja gut, also ich sag mal so, wenn man sich so Videospiele und so anguckt, geht ja auch Nazis nichts ohne Supernatürliches. And biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. Na, gucken wir mal. Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about wholeness, unity, balance. These three things are very important to the working class mind. Okay, klar. The point of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health services. Ah, okay. It serves platitudes, while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to, Nazis und mythologischer Stuff, da hast du recht, STB, das ist best. and would only give you cancer anyway, without even curing your cold or anything. Das ist, glaube ich, ein kleiner Tritt gegen Schüsslersalze und so, was insgesamt sehr richtig ist. Wholeness, unity, balance, on the other hand, can basically take care of anything. Though it is important to note, when it's up to your mind to heal yourself, then it's because of your mind that you're ill in the first place. Aha. The book features chapters on topics such as how to find magnesium. It even lists plants you can harvest magnesium from. How to continue drinking if you're an alcoholic who has destroyed his liver. Interessant. Und alle mehr wie unrealistische Kritiker kannst du auch sofort entkräften, die da ja tatsächlich so einen diskreten, bekloppten Touch in die Richtung hatten. There's even a chapter on the ancient Seraïs tradition of using duck gallbladder preservatives to treat and prevent sexually transmitted diseases. Pre- and post-factum apply. Nothing worth buying. Genau, bekloppten Touch. Ja gut, das war teilweise ja auch tatsächlich Absicht. Also die ganze, ich nenne es jetzt mal Naturheilkunde und so alles. Ich meine, wir haben da ja so einiges noch von den Nazis geerbt. Das war ja tatsächlich irgendwo eine Bewegung, weil, man wollte ja die Nazis wollten die eigene germanische Medizin haben. Ne? Und deswegen ja die Schulmedizin oder wie auch manchmal geschrieben wurde, die jüdische Medizin. Das war denen alles suspekt und deswegen, ein ordentlicher Germane braucht natürlich auch seine eigene Medizin. Da kommt es irgendwo alles her. This is just mundane garbage. What's even paranatural about this? Flüche? The throbbing in your head increases with every passing moment you gaze at this shelf. Suddenly, as if out of nowhere, a small green book becomes apparent. The title of it reads,
medicinal purposes of the Pale. Ah, hier könnten wir auch vom Pale lernen. The book contains very little explanation on the matter. This knowledge seems to be taken for granted. The book contains descriptions of various pseudoscientific therapies, alternative medicines, and folk remedies involving the Pale, also known as le territoire. Territoire. Das ist aber schon ein bisschen was anderes als ein Grau oder halt Pale ist ja auch so das Fahle, sowas Unbestimmtes. Schreibt NSDB. Ja, kommt das mit dem Verdünnen. Weil du bei den Nazis auch nicht mehr als eine saubere dickende Gehirnzelle auf einem ganzen Kopf nachweisen kannst. Verstehe. Ja, da sage ich immer, gerade natürlich so ITler sind vielleicht auch ein bisschen, vielleicht so in unserem Alter sind ein bisschen anfällig, weil die haben ja rausgefunden, je weniger räumlichen Platz ein Speichermedium einnimmt, desto mehr kann man drauf speichern. Ne? Also halt, ich denke mal so eine 8 Zoll Diskette, 5,25 Zoll, 3,5 Zoll, bis heute zu diesen Mini-SD-Karten, wo ein Terabyte drauf passt. Was ist der Beweis, dass halt die Homöopathie funktioniert? Ne? Je weniger Fläche man hat zum Speichern, desto mehr Daten kann man speichern. For example, it recommends vigorously swatting one's naked body with a venik or hand broom, made from the leafy twigs of a young birch tree from the near Pale. Aha. Even better if you can find someone else, preferably a large man dressed in nothing but a towel, to thrash you while you're spread naked and helpless on a cool slab. Das klingt sehr kinky. Klingt schmerzhaft. It's supposedly invigorating and good for the circulation. It also recommends consuming distilled spirits like vodka or whiskey that have been aged in the Pale. Readers are instructed to cover these jars in a shallow hole just inside the Pale and leave them there for 30 to 60 days, depending on the potency desired. SCB schreibt, auf gleicher Fläche kann man ja massiv mehr speichern. Was meinst du, was alles auf eine SD in 5,25 Zoll draufgehen würde? Nee, das kann ja nicht stimmen, weil dann würde man das ja noch machen. Weil das ist halt, das wollen sie uns ja nicht verraten. Man hat ja auch rausgefunden, wenn man es wieder größer macht, ne, wird es wieder weniger Speicherplatz. Among other benefits, it is alleged to restore a damaged liver to perfect health. Und sollte ich mir was... Ja, natürlich. Wenn man den Whisky besonders reifen lässt, ist natürlich gut für die Leber. Es ist Anti-Whisky. Is it any more improbable than anything else that human beings put their faith in? Nein. Was steht denn da sonst noch so? General health and well-being. Readers are encouraged to take regular strolls through the Pale, though a sidebar cautions readers to limit each stroll to less than an hour. Man kann im Grau einfach so spazieren gehen? These strolls promise to cleanse the mind of worries and the body of toxins, especially if the perambulator performs this ritual in the nude. Nudity figures prominently in a number of these prescriptions. Ah, natürlich. Das kennen wir als Deutsche, ja. Wie hieß die Bewegung nochmal? Diese Reformbewegung? Lebensreform? Nee, ist auch egal. Da kommt ja auch das FKK-Baden und alles her. Was auch generell gar nicht schlecht ist, um ein bisschen die Prüderie zu bekämpfen. This is exactly what you need. Ja. There's an entire section devoted to cures for men who are struggling to perform their marital obligations. Das könnte ich gebrauchen. Excuse me, sir. I believe you've been perusing that particular volume long enough. If you'd like to continue reading, I must insist you buy it. Ach, Plaisance, ja. Something about that book does seem to have spoken to you. Well, I hope it contains what you're looking for. Nehmen wir alles mit. So, Karte und so hatten wir alles. Ja, reicht an Büchern. Dann humpeln wir mal weiter. Zurück zur Würfelmacherin. Der müssen wir auch noch sagen, dass hier alles verflucht ist. Das sieht echt aus wie aus Fatal Frame. Sowas finde ich tatsächlich immer mega spannend, wenn man in irgendeinen
verlassenes Lager oder so geht. Oder bei irgendeiner Haushaltsauflösung dabei ist. Was ist eigentlich hiermit? The barbell waits patiently on the floor, like a dog for its master. Ach, nehmen wir alles mit. Haben wir geschafft? Nice. Conjuring up an inhuman amount of strength, you raise the barbell up in the air. Your biceps tremble, but you're a savage. This is a children's game. Du sagst nichts und genießt das Gefühl. Nice. Haha. A warm wave of accomplishment washes over your head as you drop the barbell to the floor. Ich finde, wir sehen... It feels like you're strong enough to succeed at anything you ever set your mind to. Wir sehen tatsächlich erstaunlich kompetent aus in diesem Outfit. So vor allem diese Mischung aus diesem Trenchcoat, der, wie der Jochen schon gesagt hat, den Jogginghose drunter, den kybernetischen Teilen da, dem Anhänger, wie so ein super natürlicher Kopf. But you're still in a ghost house. What if someone heard this? What if they know you're here? Hier ist doch nix. Danke, Kim. So, da gucken wir mal, dass wir die Hose nochmal wegkriegen. Was haben wir denn Passendes dazu? So, die interisoläre Hose. Sind wir schön. Dickfern, ja. Ist Fern dann Adidas oder so? These are some wonderfully regular pants. Not too tight, not too loose, moderate in every sense. You'll blend right in at some pleasant dinner party. Ich mag durchschnittliche normale Dinge. I know you do. These inter-Isolari pants are like wearing a perfect compromise in your nether regions. No one will call the moral intern on you like this. That's for sure. Jochen, solange wir nicht dick Snickers sind, ist alles okay. You're a little more moralist now, buddy. A little more normal. Oh nein. You didn't want to be. Verdammt. Makes sense. This is what wearing boring office trousers does to you. Ist das Kontakt, Mirko? Der Boss-Champion? Sie ziehen es aber auch wirklich durch, ne? Contact Mike. Ich frage mich immer noch, warum sie halt nicht Mieke draus gemacht haben. Das hätte, glaube ich, im Deutschen genauso gut funktioniert. Oh, wir müssen die Taschenlampe ausrüsten. Taschenlampe leuchtet hier und da und überall. Sie ist für uns da, wenn wir sie brauchen. Das ist die Taschenlauche. Nein, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Nein, nicht rennen. Mit Mirko die bessere Übersetzung. Echt? Na gut. Dann hat es offensichtlich deinen Geschmack besser getroffen. Was in Ordnung ist. So. Ich glaube, hier ging es doch dann rauf, ne? Ja gut, man sagt ja im Deutschen noch Mikro, ne? Ja. Gut. Mirko, Mikro. Ja. Nee, ist gar nicht so gut hier. Wie kommen wir denn da am besten hin? Da muss es ja hier noch irgendwo hochgehen. Ich laufe da immer dran vorbei. Das war hier raus und dann hoch, ne? Ja. Hier raus und dann... Ah, ja. Contact Mike. Oh, it's you again. Are you looking for a die? Es ist verbreitet, scherzhaft Mirko zu einem Mikro zu sagen. Ah, mach mal das Mirko aus.
Probieren wir mal. Aside from getting naked, you're not sure what else to do. The building. Okay. Schade. Wir könnten es extra hierfür steigern? Nein. I thought we agreed that the curse isn't real. Ist etwas komplizierter, als ich dachte. An der Kirche auf der anderen Seite des Kerns befindet sich ein 2 mm großes Loch in der Realität. Ich glaube, es könnte mit dem Grau in Verbindung stehen. Excuse me? A 2 mm hole in reality? This can't be true. I'm afraid it is, ma'am. Sona Lukanen Kilde, the former lead programmer of Fortress Accident, made the discovery. Sona is involved in this? Sie scheint diese Information zu verarbeiten, während weiterhin unvermindert Gerede aus den Kopfhörern trägt. So it's even worse than I thought. It's not just the commercial area that's cursed, it's the entire world. Wenn man es so sieht, ja. She looks outside the window where daylight has filled the yard. Ich würde nicht so weit gehen. Just Martinez? Ja. In any case, thank you for stopping by. It's good to have an answer, even if I can't claim to understand it fully. Na gut. Aber halt im Endeffekt hat sie recht, die ganze Welt ist verflucht. Kommen wir hier raus? Nicht rennen. Ganz langsam. Hier durch. Und dann an der Seite mit der verfluchten Klingel wieder raus. Geht das? Nee. Hier ist doch ein Ausgang, oder? Hier ist doch die Eismaschine irgendwo. Ah ja, hier rum. Ich ärgere mich immer noch, dass wir die Waffe hier weggegeben haben. Weggepawnt. Oh ne, das ist ein anderer Ausgang. Den nehme ich auch. Ich habe mich gerade gewundert, warum wir auf Tag 7 sind, aber klar, wir haben ja 2 Tage geschlafen. Gut. Weiter geht's. Ich habe noch, als ich ein bisschen nach unserem aktuellen Stand recherchiert hatte, auf Wikipedia, nicht Wikipedia, auf diversen Spiele-Seiten, ist mir nochmal das Bild von der Frau in den Apartments aufgefallen, also dieser Maklerin. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, sie hatte auch den Ausdruck, also den wir am Anfang hatten, dieses zementierte Fake-Lächeln. Das leicht pornöse Lächeln. So, was hat denn der alte Mann eigentlich zu erzählen? Aus der Lüftungsöffnung strömt der Motorgeruch eines Kartoffelkellers im Frühling. Ich möchte erst wissen, was Cindy dazu sagt. Ach, wir müssen hier noch anfragen. Officer. It is worse than I thought. Believe me, I know all about that kind of pain. I've had deep trouble for the past week. Ach, er wurde im Krieg angeschossen? Okay. Maybe it's time to slow down. Enjoy life a bit. Anything I can do to assist you? Gut, über seinen verstorbenen Kollegen haben wir schon mit ihm gesprochen. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. This is Precinct 57. How may I assist you? Alice, verbinden Sie mich doch nochmal mit dem 41. Just a moment, officer. 10-4, come in, officer. Over.
Jules, ich habe gehört, dass manche Leute mich als La Puta Padres Peone betrachten. Halten Sie mich für korrupt? 10-4, sir. Well, there's been some talk, sir. Was soll das überhaupt heißen? Halten Sie mich für korrupt oder nicht? I only meant that there's been some talk in the station, that's all. But there's always some talk in the station. You know how officers in Jamrock are. Okay. But then again, some of us truly are on the take. It's unfortunate. Over. 10-10. Roger that, 10-10, over and out. Okay. Na gut, wir haben drüber gesprochen. Müssen wir noch über irgendwas anderes mit unserem Revier sprechen? Nein, ich werde nicht irgendwelche Rassentheorie erforschen. Ich will auch kein Alkohol trinken. Nein. Wir werden den guten Harry nüchtern belassen. So, wo ist denn die Kugel? Medizinische Zwecke des Graus. Aprikosen, Kaugummipapier. Also das scheint irgendwas mit seiner Ex zu tun zu haben, die offensichtlich ein Parfüm hat, das nach Aprikose roch. Rubbys Tagebuch haben wir schon durchgelesen. Dorgana Megamix. Inframaterialismus. Bla 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 bla. Da ist die Kugel, ne? The bullet is still safely sealed away in a plastic bag bearing the RCM stamp. Probieren wir es nochmal. A rifle, Revolutionary period. Your bullet looks to be an old 4.46mm from the surplus left over from the turn of the century. Probably an antique or a retrofitted antique. Welches Fabrikat? The 4.46 caliber was widely used with the Belmargrave rifle, a Revacholian manufacturer. The BM dominated the battlefields of the Insulindium theater of the anti-centennial revolution 50 years ago. Okay. No, but Zeliger, a major firearm manufacturer, ended up with a surplus after the war. So there are still a lot of these old military rifles floating around, usually broken. The quality was appalling. Okay, ich wollte gerade den Vergleich zum AK-47 machen, aber die funktionieren ja noch. Wahrscheinlich funktionieren sie in 500 Jahren noch. Antiques enthusiasts, guerrilla fighters in distant countries, a few lucky jamrock bangers. You're looking for a well-preserved antique, mostly. Die wir schon verkauft haben. What are you thinking? Bullet? Okay. And? An antique. That makes sense. There can't be many breech-loading rifles floating around in Martinez or anywhere in Ravachol, really. Das ist auch gut so. Hand it to the monarchs. It's quite admirable that they took the advice of criminologists last century and banned the use of breech loaders in peacetime. Some new RCM recruits get impatient with their muzzle loaders once they've trained with military-grade weapons, but they realize it's worth it in the end. Prohibiting peacetime law enforcement to front-loaded rifles is a policy enforced by the Moralist International in all the nations of the Real Belt. Das ist auch eine vernünftige Sache. Da liegt man sich zweimal, bevor man abdrückt. Das gefällt mir. Imagine if everyone, cops, citizens, had access to firearms that could shoot multiple rounds without pausing to reload. After the first shot, the second, third, and so on come much easier. Ich glaube, das richtet sich an das amerikanische Publikum. But back to the investigation. Doesn't seem that likely. But we'll check out all possible leads. Next step, finding the gun itself. Das ist für uns eine Sackgasse. Ich glaube, wir hatten die tatsächlich schon. Wir haben sie ja wir haben in dem Versteck so eine gefunden, aber am ersten Tag verscheuert. Bevor ich auf die Idee gekommen bin, etwas Geld zu cheaten. Wozu ich auch immer noch stehe. Okay. Mache eine funktionierende Schusswaffe aus.
Wir hatten eine. Na egal. Egal, man muss auch nicht alles direkt hinkriegen. So, jetzt laufen wir ganz gemütlich. Können wir hier nicht warpen? Karte? Doch, ja. Die ist übrigens schon weg. Verriegelte Tür. Wir könnten eigentlich mal versuchen, die Tür aufzubrechen. Ja, später vielleicht. Ab zu den Fischerhütten. So, dann sprechen wir mal mit der guten Besitzerin des Bootes. Officer, what happened? You're limping. Why are you limping? You look terrible. Ach, Lilian, üble Geschichte. You're not limping. You're you. She sounds almost disappointed with you, reprimanding you for falling and hurting your knee. Jemand hat mir, das war ziemlich heftig, es hätte ihm gefallen, naja, ich weiß nicht. Ein paar Leute haben mich verletzt. Scheint wütend zu sein, warum? Look at you, you can barely walk. Ja, das hat mir in die Fuß Is this from geschossen. the shooting in town? We heard gunshots. Not that we don't hear gunshots all the time, but they were closer than usual. There was an exchange of fire on Rue de Saint-Guylaine. It's nothing to be worried about, Madame. Ich finde, auch im Deutschen ist das halt wirklich so ein kühles Wort, ein Schusswechsel. Ein Exchange of Fire, das ist so neutral. You didn't only get shot. Ach, mit zweiten Schuss bin ich ausgewichen. Manchmal werde ich also nicht angeschossen. Well, good for you. Ja. So, ich habe eine Frage. Of course. Can I help you with something? Also tatsächlich, es reizt mich ja, das auszuprobieren. That won't be a problem. It's wind still and the tar just dried. We've got 2 days of relative sunshine ahead. Was befindet sich auf der Insel? Durch das Fernglas habe ich irgendwelche Ruinen gesehen. Used to be some kind of fortification there before the war. For the communards. An anti-aircraft gun, I think. Bombed to bits in the landing. I haven't been there myself. Always steered clear of it. Hasn't been there herself. Who has then? Sie haben gesagt, Sie seien nicht selbst da gewesen. Wer denn dann? My husband used to drink there. Him and his drinking buddies. Always seemed like a bad place to drink to me. People died there during the landing, you know. My mother told me. Da hat sie auch recht. This must be one of the many fortifications that was used in the dying days of the revolution against coalition forces before they took this city. The kids sometimes go there too. I know they do, on rafts. I tell them not to, but they bring back old bullet casings and such. Ich weiß nicht, warum ich die so mega cool finde, aber ich finde halt, ich mag halt das Outfit. Und vor allem dieses Accessoire, also halt diese Dinger um die Ohren. Ich weiß nicht, ob es halt, ich hätte jetzt gesagt, es sind Köder oder ich weiß nicht, ob es wirklich Instrumente sind, Werkzeuge, um Netze auszubessern. Keine Ahnung. The twins. God forbid they bring the girl along on some rickety barge. Can we maybe ask your twins about that place before we go? Would that be alright? Be my guest. They've a strange way of talking. See if you can get anything useful out of them. I seldom do. Okay. Können wir uns das Boot auslassen? If you promise to bring it back, and no scraping the hull. I just got it nice and yellow. And no drinking on the boat. And no joyriding either. Okay. Of course, ma'am. It's only for a day or two. Official police business. Aye. Was, wenn ich es zum Schaukeln bringen will? See, that makes me not want to lend you my skiff. On a boat, rocking leads to capsizing.
That there is an absolutely 100% rock-free skiff. Ja, okay. Gibt's etwas, was ich über die Fahrt zur Insel wissen müsste? Well, most of it's sunken. Underwater. That means concrete underwater. Cut your boat if you're not careful. Be sure to enter from the south side. Water's deep there. Aye, aye, Captain. Danke. Please be conservative with the fuel, will you? Just filled her up, but it's a small tank. Man sieht sich. Ich würde echt gern das mit dem Date mal ausprobieren, aber die Chance ist mal wieder so mega gering, dass das klappt. Dann reden wir noch mal mit den Kids. The scruffy-haired little boy kicks a stone while the other watches him do it. Okay, Kids, ihr wart schon mal auf der Insel, oder? On that island? Nein, auf der anderen Insel. Nothing. It's just a seafort and some plants. You can take a raft there. It's great. Kim musstest du wohl loswerden für das Date. Es gibt zumindest eine bessere Chance. Also hat einen Punkt, wenn Kim nicht dabei ist. Das Loswerden ist allerdings relativ einfach. Der geht hier abends ins Bett. Ich glaube 21 Uhr oder so. Und dann ist man ihn zumindest ein paar Stunden los. Man muss ja selber nicht gleich ins Bett. Das ist in Ordnung. And we make a fire. We make a fire. Haben die dafür echte Kinder aufgenommen? Das klingt nach echten Kindern. Mhm. Gather the sticks for the fire. And bullets. Or not real bullets, empty bullets. Mhm. They're nice. The fire guy comes and asks us to put the fire out. Da ist jemand drin. Nerve endings sting from the mention of a guy. They must mean a human being on that island, but it's cut off. Vater ist früher auch immer zu der Insel gefahren, nicht wahr? Our father killed himself. Okay. That he didn't. Gut, da schlägt ihm die Tränen in die Augen, als ob er gleich zu weinen anfängt. Ja, da sage ich nichts zu. Sorry. No, süß. Lebt da jemand auf der Insel? No. Yes. Okay. Let's go with yes. Ja. Warum ist er der Feuertyp? Because he asks to put the fire out. Ah, dann ist er doch der Anti-Feuertyp, oder? Warum sagt er, dass er das Feuer ausmachen soll? I don't know. He doesn't like it. He don't like people to be there. You shouldn't go. Yes. Hat etwas von Licht gesagt? I don't know. Es liegt einer bei einem Chat zu sagen, welcher. Did you mean there are electrical lights? Yes. Oh, der hat auf der Insel elektrisches Licht? No, he doesn't live there. I don't think. No, he lives there. Been there twice, 2 times. Ah. He doesn't live there. He isn't there sometimes. Anything else? What does this guy look like? I don't know. Wissen sie nicht. We ran. He just yelled we shouldn't be there. Da ist... Lights, fire guy. We should check up on that island. Ja, das sollten wir. Das sollten wir definitiv. Haben wir denn noch irgendwelche Aufgaben, um den Tag rumzubringen, um nochmal das Date zu versuchen? Das können wir vergessen. Ich meine, wir können noch mal mit dem Gebrauchthändler da reden, mit dem Pfandleiher, aber nee, das bringt nichts. Ich glaube, alles, was man dem Pfandleiher gibt, ist auch weg. Wir
können uns noch mal kurz im Hafengebiet umgucken, ob wir noch mit irgendeinem von den, von den Lastwagenfahrern sprechen können. Der wird uns nichts mehr zu sagen haben, oder? My man, you're alive. Almost. Kind of. Sort. Aber ich lebe. Man, what a day. I missed out on most of the action, but I heard it was quite the encounter. Had a strong sense of finality to it. Also das heißt für mich jetzt, dass wir tatsächlich schon im Finale des Spiels sind, nicht, dass wir heute noch durchkommen. So what's next? You guys heading back to Jamrock now? Talk is local union muscle were behind it all. I'd reckon the case is closed, even if it kind of turned into a shit show. Das war nicht die Jungs von der Gewerkschaft. Hey, that's just what I heard. Old wives' tale. So. Ich sehe mich noch um. What next? Good luck with that, my man. Ain't easy being you, but hey, you're still breathing, right? Oh. Oh, wir haben noch ein paar Würfelproben. Wir versuchen erstmal die höhere. Wait, there's something here, stored away in some dusty corner. It starts like... Temperatur des Spiegels ist immer 0. Er ist Eis in den Adern, seine Kamera ein Röntgenstrahl. Was soll das heißen? Whoa. What else? Er ist ein Kelch, den man dir reicht, in stiller Kommunion. Silent communion. That's good. In ihm, nach Luft ringend, hast du Teil an einer unsteten Identität, die nie dein eigen ist. Dang, that's some great shit. You came up with that yourself. Did you? Ich bin nur das Medium der Muse. Right. But really, no bullshit. That's great stuff. I sort of want to know if it's yours. Ich glaube, die Worte stammen von mir. Fucking hey. Seems I got you all wrong. Cops aren't much known for their artistic sensibilities these days. Wir sind Art Corp. It's good to meet a fellow poet. Someone with an appreciation for real text. The others here, so you don't really get it. Das ist schon eine Worte. Bullen sind auch noch Menschen. Yeah. I guess I owe you an apology for thinking otherwise. And again, great shit. Art Corp. Mochte dein emotionales Gedicht. Ja, probieren wir nochmal. Ease into it. Don't go too far. This seems like a personal matter. You really are the law, aren't you? Maybe okay. Full-on direct approach wasn't correct. Ja, okay. It's tricky business looking into someone's eyes and not doing it wrong. Gut, kann nicht alles funktionieren, ne? So, wir hatten doch hier nochmal die, wie hieß sie, die Graufahrerin oder so? Kommen wir nochmal zum, wie hieß er, zum superreichen Lichtbrecher? So, das ist ganz schön lange, wenn man so laufen muss. One of the finest Zhimsk-made motor carriages ever. An oldie, but a goldie. Oh. Not many people outside of Grad. And Revachol West too, it appears. Der Kim steht doch auf Autos. Stashraiko KK2. That's a classic model. Never thought I'd see another one repainted after what happened last time. Augenblick, vielleicht kann ich ihn beeindrucken. Weiß ich, was beim letzten Mal passiert ist? No, only that the motor carriage is typically baby blue. The colors of Sigismund the Great, an ancient Zhimsk ruler. His banners were famously zephyr and white. The colors of the stars Raiko. Ah. Den Lichtbrecher kann ich hier nicht... Wo hast du diese Emote her? Ah, okay. Lassen Sie mich raten, was beim letzten Mal passiert ist. Blau und Weiß sind die Farben von Simsk. Jemand hat ihn umlackiert, Sims damit wütend gemacht und bam, Mord. That's, well, yes, exactly it, more or less. Except it was a crowd of them. Tore him out of the vehicle and ran him over with his own tires. Oh. They said it was an honor killing, Hussar style. The James community protested the trial, flying the colors. 5,000 came to protest. Aufgeladene Atmosphäre. Correction. 4,395.
the fourth largest public protest of a criminal trial in Revachol. Is that so, officer? I'll take you at your word. People we are paid to protect. Let's leave it at that. Okay. Wozu haben sie die Mörder verurteilt? 4 years for murder in Reunion. Okay. The perps were remorseful. Their sorry knocked 8 years off the sentence. That's the system. Okay. Nein, das fragen wir jetzt nicht, oder? Could it be another Stajrajko murder? Honestly, that just doesn't seem like the type of vehicle our dead guy would drive. Nein. So my initial guess is the two are not related. Nein, wir gehen nicht in die Politik. Weil ich habe keine Ahnung, wofür das steht. So, sind hier noch irgendwelche Leute? Kommen wir gar nicht mehr in das Gebiet rein? Fun Ike Overdrive, natürlich. Maniana. Dem haben wir lange nicht mehr gesprochen, oder? The boyardero stares at you with respect, then gestures towards the trickles of blood adorning your clothes. Yet you live. It calls back to an older era where this was commonplace. You have a true boyadero heart. Okay. Hiding, gathering themselves. The harbor's in full lockdown, friend. No getting in or out for the time. Können wir nicht helfen, da reinzukommen? No, man. Not today. Today is war. He says it matter-of-factly, like it's no big deal. Time will tell. I'll tell Everard you dropped by. I'm sure he'll be glad. Und was machen Sie jetzt? I'll be okay here, doing lookout. Quite the sight, aren't they? Getting to like that red I am. Don't worry about me. I live to alleviate the worries of our brothers. See if any insane killers turn up. Then I'll run. And live. Lassen Sie sich nicht erschießen, okay? I'm sure I'll be luckier than you, friend. Okay, also hier kommen wir nicht mehr irgendwie rein, oder? Wird dann wahrscheinlich verschlossen sein jetzt. Ja. Lock it. Steht der Data Typist da noch hin? Nee. Wo ist eine Kiste? Money. Okay, hier kommt man noch nirgends mehr hin. Schade. Kein Lichtbrecher für uns. Schnüff. Gut, dann humpeln wir mal zurück zu den Fischerhütten. Geht das von hier aus? Nee, noch nicht. War nicht diese, nannte man nicht irgendwie diese eine Frau, doch die Graufahrerin oder sowas? Kann die mir vielleicht noch irgendwas über das Grau erzählen? Jetzt, wo ich mehr weiß. Die Frau, die sonst nichts gesagt hat? Wahrscheinlich wird sie jetzt auch nichts mehr zu uns sagen. Ich glaube, die war hier. Kann sein, dass er weg ist. Ja, ich denke mal, sie ist weg. Nee, ich glaube, hier haben wir alles erledigt. Gut, dann möchte ich es auch nicht unnötig rauszögern. Ich hoffe ja mal, wir kommen nochmal zurück, wenn wir erstmal auf der Insel sind. So, von hier aus müssten wir wieder schnell reisen können. Was von der Siedlung jetzt sagt? Wer immer noch alles cool findet? Oh, Geduldsprobe so zu laufen. Ich hoffe mal, irgendwann geht sie wieder gut.
Fusiling, wo bist du? Da. Wenn ich schon mal hier bin, gehe ich auch noch beim Pfandleiher vorbei. A cop limping down the street, bleeding from the shoulder, face bruised, looking like hell. You know what that is? Bevor du das sagst, ich wollte nur noch sagen, ich gehe gleich nochmal beim Pfandleiher vorbei. Der ist ja auf der anderen Seite der Straße. Und schaue nach, ob er uns die Waffe nochmal rausrückt. Cool, that's cool. Ja. Das ist eindeutig cool. You keep coming back. That Ich glaube, er hat nichts Gutes mehr. Komm mal hier. Komm mal bei mich bei. Harry. Harry Weinforte de Bois. Between you and me, this is why I don't get involved in local politics. Was nennen Sie Politik? In its purest form. Now, what can I do for you? I doubt it, but I can try and answer any questions you may have. The pawnbroker's gaze is already fixed on the... Okay, da kommen wir tatsächlich nicht weiter bei ihm. Schade. Schade, schade, dass man die Sachen nicht zurückkaufen kann. Big men on big horse. Franco-Nigerian Knights. Alone. Ich glaube, das haben wir alles gekauft, ne? Das haben wir alles gekauft, ja. That we all bought. So, dann zurück in die Schnellreisezone. Aha. Aha. Dann zu den Fischerhütten. Ich hoffe, an diesem Abend können wir doch noch mal mit ihr sprechen. Weil ich kann jetzt schlecht warten, bis abends ist, oder? Kim nicht da ist. So, was für ein Wurf ist es denn? Be careful out there. Sea's calm as death, but still. There are ruins underwater. Suggestion. Or worse. Was habe ich denn, was Suggestion steigert? Ich meine, es ist nur ein Punkt, ne? Erstmal erhöhe ich Suggestion. So, damit wir nochmal die Probe machen können. So, dann gucken wir mal. Das wäre auch ein cooler Patch, wenn man hier noch so Sets machen würde. Machen wollte. Okay, Kleidung. Nein, keine Suggestion, 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 da haben wir Suggestion. Ich sehe sie schon, die Suggestion. Keine Suggestion, keine Suggestion, keine Suggestion, keine Suggestion. Auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Schon mal gar nicht, da auch nicht. So, da auch nicht, da auch nicht. Das wissen wir nicht, da auch nicht. Das ist sogar Minus-Suggestion. Was wollen wir denn damit? Wenn ich wüsste, was das wirklich macht. Nein, nein. Auch keine Suggestion. Okay. Und praktisch haben wir ja nur den Mantel ausgetauscht, ne? Be careful out there.
Seas calm as death, but still. There are ruins underwater. You can scrape the To get the drink on, it would be unimaginable for a human. Nein. Wir versuchen es ein andermal nochmal. Wir versuchen es ein andermal nochmal. Ich halte jetzt einfach den investierten Punkt da, ziehe mich wieder um, dann fahren wir erstmal auf die Insel. Trenchcoat, wild und geheimnisvoll. So. Okay. Dann geht's ab. Soll das nicht 2 Tage sonnig sein? Small steering engine in the back floats on the calm mirror of the sea. Its 2 seats are empty. Ich meine, ich höre Regen. Vielleicht gilt's nicht. Das Motorboot Rue A72. Ist das ein Känguru? Once you get in, that's it. One pull of the starter handle, and you're off into the bay. A strange trepidation comes over you. Are you sure you want to go now? Wir kommen nicht mehr zurück, oder? Have you made all the necessary preparations? Closed all your accounts? Remember what the netpicker said. It's a small tank. You won't be going back and forth on this. Ich würde dieses Date-Ding gerne machen, aber wir haben noch einen ganzen Tag zu verschwenden. Ah. Wir können den Kim nicht loswerden. Können wir Kim loswerden? Irgendwann am Tag? Be careful out there. Seas calm as death, but still. There are ruins underwater. You can scrap. Oh, wir müssen auch nicht alles machen in diesem Durchlauf, habe ich jetzt mal beschlossen. Ich kann es mir immer noch auf YouTube nachher angucken und 17%. Sollen wir es nochmal probieren? Ich kann natürlich jetzt alle Punkte reinkloppen, die ich habe und dann einfach nochmal neu laden. So, Moment. Erstmal, wir haben ja noch so viele Punkte. Wir laden erstmal noch mal eine Runde Suggestion rein. So. Dann werden wir noch mal diesen strange Mantel anziehen. So, noch mal gucken, ob es irgendwas gibt, was Suggestion runterzieht. Nee. Und dann vielleicht ein bisschen Safe Scumming. Be careful out there. Seas calm as death, but still. Do you think she really needs more of that after a man died at sea? What if I told you it is actually possible to go on a date solo? Ich bin ganz ohr. Before recorded history, men and women were able to do simple, very primitive things together solo. Acknowledge the situation and keep it basic. Ich bin ein Säufer. Ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist. So lade ich andere Master ein, mit mir zu I have, and I don't really. Now, go for it. Gehen Sie mit mir spazieren. Just a walk? I don't know, officer. I would not have taken you for an innocent perambulator. War das ein Ja? Machen wir unseren Spaziergang? Where would this walk take us, officer? Nothing creepy, strange, or out there. Keep it airy and simple. Es gibt einen schönen Ausblick an einem Strand, auf den ich gestoßen bin. Lance. Officer, I thought we had a walk of our own in mind. One that results in a solved murder investigation. Oh no. You come with us. Seriously, I insist. Okay. You need to understand that nothing is going to happen. We're just walking. That's it. Understood?
Na klar. Having the lieutenant along is a fail-safe measure against any possible funny business. Nein. Alles klar, dann haben wir jetzt ein Date, mehr oder weniger. Let's call it a walk. I'll join you if the ma'am insists. Das ist vielleicht doch besser. Yes. Stroll on the beach sounds nice, doesn't it? All right, I'll see the kids haven't killed each other and we'll meet at Land's End in 15 minutes. She doesn't wait for an answer. You better get ready. Wie mache ich mich bereit? Wo ist Land's End? Wo ist denn Land's End? An der Nordspitze der Halbinsel. Da musst du jetzt ein bisschen rennen, mein Freund. Ja gut, die Karte ist auch nichts zu gebrauchen. Was ist hier? Ich habe keine Ahnung, wo Land's End ist. Ich google jetzt, wo Land's End ist. Ich werde es nicht versauen. Disco Elysium. Where is Land's End? The path that goes north between the church and the boardwalk. Bei dem kaputten Turm. Okay. An der Kirche vorbei. Ah, da sind wir sogar schon richtig. Nördlich, ja, einen kaputten Turm. Hier. Da ist er doch. Sehr schön. The woman gazes steadily at the waves. A sudden gust picks up her dark hair and lets it fall again, tousled, wild. She brushes a few stray locks from her eyes, and only then spots you approaching. Aye, so here you are. I'm a bit surprised we're alone. It's mid-noon and the sun is out. I expected more drunks and teenagers. And drunk teenagers. Kim ist noch da, aber wir sind allein. Know that you're not the first guy to bring a girl to Land's End. This is what the locals call a make-out spot. Okay. That is not going to happen here today. I just want to make that clear, Dimples. Across the rusty water, that's La Delta, the financial district. In the mist-covered distance, towers rise as a rebuke to the poverty of this coast. Scheint sie zu überraschen, dass ich es geschafft habe. Drinking men aren't known for keeping their appointments. Ah, interessanter Test. Okay. Das hier würde ich mir um nichts gehen lassen. The world? Those big words men like to throw around as though they had weight. Let's just admire this piece of the world we happen to have in front of us, eh? As she turns to face the sun, reflected in the waves, and the skyscrapers rising across the bay, you cannot help following her steady gaze. You should say something, anything. Maybe the tequila sunset thing. Nein, ich erzähle nichts zu meiner schmutzigen Vergangenheit. It's a common Ravisholian expression. Means drinking yourself to death. Okay. Ich hab's mir fast gedacht. Ich hab vor kurzem einen Toten gefunden, der hat auch so ein Tequila Sunset Moment. And what about you? Keeping the name?
Das ist ein neues Modell von ihm. Nein, ich glaube, ich bin mit Harrier Dubois ganz zufrieden. Well then, Officer Dubois. The sun reflected in the waves and the skyscrapers rising across the bay is mesmerizing. Your mind clears for a moment as your senses take it all in. Not just the glass skyscrapers, fragile looking in the shimmering air. River Esperance flowing into the bay. Die Glas... Achso, die andere Seite der Bucht. Ah, das ist jetzt natürlich interessant. Wir waren ja jetzt in der... Hier ist ja alles relativ abgefuckt. Aber es scheint halt gegenüber, also zumindest in der Nähe von einer großen Stadt zu liegen. Isn't it strange for this all-powerful thing, the sun, to be so generous towards us? You know, the best time to go out fishing is usually towards sunset, when the water is warmer. The sun also falls on the Capeside tenements and war-torn ruins. An old sea fortress juts out, seemingly impervious to the sheen cast over everything else, shaking you out of your reverie. The sun does little for the dead, and those hopelessly lost in their own minds. Or people living in desert climates with sparse vegetation and little drinking water. Haben Sie Ihr Boot deswegen Sonne getauft? Oh, that was a bit of pride and a bit of superstition. Oh. And a bit of conceptual unity too, it being yellow and all. Konzeptionelle Einheitlichkeit. Jetzt bist du aber, ne? There's salt in the air, and the cries of the gulls and the skuas, grit of the sand and the green glint of broken bottles. But still your gaze always returns to the dazzling streaks of light, wherever. It's bringing us spring, summer. It's entirely on our side, no matter what we do or who we are, for absolutely no reason. It's unlike no other powerful being, certainly no powerful organization or government. How can that be? Nein, wir machen keine lange leidenschaftliche politische Tirade. Ja, irgendwas muss ja auf unserer Seite sein. Das liegt daran, dass sie kein Mensch ist. Menschen lassen einen im Stich. Oh. Who hurt you, Harry? Es passt einfach für den Moment. Do they? Some of them do, but sounds to me like you should choose your allies better, that's all. True. You ought not love ruins and hell, and the fading scent of apricots. Ist es wieder. Maybe some general remarks before you say something big. Work your way up to the cool. Sie haben angelagert, genau. Probieren wir mal. Here we go. Dankeschön. Different approaches to cap this off with style. Die Sonne ist eine gewaltige 5 Milliarden Jahre alte und sie ist eine Göttin. Die Sonne hat einen... Nein, wir gehen den göttlichen Approach. Aye. And a benevolent one. When did you last have one of those on your side? In frühen 20. Well, now you have that giant thing to watch over you. So, to hell with youth. You know, the wind's gonna pick up soon, and I have to go, but... Shing. Have this. The sun's good, but it doesn't stick things. I've no use for it anymore. Bist du sicher, dass Sie das Schwert nicht brauchen? No. Men around here are too drunk to pose a threat to me. Das ist ein Argument. The lieutenant looks at the sword with distrust in his do not bring it into a gunfight, he thinks. Please understand, it's merely ceremonial. Okay. Ich finde, trotzdem ist es eine Art Ritterschlag. Doubt it. But thank you for the company. Sie rechnen nicht damit, dass wir zurückkommen, oder? This is as far as it goes with her.
You'd need to put a year between you and your last drink for anything more. Danke, dass du mir diesen Spaziergang gemacht hast. Farewell. Ach, das war doch sehr wholesome. Ich hatte irgendwas vermutet, das alberner ist, aber ich fand das jetzt sehr, sehr wholesome. Wo ist denn der Säbel? Säbel ist ein Werkzeug wahrscheinlich, ne? Die gehen an, um dich selbst zu beeindrucken. Ah. Süß. Ah. Wir nehmen ihn mal mit. Wir müssen ihn nicht unbedingt anhaben. Das ist tatsächlich interessant, dass alles, was Kampf... Nee, macht alles Bing oder nur das, was kampfrelevant ist? So, dann gehen wir nochmal zum Steg. Dann werde ich gleich einmal kurz 5 Minuten Päuschen zum Austreten machen. Weil wenn das wirklich, sage ich mal, gleich ins Finale mündet, möchte ich nicht mittendrin aufs Klo gehen müssen. An old door worn by elements guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. The door hasn't been opened in a long while. You see a handle. Nicht zu öffnen. Na gut, wenn wir eh nicht wiederkommen. Das ist wahrscheinlich so ein Ding, das schaffen wir nur, wenn wir einen göttlichen Wurf machen. Also so, ich lasse das Ding hier. Sollten wir irgendwann nochmal wiederkommen, dann ja. So, der Jochen schreibt, Päuschen kommt mir auch gelegen. Dann mache ich gleich einen Abstecher in die Küche. Das ist eine gute Idee. So, wir gehen. Können wir uns rüber beamen? Da müssen wir nicht so viel rennen. Ja. Wenn ich jetzt so auf meinen großen Bildschirm gucke, sieht es fast so aus, als würde einen das mehr so reinsaugen. Interesting. The skiff floats on the calm mirror of the sea. Its 2 seats are empty. Once you get in, that's it. One pull of the starter handle, and you're off into the bay. A strange trepidation. Wir haben ja gespeichert. Have you made all the necessary preparations? Remember what the net picker said. It's a small tank. You won't be going back and forth on this. Kümmern sich um den Motorkit, ich halte den Ghetto Blaster. What? Was meinen Sie mit was? Wir sollen mit sonst auf dem Weg zur Insel ZFM mal voller Lautstärke hören. Fine. Let's blast Sad FM then. Wir haben ihn sowas von weich gekocht. Sad FM is a radio station specializing in sad, slow rock songs. You seem to know its frequency by heart. Wir steigen ein und fahren zur Insel. Ich bin sehr gespannt. Wir haben das falsche... Ist egal. Nee, es könnte wirklich der Ghetto Blaster sein. One
The boat comes to a slow stop. The lieutenant turns the engine off. Then there's silence. Sad mofo indeed. Das war eine sehr, sehr stimmungsvolle Szene. Ich war mal so frei, also euch und mich einmal auszublenden. So, das Boot kommt allmählich zu einem Halt. Der Lieutenant schaltet den Motor ab, dann herrscht Stille. In the silence, a sputter of wings. A flock of quails takes off in the distance. Ich finde, wir müssen uns passend ankündigen. Let's go. Gerade überlegt, dafür, dass das mit dem Wasser funktioniert, muss das ja auch teilweise hier Geometrie sein, oder? Hm. Leerflüssige Brücke, Sprengkraft der Bombe hat das Fundament zerstört. Rostete Kette verschwindet im Ocean. The chain trails off into the ocean, connecting the island to the supply depot. Führt zum Versorgungslager in Land's End. Yes, so it seems. Wo die wohl benutzt wurde? For bringing munitions to the island, maybe? And supplies? You could also lock the bay when you raise the chain. As a defensive measure, lock it off that side of the bay. Aber für wen? From enemies. Enemies of the commune of Revachol. This sea fort was a revolutionary fortification, I believe. Okay. Wie sieht es denn mit unserem Konzeptionalismus aus? 65% das große Aufräumen. Hey, wie viel es noch gibt? Ich hätte echt gedacht, dass irgendwie, um das alles zu erforschen, muss das Spiel ja doppelt so lang sein. Oder muss es einfach mehrfach durchspielen? Wir gucken uns erstmal hier oben. Reifen fallen auseinander. Sie sind mindestens 50 Jahre alt. Kommt man nicht weiter? Oder doch? Ne, hier kommt man nicht weiter. Bitte nicht rennen, wir sind noch verletzt. Ah, es scheint es nichts anderes zu geben. Vielleicht muss man auch sehr viel mehr Zeit mit Geldauftrag oder Nacht durchmachen verbringen. Das ist eine gute Frage, aber es ist ja ist es Spielzeit oder ist es interne Zeit? Achtung, entzündlich. Schwer ist aus dem Fass gesickert, schwarz zähflüssig. Ein Hauch von Nassut hängt in der Luft. Gut, deswegen sollte wahrscheinlich die Kinder auch hier nicht mit Feuer spielen. Ich dachte tatsächlich rausgehört zu haben, dass wir gar nicht so untypisch in der Zeit sind. The dry grass crackles under your feet as you stop. Far away, birds' wings touch the still surface of the sea. Ich denke mal halt, wenn man halt wirklich Tag 3 erstmal drin hat, also wenn man auf Tag 3 ist, kann man ja auch in der Hütte draußen übernachten. Ich denke mal, deswegen braucht man braucht gar nicht so viel Geld. Was ist das für ein Flattern? The flock of quail departs, now more than 100 meters away, 102, 105. Unter dem Flattern? On the islet, there is almost no wind, just the light movement of air through the reeds. Bulrushes swaying on the waterline, long dried leaves chafing against each other, like a silent orchestra tuning at the beginning of some major work. Szenerie einer Schiffsaninsel zu einer großen. Seits davon weiter. Air flows out of a pillbox window. There is very little there. The air cossets flowers on a meadow. A silent hiss. Sea air moving through the needles of a pine tree. Im Osten? The faraway roar of the city, distant like today's dream. Before it, the sound of sand. The low tide filtered through its grains,
voraus. A low hum. The air slowly moves through a concrete box, through its ancient slits and cracks, resonating, hollow. A big building. Hinter der Stille. Col de Mamadakwa. Den gibt's wirklich? We are way out now. Way out in the west. Okay, Yes? Ist Ihnen aufgefallen, wie still es ist? Is that why we're stopping? Also, ich muss doch was anderes The lauschen. lieutenant nods in silence. Ich lausche nicht weiter. Okay. Auf dem Fass steht BMI. Du siehst einen mit kleinen Flecken gesprenkelten Stern. Eine kleine Birke aus dem Münzfernrohr. Sie lässt sich nicht unterkriegen. Kommen wir hier hin? Ist ja seltsam. Ich hoffe, dass du nicht abstürzt. Die Klippenwand sieht steil aus. Kommen wir da irgendwie hin? Ich denke mal, wir kommen da maximal raus. Nee, das ist viel zu tief. Da kommen wir nicht hoch. Beziehungsweise runter. Ich denke mal, das ist wie mit dem Feldgebäude. ICM. This feels familiar somehow. Also, das klingt wie die Bürgermiliz. It does. The RCM may descend from the ICM. Okay. It's impossible to say. It was chaos after the war. The name was good for getting people to join us. Revachol West was mostly workers and criminals. Nice political thoughts rush through your neocortex. It's going to be hard to say them. Carrying around all that weight on a busted crutch is making you pant. Sagen, also es sind so Ursprünge in der ruhmreichen Revolutionsarmee liegen. There were all sorts of groups and groupuscules back then. It doesn't really matter. Ein weißer Stern. No. An upside-down star. With its horns in the sky, the symbol of the commune. Die Flecken auch Sterne? That's the uninhabited archipelago. A DeLorean-era symbol of Insulinda, known as the face in the sea. Ah, sieht alt aus. Warum ist es noch hier? After 44 years? That's not nearly enough to hide what happened here, Lieutenant Gefreiter. One of these barrels was still leaking fuel, as you saw. The city is full of things like this. Old bullets, guns, fuel. Okay, was ist denn die BMI? Indian Citizens Militia. It's the official name of the Communards Army. The Black and White Army of the Revolution. Ah, das ist die Rote Armee. Sounds an Wissen wir. Ja, das hatten wir schon. Das hat man schon. So, was ist denn jetzt hier mit? Die Stufen sind weggebrochen. Na gut, dann kommen wir eh nur hier rein. Da verbirgt sich sicherlich noch so viel Lore. Und auch noch so viel Welt. Ich frage mich, ob wir auf eine Art enden, dass es keine Fortsetzung mehr geben kann. Wer weiß. Scary. Dann nehmen wir mal unsere Taschenlampe wieder in die Hand hinein. Ich frage mich wirklich, ob es ein hartes Zeitlimit gibt. Joyce sagt ja an einer Stelle, dass die Söldner uns verfolgen, aber ich glaube tatsächlich, halt dieser Konflikt ist an die Geschichte mit Ruby gebunden. Ach, wir sind hier oben. Okay. Gucken wir erstmal, was hier ist.
Treppe ist eingestürzt. Da kommen wir nicht runter. Okay. Was haben wir hier? Mal gespannt, wer der Feuermann ist. Das war mal eine Geschützhalterung. Zwillingskanonen, mittlere Reichweite, großes Kaliber. Was wir alles wissen. An old cylindrical generator is nested above the ammo lift, with makeshift electrical wiring running out of its side and across the floor. The cables disappear into the wall. To your right, the lieutenant puts his hand on the metal barrel, checking for warmth. It's cold now, but someone has been maintaining it. The wiring has been repaired. Und für die Kabel. Somewhere? What is it for a Generator? Liquid carbon. I would imagine it takes mazout. Deswegen raucht es auch nach Masut, was auch immer das sein mag. The kind that's favored by vagrants and fuel thieves. It's been a long winter, long and cold. If anyone stayed here, they'd need a generator. A hollow ring. The canister is empty. Dust falls from the generator and down into the ammo lift. Okay, da hat jemand keinen Treibstoff mehr. I don't know. I'm not a philosopher. Ja. That is his idea of a joke. Aber ich sage, dass das Universum aus Materie besteht. Vergiss nicht, dass du verletzt bist. Agony. Minuscule bones may have fractured, but it proves the point. Harry, bleib einfach wie du bist. He nods approvingly. He even smiles. Da haben wir gleich die Strafe gekriegt. Okay. Someone with basic electrical skills has restored it in order to keep the room warm. Maybe it's the fire guy. Ich denke immer, er ist Pokémon-Trainer mit diesem Abzeichen. The wind outside picks up suddenly, with a faint howl inside. Okay. Bent metal, broken glass. Your path lies strewn with the broken forms of everyday objects. You are the destroyer, the bane of inanimate matter. Bin ich? Erblicke mich Zeug und verzweifle. Kudos. Anti-Objekt-Einsatzkommando? What the fuck? Schau dir deine Hände an. Siehst du, wie viele blaue Flecken du hast? Siehst du die kleinen Narben? Das ist Beweisstück A. Die materielle Welt hält dich zurück. Behälter, Briefkastentüre, Türen, Stühle. Sie sind alle deine Feinde. Schon immer. Sogar die Atome sind Teil der Verschwörung, weil sie Formen und Strukturen ergeben, die du hast. Du bist Energie, die in deinem Körper feststeckt. Du bist ein Geist, der in Materie gefangen ist. Befreie dich. Verprügle die Straßenlaterne. Lass sie wissen, wie ätzend du Objekte findest. Was zur Hölle sollte das bringen? Ich mag den Umriss. Wir sind nur ein Mantel mit Energie drin. Der unsichtbare Mann. Wir erforschen jetzt eins zu Ende. Vielleicht schaffen wir das noch bis zum Ende des Spiels. Bücher größtenteils Fantastik und historische Geschichten. Wer bist du, Feuertyp? Soßenrest, improvisierte Feldküche. Aha. There's a greasy old spring mattress in the corner, resting on piles of soft cover books. White linen and a pillow are visible under a worn-out caracal blanket. Okay. Someone has been squatting here. The linen is fresh, recently washed. Stolz auf sie. Das hat er gerade gesagt. You force the rest of the sentence out through pain, thick as molasses, no longer able to hear yourself speak. You know, officer, you can rest here if you are feeling tired. I will keep watch. You could use some rest for what's ahead. Wir haben nochmal die Möglichkeit, vor dem Endkampf zu schlafen. Yes, anytime. If you need a rest later, it's okay by me. You don't have to be a hero. Aber danke, Kim.
Kerzen. Aha, hat sich's gemütlich gemacht. Aber wer? And magazines lie scattered on the floor and on a makeshift cupboard. Most are soft covers, serialized fantastique and detective stories from the 20s and 30s. This disparate digest includes the classic Animal Adventures. Animal Adventures? Popular depictions of man versus nature by amateur naturalists T&T Harpin, husband and wife. Widely read by people from all walks of life. Who doesn't like nature? Who doesn't want to survive? Ah. Heute gibt's das auf YouTube. Wie hieß das? Seven vs. Wild. Und da sind's halt Bücher. Among what is mostly commercial fiction and serialized stories, you find a magazine cathodique for electrical engineering. Then it's back to pulp. Light erotica, an international thriller about circuit benders. Circuit Bender. Wahrscheinlich Hacker? Someone's made themselves a home. Weißt du, für Konzeptbildung. Vielleicht haben wir Glück. Oh yes, under the bed, there is a rather extensive collection of critical theory, that is, dour, life non-affirming left-wing literature, published by small imprints such as Abattoir Firm and Ouzia. It's not exactly like reading. Schauen Sie mal, schlagkräftige kommunistische Theorie, schlüssig und wahrheitsgetreu. Ouzia. I agree. Humanitarian sciences. It stands out. Not a lot of critical theory around in Ravachol West. Your incendiary remark has failed to provoke him. No. Wasn't there some in the communist student's room? Well, yes. That one student did. The little books seem inconsequential next to the big pile of frivolous entertainment covering them. Vielleicht sind hier Kommunisten. Again, I am not a philosopher, but whoever has lived here, they have some education and a certain set of interests. Leben wir hier. Interesting. Das ist wahrscheinlich Zufall. Soft covers, serial. Unser festes Bettlaken schützt vor dem Wind. Das ist ein Fallenshirt, Error. Haben wir ein komplettes Fallenset inzwischen? Ich denke so langsam. +1. Suggestion. Ich mache mal ganz kurz einen Klamottenausgleich. Wir sehen noch etwas unausgewogen aus. Ich mochte unser Detective Outfit. Also unser klassisches, also Detective im Sinne von Privatdetektiv Outfit. Ein Winterschal aus Armeeüberschüssen. Also eine Army-Person. Das ist krass Massow, ne? Würde ich sagen. Krass Massow. Was haben wir noch Feines? Magnesium, lecker. Geld, noch mehr Magnesium. What is this? Riesige Schutzschirm muss mehr als 10 Tonnen wiegen. Ausblättert von der Arbeit. Das war da sind wir reingekommen. Dann geht's mal weiter. You see a small metal door nested inside a larger one. A heavy steel blast door. There is a conventional keyhole above the handle. It's very small. Was befindet sich auf der anderen Seite? Another part of the island, probably. The lock looks like it could still be usable. Und wie bekomme ich die Tür auf? Maybe this is one of the doors we don't open. Begutachtet die Tür, dann ihre größere Schwester, dann das Schloss. He's right. It would be better to open its big brother. A powerful engine hangs under the ceiling. It must control the blast door. Öffnen die große Tür. Sehen Sie irgendwo eine Steuervorrichtung? I think there's a console just southeast.
Let's look around. Getting the blast door open seems like the best plan. Okay. Ruhe dich im Flakturm aus. Wir sollen uns nochmal ausruhen. Aber wenn wir es machen sollen, dann machen wir es auch, oder? Ja, komm, dann machen wir es. The greasy old spring mat. The offer still stands. Take it. You don't look so good. Ja, okay. You face the concrete wall. There's less light there, in the dark corner. Like a dog, you lie there. The blanket feels cold. The entire room does. Concrete and cold. Minutes pass. Half an hour, maybe. The sounds of the sea beyond grow distant. Your eyelids close until you feel yourself standing up in the darkness, right next to the mattress. Slowly, the world begins to hatch from the blackness. It's evening. Oh. Sleep. Schlaf gut? Ich glaube, Schlaf ist gut. Bisschen Schlaf muss sein. Kim. Tent ist nicht mehr da. Geh nach draußen zum Strand. Interessant, dass die Taschenlampe, ist mir gar nicht so aufgefallen, dass die auch God Rays hat. Volumetrisches Licht. Ganz schön fancy eigentlich für die Art von Engine. Mal gucken, ob wir jetzt wieder rennen dürfen. Geht's hier nicht zum Strand? Ich dachte, das wäre die Tür zum Strand. Die Tür ist noch da. Müsste hier nicht ein Türzeichen sein? So wie die Rays hier umgesetzt sind, das glaube ich ja. Das wird wahrscheinlich einfach irgendwie ein paar transparente Bitmaps sein oder eine transparente Bitmap. Das könnte auch tatsächlich nur irgendwie irgendwas Flaches sein. So, hier kommen wir durch. Oder? Nicht? Warum kommen wir hier nicht durch? Die Tür war doch hier. Bin ich doof? Wir sind doch hier reingekommen. Moment. Ich wundert halt. Seht ihr hier? Hier ist die Tür, aber sie wird nicht angezeigt. Aber nicht fertig spiel. Gut, dass ich vorgespeichert habe. Was anderes kann ich nicht machen. Also ich hämmer hier auf die Tab-Taste und tatsächlich sind hier keine Interaktionspunkte, die mir angezeigt werden. Siehst du hier? Die Animationsdinger sind weg. Das ist aber ein Fehler. Was ist da? Oder extra? Das könnte natürlich sein, dass das jetzt so ein Treppe runter jetzt möglich. Nee, das ist ein Fehler. Das wäre natürlich ein mega Meter. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ein Fehler ist. Bin ich jetzt hier runter? Nee. Das wäre halt so. Das müsste ja tatsächlich die
in der Engine dann vorgesehen sein, dass man das ausschaltet. Ich glaube, habe ich die Animationspunkte aus Versehen ausgeschaltet, die Interaktionspunkte ausgeschaltet. Tutorial für Detective-Modus. Plötzlich das Spiel. Ich glaube, das hat, oder? Ach, ich habe noch gar nicht die Twitch-Integration. Das ist jetzt ein bisschen spät, um die Twitch-Integration auszuprobieren, oder? Enter Twitch-Token. Ich mache es auf den letzten Meter nochmal. Wie finde ich denn meinen Twitch-Token raus? Den darf ich euch nicht zeigen, oder? Twitch-Token. So. Twitch-Stream-Key finden. So, Twitch-Webseite. Kopieren. Okay, ich blende euch mal kurz aus. Invalid Twitch Token. Dann löschen wir den nochmal. Error Invalid Twitch Token. Okay. Funktioniert nicht. Ich glaube tatsächlich, wir haben das Spiel irgendwie ein bisschen gekillt. Ich lade es nochmal neu. Bisschen schade. Achso, ob da ein Bug ist? Okay. Disco Elysium. Sleep. Sea Fortress? Sea Fortress. Bug after sleeping on island. So, same bug. It's a bug. Try reloading. It's a bug. Bug. Okay, scheint Bugs in der Szene zu geben. So, hier funktioniert es noch. The greasy old spring mattress lies. The offer still stands. Kleines Nickerchen. Face the concrete wall. There's less light there in the dark corner. The blanket feels cold. The entire room does. Concrete and cold. Minutes pass. Half an hour maybe. The sounds of the sea beyond. You feel yourself standing up in the darkness, right next to the mattress. Slowly, the world begins to hatch from sleep. Also es steht halt nicht konkret das hier, aber es steht, dass halt, dass hier halt Bugs sind. Jetzt habe ich mich tatsächlich ein bisschen gespoilert. Da stand, dass man von Dolores Day träumen kann. Jetzt ärgere ich mich wieder ein bisschen. Mutant ist nicht mehr da. Und wieder sind die Interaktionsdinger weg. Okay. Probieren wir mal. Disco, Elysium, Sea Fortress, Kent, Bug.
Da ist doch ein Punkt. Ja, aber wir müssen ja hier raus. Wir sollen ja wieder zum Strand. Odd text movement is disabled. Still not fixed. Irgendwas stimmt nicht. Weil hier müsste eigentlich, wenn ich auf Tab haue, müsste eigentlich dieses Ding hier auftauchen. Aber hier ist halt gar nichts. Also dieser Umriss. Oh, ich hoffe echt nicht, dass das verpflichtend ist. Weil dann haben wir nämlich ein Problem. Gucken wir mal. Ich guck mal. Also ich guck mal einfach, was man hier machen kann. You need a gas canister. This bunker also contains the less firing. Okay. The greasy old spring. The offer still stands. Okay. Gehen nochmal raus. Und hoffen, wenn er die Szene das nächste Mal lädt, dass alles viel besser ist. Man kann tatsächlich die Traumsequenz später noch triggern. Oh. Kannst das Steuerpult und die Schutztür erkennen. Aber wo kriege ich den Kanister? Bisschen rennen ist doch okay, oder? Komme ich hier noch lang? The skiff is swaying on the waves, but nee, das ist ja eher Kacke, zurückzufahren. Ich verwirrt ein bisschen, dass wir da nicht lang können. Wissen wir vielleicht noch nicht, dass wir den brauchen? Hier kommen wir auch nicht weiter, ne? Nee. Das ist der einzige Weg. Na, da hinten ging es noch lang, glaube ich. Das probieren wir gleich nochmal. Wir probieren erstmal das Steuerpult aus. this old cylindrical generator waits with its fuel cap open. Makeshift electrical wiring runs out of its side and across the floor.
Achso, da muss ja der Steuerpult ja auch irgendwo anders sein, ne? Jetzt bin ich gespannt. Ich fühle mich doof. Green paint flicks off the monoblock. There are rows of switches on the front panel. Wahrscheinlich wäre ich da auch rausgekommen. And even a keyboard. Habt ihr das gesehen, dass da ein Weg ist? The keys rattle like teeth. This keyboard hasn't been functional in decades. The console of an antique computation device. A generator upstairs with wires coming out. They terminate here. Urgence, ouvert, allumé, radiodiffusé. Sounds like this device was used to control the electronics here. Maybe it still does. This device was used to control the electronics in the room. It could open doors, control lights, function as a radio computer. Drückst die Taste Licht. Nothing happens. Notöffnung. We need to restore power before using this, officer. The generator, it didn't look like there was fuel in it. We should look around outside. There are barrels all over. Maybe one of them still has something in it. The boat engine. Wenn es nicht klappt, können wir zum Festland zurück und dort was besorgen? My kinema. I don't want to do that. Let's just look around. The consul stands by, mutely. Urgence, ouvert, reads a dial. The dial slides under the glass. Silently, you make out defunct stations on the UKV frequency. The words, Feld Insular, are written on the band. Insular. This is an off-air radio computer, I believe, used for military communications. Oh. It's an air-gapped system, an off-air military model. Its circuits are nearly impossible to bend, i.e., it cannot be remote-controlled. Ah. Was ist hier? Kommen wir hier raus? Nee. Nee. Ah, doch, hier kommen wir. Ich bin heute auch blind auf Augen, ne? Schade, du kannst nicht durchblicken. Versucht gleich nochmal rauszufinden, warum wir keinen Traum gekriegt haben. Ein Volltreffer kann so großen Schaden verursachen. Die entfernten Geräusche von Frachtschiffen, Hornsignale schallen über das Wasser. So, wir brauchen einen Eimer, mein Freund. Schilf, ich seltsam hin und her. Ach, nee, da ist nichts. Vielleicht finden wir den Phasmiden noch. Das wäre geil auch. Sei es nackt unter deinen Füßen. Hüte dich davor einzubrechen. Vielen Dank, Jochen. Die Art von Interaktion brauchen wir nicht. So, was haben wir hier? A strange feeling looking at the water. Maybe you should just wander off into the sea. Leave it all and walk in. No. With a bottle in your hand.
Oh, es ist kalt. Cold and still. But love is warm, like the inside of her mouth. Yes, 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 yes. Nope. No. We're not starting with that. Not now. Not this time. Nein, genug Suizidalität für einen Run. Wir haben dringendere Themen. Zum Beispiel, wo kriegen wir einen passenden mehr? Oh, mich beschleicht gerade ein Gedanke. Vielleicht hat der Jochen nämlich vorhin recht gehabt. Das muss ich jetzt ausprobieren. Jetzt lässt mir jetzt keine Ruhe. Aber wenn wir nämlich da unten rausgehen sollten und wir jetzt gerade nur zu doof waren dazu, beziehungsweise ich. Unten rauscht das Wasser sehr weit unten. Ja, witzigerweise es wurden zwar Bugs erwähnt, aber halt nicht genau dieser Bug. Mal gucken. The greasy old spring mattress lies. The offer still stands. You face the concrete wall. Probier's There's nochmal. light there in the dark corner. Like a dog you lie there. The blanket feels cold. The entire room does. Concrete and cold. Minutes pass. Half an hour maybe. The sounds of the sea beyond grow distant. Your eyelids close until you feel yourself standing up in the darkness, right next to the mattress. Slowly, the world begins to hatch from the blackness. It's evening. Sleep. Schauen wir mal. Versucht macht klug. Komm mit Freund. Putsch. Tent ist nicht mehr da. Geht draußen zum Strand. Ich gehe draußen zum Strand. Die Tür ist nämlich auf. Ja, der Jochen könnte noch recht gehabt haben. Gucken wir mal. Was passiert. Die Tür ist noch da. War geschlossen. Irgendwas stimmt nicht. Du kommst nicht wieder zurück. Interesting musics. What is happening? Geh die Kette entlang. Dort ist was. Kette. Los jetzt, lauf ins Wasser hinein. Du siehst ihre Fußspuren auf dem Wasser. Und wir laufen auf dem Wasser. Okay. Dolores Day, the innocence of humanism, internationalism, and the welfare state turns around to face you. She has an airship airbag in her hand. She seems to be in a hurry. Okay, don't say you need to talk right away. Melt the ice first. This way you're already talking. But you don't even want to talk to her. She would only be cold and mean. Let her go. Ein bisschen reden. Let her go.
This is the Holy Queen of the territories of Mwindi and Insulinda. Think of the historic knowledge we could glean. This is a once-in-a-lifetime opportunity to win her back. Ich bin immer noch verwirrt. Weil... Was? Ich meine im Endeffekt, ja. Klar, historische Figur, aber auch gleichzeitig unsere Frau. Hallo? Hey. Entschuldigung, ich hätte dich nicht belästigen sollen. Yes. Oh, I mean no. But I am in a hurry. Stimmt was. Ne? Sorry. I was heading to the aerodrome. I just don't have time to... She means she doesn't have time to tend to your emotions. Es ist keine Zeit, dich um meine Gefühle zu kümmern. She sighs and looks over her shoulder. What are you doing? Stop saying things like that. Wo geht's hin? I'm going to Morova. To live there, in Grad. It's 1 million kilometers away, Harry. Might as well be another lifetime. Ich war mit Dolores Day zusammen, aber das ist 300 Jahre her. Just my scepter, my globe cruciger, a spare silk gown, a toothbrush, travel documents, the crown of immortality. Trägst du nicht bereits eine? Oh, this. This is just a wreath. The crown of immortality is made of rarefied light, mana and raw palladium. It was passed on to me by the rulers of late antiquity. What? She looks at the suitcase, not knowing what more to say. Then, silence. Her nuptial gown flows in the wind, wraps around her holy body. Anyway. Deine Haut ist erhaben und No, sonst. Harry. It's just regular skin. I'm not as beautiful as you always thought I was. Let's not get... It's okay. Kannst ein bisschen... No, Harry. No. I don't want a massive, epic showdown. I want to go to the aerodrome. I have tickets for the 10:20 flight to Morova. Really, we don't have anything to talk about anymore. Every combination of words has been played out. The atoms don't form us anymore. Us. Our love. Our unborn daughters. Also waren sie in einer anderen Variante der Realität zusammen? It's all gone. I have to go to the aerodrome. I have to leave Ravachol and you. And you have to be alone. In hell. Forever. That's just the way it is. Ich traue dem Spiel wirklich zu, dass halt alles, was wir gespielt haben, halt in der Hölle spielt. Also, aber warum ist Kim dann da? Ist er ein Engel? Oh God, whatever you do, don't try to kiss her yet. Not after that. You're still reeling. You'll fall over if you try it now. I don't want it. It looks expensive. I don't want it. That's not what figurines do, Harry. Dann sind die Figuren ja nutzlos. The headless found rider. The figurines don't do anything? Anything at all. But I thought the historic figure, she... Yes, I thought it would be good. A form of communication where words have failed. Yes, it was a good idea. But she felt obliged by the headless found rider to give you things in return. Things she no longer wants to give you. So she refused. That's how it goes. Your figurine rider idea was naive. Harry, I don't want things. I didn't ask for things. It's too late to give me anything. I would have liked the headless fallen rider back then. No.
With your feet trembling from the steps you took, tepid and fearful, you stand against her body close to you, radiating warmth. With your eyes closed, you move your lips on her mouth. Jetzt bin ich gespannt. She is not kissing you back. Ich hatte doch Erfolg. This was not about failure or success. This was always going to be horror. I should not have suggested it, and you should not have listened to me. A delicate wreath on her forehead, pressing into your temple. The silver is cold from the spring evening air. The moment is ending. She is going to move her face away from yours. Harry, you need to let it go. Trying hard not to look at you. When she with brother, you should put me in front of a firing squad. I have no words for how I failed you. Das war's dann wohl. No, Harry. Not yet. There is one more thing you have to see. Kleid von ihrer Brust hinab auf ihren Bauch. Sie lächelt. I'm pregnant. Ist der Mann, der nicht an der Vater? Yes. He did it. I terminated yours. Don't you remember, you poor fuck? You poverty-stricken fuck. Now, go ahead. Ask me more questions. Let's talk about something else. No, this has to end. Do the last one. More questions. Ask more. So sollten sich die Dinge nicht entwickeln. It's not. But dass noch etwas Gutes I kommt. don't know why I said but. There is no but. Das war's? That's it, yes. We've talked about it a million times. You will get over it, just like I did. People do. Things will get good for you again. Where in hell? Stop. You're only making it worse for him. You never help with anything. Vielleicht. Wir sollten uns wirklich gedanklich lösen. Und wir sollten nicht so sehr auf unsere Guides hören. Ich glaube, also das scheint ein Muster zu sein. Immer wenn es irgendwas mit Beziehungen zu tun hat, sind sie nicht sonderlich zuverlässig. See? It just takes some time. For you, I think it'll take something like 20 years, maybe. It was hard for me too. I used to think I couldn't live without you. Seht ihr direkt in die Augen. Ihre Iris sind hellblau mit grünen Punkten. But I can. Sind ja auch irgendwie da gelandet, wo wir gelandet sind, ja. Das ist so viel Zeit. It only took me 1 year, maybe 2. Phew. So hast du dich also früher gefühlt? Yes. But that time is gone now. So very gone. Ich meine, so jung wie sie aussieht hier. Vielleicht ist es tatsächlich schon so lange her. Vielleicht sind schon 20 Jahre um. Ich meine, mal ganz ehrlich, er soll ja irgendwie 50 sein, so rum. What other things? We've been through all the things, Harry. I have to, Harry. Really, I've already missed the 8:30. I was wrong. You don't have power over her anymore. You shouldn't have said that. I am wrong about everything. You should go on without me. Okay.
Ich verstehe. Nein, wir müssen das jetzt durchziehen. Trennungen sind hart, aber wir müssen das jetzt durchziehen. No, you don't. You're just being a martyr. And I'm really going now. Werden wir uns hier wiedersehen? I won't see you, but you will see me. Und wie soll das funktionieren? Oh, Harry. This is a dream. Can't you see? I'm already in Morova by now. Who knows how long ago this happened? A year? 2? 5 years ago? Vielleicht sogar 20? Right here, tomorrow night. Once this dream starts happening, it keeps happening. 3 times a week, at least. And Harry, it really, really looks like it started happening again. There's the video rental. I'm suffocatingly beautiful. And young. And I smell of tutti-frutti chewing gum. Like I did that time when I asked you for forgiveness. After leaving you the first time. Ja, das ist unerträglich schlimm. Oh yes, this is real darkness. It's not death or war or child molestation. Real darkness has love for a face. The first death is in the heart, Harry. Das ist irgendwie ganz schön brutal. See you tomorrow. Also ich glaube, den Traum, wo ich mich jedes Mal wieder von meiner Liebe trenne, möchte ich tatsächlich nicht haben. Warum ist dieses Spiel so fucking weise? Das gehört sich nicht. You're up quick. How was your sleep? Träumen Leute das wirklich? Also ich glaube, so 1:1 glaube ich nicht. Weil Träume sind ja Geschichten. Das ist ja, ich werde ja nicht müde zu erzählen. Traumdeutung ist eigentlich Geschichtenanalyse. Wie nennt man das in der Schule? Gedichtanalyse? Keine Ahnung. Weil wer kann einen Traum besser deuten als einer selbst? Weil man hat ja selber die Symbolik erschaffen, bla 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 bla. Aber ich denke, so in irgendeiner Form diesen Punkt der Trennung, also jetzt nicht 1:1, hallo, wir waren da und haben uns genauso getrennt, sondern halt einfach nur dieser Punkt, wir träumen, wir wären noch zusammen und müssen uns trennen. Ich glaube, also mir ist es noch nicht passiert, aber ich glaube, Leute träumen das. Ich meine, man kann ja 3 Milliarden Varianten davon erzählen. Irgendwie halt so auch dieses Ding so, er glaubt, dass er sie retten muss im Traum, aber in Wahrheit will sie weg, schräg, im Traum sterben, keine Ahnung, oder halt er verarbeitet irgendwie seine Gefühle in 100 Milliarden Geschichten. Ich meine, wenn es genug Geschichten auf der Welt gibt, dann sind es Love Stories. So. Ehrlich gesagt war es ein völliger Albtraum, Kim. I did not want to wake you. Perhaps I should have? Was it a job dream? Ja, extra. The lieutenant nods solemnly. I understand. We've all been through similar things. It can. So sieht's nämlich aus. Irgendwann kommt man drüber hinweg. Du spuckst es, spuckst und machst hier ein bisschen knallhart, ja. Okay. He's still worried. You must have really thrashed and squealed in your sleep. Ja. So, jetzt ist halt die Frage. Wir brauchen einen Eimer, ne? Haben wir den Eimer gefunden? Haben wir einen Eimer? Und ich mag wirklich, dass sie halt auch diese Rollenspielmechanik ein bisschen aufs Korn genommen haben.
Manche Sachen lassen sich halt auch mit einer glücklichen Würfelprobe nicht reparieren. Dann schauen wir mal. Was ist ausgelaufen? Es ist beinahe leer. Du musst dich anderswo umsehen. The skiff is swaying on the waves. So, müssen wir vielleicht das Gespräch erstmal triggern? Da ist das Spiel ja manchmal ein bisschen picky. Was steht in unserer Aufgabenliste? Finde Schweröl. Auf der Insel könnte Schweröl versteckt sein. Weil das macht halt Sinn, dass wir das aus dem Boot nehmen, damit wir halt eben nicht zurückfahren. Makes very senseful. So, wir müssen, glaube ich, da unten wieder hin. Was war das? Hatten wir das schon angesprochen? Warte mal, vielleicht brauchen wir das. Also durch die andere Tür. Oh, hat wir doch genommen. Oh. Nehmen wir. Ach, war das vor dem Speicherstand? You see a small metal door inside a larger one. A heavy steel glass door. There is another part of the island, probably. Maybe this is one of the doors we... He's right. It would be better to... Yeah, on the console just southeast of here. Remember? Warum haben wir die Quest jetzt nochmal gekriegt? Seems like the best plan. Ach so, das sind getrennte Quests. Ja gut. Fuel, generator, console. That's our best chance. Okay. Gut. So, da gucken wir mal. The console is powered off and... Possibly. Urgence, ouvert. Ah ja, das fehlte uns. Radiodiffusé. It sounds like this device was used to control the electronics here. Maybe it still does. This device was used to control the electronics in the room. It could open doors, control lights, function as the dial. Insular. No, ich muss... System. Electrical devices do not work without electricity. We need... Okay. Durch die andere Tür. Kommen wir hier auch lang? Nein. Hallo Jörg, ich grüße dich. Einen schönen guten Abend. Können wir auch übers Wasser gehen? Nein. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Dass wir tatsächlich keine Option haben, das Öl abzuzapfen. Ach, dem Jochen wird guten Abend gewünscht, aber mir nicht, ne? Das haben wir ja wieder gerne. Das haben wir gerne. Ignoriere mich einfach. Oh, was ist das? Ah, da können wir noch Zeug nehmen.
Der erste war doch für dich. Ach so, ja, dann alles gut. Dann habe ich mich auch nicht beschwert. This old cylindrical generator waits with its fuel cap open. Makeshift electrical wiring runs out of... I don't know. That is his idea of a joke. Someone who is basic electrical. The wind outside picks up. Wo kriegen wir den Fuel for the Generator her? So, der nördliche Strand ist gelockt, genau so. The canister is located outside in a small ruined bunker up the eastern beach. Exit is to the southeast of the flagtor. Es klingt aber so südöstlich. Osten ist da und Süden ist da. Also südöstlich, das ist doch da unten. Jetzt machen sie es aber auch kompliziert auf die letzten Meter, ne? Dann schauen wir mal, wo sie den versteckt haben. Vielleicht hier? Ah, Leute, ihr könnt das doch nicht so kompliziert machen. Der Schmerz im Becken lässt sich zusammenzucken, dann läufst du weiter. Ja, wir rennen ein bisschen weniger. Alles gut. Jetzt wissen wir ja, wo es weitergeht. Ey, wenn ich jetzt... Schönes Wochenende bisschen... Ja. Kannst du nicht runterspringen und dir ein paar Knochen zu brechen. Bis jetzt ganz gechillt. Ich wollte ja eigentlich für meinen Stream ein bisschen, wie heißen die Dinger noch, so Akustikschaum an die Wand machen. Ich habe auch welchen gekauft, aber im Endeffekt habe ich mir keine Gedanken gemacht, wie klebe ich ihn überhaupt an die Wand. Dieser Powerstrips funktionieren nicht. Eine ausgeglichene Artilleriekarte, in der die Koordinaten in der Bucht von River Scholl markiert sind. Oh. Drohamie, super. Und hier ist der Kanister. There's a rain-soaked mattress on a concrete slab, only half covered by the crumbling roof. At the head of it, double embrasures, firing slits like two eyes in the wall. B triple prime. This looks like a good place to... Tapete ist der Untergrund, ja. Ich habe kurz vor dem Stream noch mal ein bisschen gegoogelt und da empfehlen die Leute einfach ein bisschen Silikon zu nehmen. Weil ich kann es halt nicht mit doppelseitigem Klebeband machen. Danach muss ich die neu tapezieren. So, B triple Dings. Das sieht ja wie eine gute Schussposition aus. A single-person mattress, modern, civilian use. Brand name, Marjorie. There's a fuel stain on the cover, along with cigarette burns. And an empty can of beans on the ground next to it, filled to the brim with cigarette butts. The silhouette of a tobacco picker adorns the paper filter. The brand, Tio Moteri. Contemporary Rivasholians prefer Druan, a local blend from the southern islands, or Astra, the legendary cigarette from Grad. Tio Moteri is favored by Silikon, Acryl, ja, geht auch. its paper filter tips, sweet smell, and added tar. Hauptsache es klebt, ich meine. Die Dinger, die wiegen ja nichts, ne? Es ist zwar, groß, viel Masse, nicht viel Masse, viel Fläche, aber es ist ja nur aufgeschäumtes Nix. So, die haben wir auch in Land's End gefunden, erinnern Sie sich? I may have been wrong when I said it wasn't important. This means the same person could have visited both locations.
Ob das wieder rückstandslos weg ist, keine Ahnung. Ja, ich brauche ja nur Punkte, ne? Also halt, ich dachte jetzt an 4 Klebepunkte und wie gesagt, es wiegt ja nichts. I didn't see any signs of smoking inside, though. If people live there, they keep it tidy. This here may also be a smoking spot. There's a firing slit in the wall in front of you, like a little window. Da fassen wir mal den Beton an. Quite old and grimy, from years without cleaning by anything other than the rain. Und das Loch? The springs screech as you lean on the mattress and crane your neck to look out. Trepidation, a tingling feeling in your stomach. A small piece of Martinez coastline opens up in the square in front of you, like a tiny landscape painting. 1 kilometer across the water. The ruins look familiar. A towering skyscraper, its top floors shaved off by artillery fire. Capeside apartments. Rue de Saint-Ghislain, 33A and 33B. Okay. A towering skyscraper, its top... Achso, das hatten wir schon. The red chimney and collapsed back of the 4-story tenement in front of the whirling in rags. Rue de Saint-Ghislain, 10. The doomed commercial area. Und dazwischen? The box-shaped silhouette of the whirling in rags. Its sloped roof, a tiny fleck of light catches your eye on the rooftop. Sunlight reflecting off the upstairs window of Clausia's room. Da ist es. Bam. Line of sight to the window? More than that. Okay, mit dem Fernglas könnte ich in das Zimmer hineinsehen. A pair of binoculars? Or a scope of a rifle? You'd be prone, lying on a mattress, barrel resting on the embrasure. Cheek against the cheek rest, hand on the hair trigger, on a calm day like this. Ich könnte das schaffen, ich könnte den Schuss hinbekommen. I think we have it, Detective. The origin of the shot. This is the sniper's nest. Nice. Affirmative. Lieber später als nie. Nothing pointed here. Many leads pointed elsewhere. 6 Menschen sind tot, das hätte mir verhindert. Don't beat yourself up, officer. We did not put guns in their hands or get them drunk. Puh. The lieutenant pauses. Regret comes over him. We will make up for it. Here. Oh. I feel it. Das schreibt er, die Nägel sollten eigentlich auch gehen. Ja, also entweder als Stütze unten und oben sozusagen, um das Ganze einzufassen. Ich guck mal, vielleicht nehme ich auch irgendwie solche Haken oder Nägel, irgendwie so. Und das kann man nachher einfach übermalen und dann ist alles wieder gut. Where? Könnte der Schütze noch hier sein? Auf dieser Insel. He does not answer, just nods. With his back hunched, he looks around once more and says, "We should move now." Yep. Okay, kann man hier noch was machen? There's a rain-soaked mattress on a concrete slab. Hallo Klasper, der freundliche Gleist ist da. Double embrasures, firing slits like 2 eyes. B triple prime. This looks like... Ich sage gleich mal vorab Spoiler-Alarm, weil ich glaube, wir nähern uns dem Finale von Disco Elysium mit großen Schritten. Mit ein bisschen Glück. Schüsse einen Blick in deinen Rücken. Jemand beobachtet dich, aber du weißt nicht von wo aus. Klasper, beobachtest du mich? Weil mit ein bisschen Glück schaffen wir es heute Abend noch durch. Das wäre richtig nice. So, ich versuche mal nicht so viel zu rennen. Damit uns unsere alte Schussverletzung nicht ärgert. Ich fühle mich gerade sehr beobachtet von allen von euch. Aber ich glaube, das ist auch korrekt. Na komm, wir rennen wieder. Wir haben noch keine Zeit. Da muss der Harry Dubois jetzt durch.
So, wir haben eine Menge Fertigkeitspunkte schon wieder gesammelt die letzte Zeit. Sollten die mal investieren. Aber wenn ich jetzt irgendwie wüsste, was natürlich für die Confrontation gebraucht wird. Verrückt. Verrückte Kiste. Schicken Hut hat er da. Ja, ich habe mal gedacht, ich mache so ein bisschen Detective-Outfit. Die verschiedenen Kleidungsstücke geben ja Fertigkeitspunkte. Aber ich dachte halt, für die Zwischenzeit machen wir ein bisschen halt so ich weiß nicht, ich habe es mal Neo-Cyber-Detective genannt, aber wir haben ja hier diese Keramikrüstungsteile, hier diesen klassischen Trenchcoat, aber halt auch so eine Krawatte mit so einem mystischen Zeichen. Das ist ein interessanter Mix. Ich versuche es ja nicht ganz so auf Werte zu spielen. Aber manchmal braucht man es halt, wenn man echt knappe Chancen würfeln muss. So, dann gucken wir mal. Es ist immer noch etwas Öl. Ach, da ist noch Öl drin? Sehr buddhistisch. You want to be one with everything. Ich dachte mal, das wäre der buddhistische Döner. Eins mit allem. So, na, gucken wir mal. Hier gibt es kein Öl. Vielleicht reicht der Restöl ja. Aber mit alles und scharf. This old cylindrical generator waits with its fuel cap open. Makeshift electrical wiring runs out of its side and across the floor. Ah, nice. Dann schütten wir mal das Schwert in den Tank. Ich hätte jetzt echt gedacht, wir müssen abzapfen. The lieutenant assists you, holding the canister up to the fuel tank as you tilt. Dark brown, viscous fluid pours out, and the room fills with a chemical smell. There's a red starter switch on the side of the cylinder and a start rope on the other side. Los geht's. The recoil start wakes the old generator up. The machine sputters like an old warhorse before settling down to a rattle. Ich versuche die klassischen Sprüche abzuhören, wie damals beim Monkey Island. Da sind die Schwertkampfsprüche auch anders gegen den Meister. Ah, das stimmt. Soll ich dich sonst zum Lachen bringen? Muss doch der sein, der euch zum Lachen bringt. Ich dachte, so rum geht das beim Stream. Der Chat ist ja nicht da, um mich zu unterhalten. Ich bin da, um euch zu unterhalten. Also, ich werde gerne unterhalten, so ist es ja nicht, ne? Animates the console. Faint, like a ghost light. It's on. Turn emergency open. Automatic boot. Ja. The blast door opens with a series of clicks. A shaft of light appears, then widens as the light. Bin so gespannt. Gott, wer mag nur dahinter sein? Haben wir irgendeine Ahnung, wer dahinter ist? Also außer der Schütze? After you. So, vorhin, als wir durch den Sand gelaufen sind, habe ich mich beobachtet gefühlt. So did I. Not back there, but I felt it since we came here. Was ist, wenn wir nochmal in einen Kampf verwickelt werden? Don't worry. I have a gun. Ich habe auch eine Waffe. It was not easy to acquire. Ja, das war eine eigene Quest. I don't know.
Ich frage mich, ob es generell möglich ist, ohne Waffe durchzuspielen. Oder ob es vielleicht sogar eine gute Idee ist. Aber es wird ja so häufig angedeutet, dass Harry keine Waffe haben sollte. Erstmal speichern. Sichern ist sicherer. Na, gucken wir mal. Das große Aufräumen. Haben wir fast gelöst. Noch 42 Minuten. Ja gut. Das werden wir wohl nicht mehr schaffen. Aber egal. So viel Zeug, das wir nicht erforschen konnten. Die Litanei von Kontakt Mirko. Pff. Öde Realität. Das wird wahrscheinlich was mit dem Peel zu tun haben, oder? Das wäre natürlich geil, wenn wir es nochmal spielen könnten. Sozusagen als New Game Plus. Nur mit dem Unterschied, dass wir weiter forschen. Das werden sie nicht machen. Habe ich jetzt wahrscheinlich habe ich schon gespeichert, aber ich werde einfach nochmal speichern. Ist ja nur die Steam Cloud und meine Festplatte, die damit vollgemüllt werden. Noch 5 Punkte zu verteilen. So, was können wir gebrauchen? Das haben wir gefüllt, das können wir nicht mehr erhöhen. Reaktion, zack. Innenleben. Rhetorik ist ja auch gut, ne? Logik, Willenskraft. Kommen wir denn auf Willenskraft 9? Ach, durch unsere ganzen Grundwerte, alles klar. Ich wundert halt manchmal, dass manche so hoch sind, obwohl wir die kaum gesteigert haben. Rhetorik ist auch gut. So, und dann steigern wir nochmal Empathie oder Korpsgeist? Nein, Empathie. Und der eine bleibt Bonus, falls irgendwo eine Probe ist, die wir dann nochmal machen wollen. So. So sieht es nämlich aus. Das ist der Plan. Beweg dich langsam. Es könnte gefährlich sein. Gut. Dann bewegen wir uns langsam. Ich gucke mal, ob irgendwelche Fallen angezeigt werden. Spannung. Oh, wo sind wir hier? Ich glaube, wir brauchen die Taschenlampe nicht mehr, oder? Ist eine gute Idee, mit Waffen gezückt hier reinzugehen. Wir machen es mal. Er wird uns das ja bei einem eventuell zweiten Versuch nochmal sagen, dass es eine doofe Idee war, ne? Nicht in der rechten Hand, sondern in der linken Hand. So. Überall um dich herum blühen kleine weiße Blumen. Ah, das ist ja ein Zeichen der Revolution gewesen, oder? Schlauchboot ist kaputt. Oh, Spannung, Spannung, Finale. Wir haben auch keine so aktuellen Aufträge mehr. Wir bewegen uns vorsichtig. Da ist er, der Schütze. Das... Sonst nichts.
Wartet der hier einfach auf uns? An old man wearing tracksuit trousers leans on the frame stock of his rifle. He gathers a big ball of spit in his mouth, then spits it out into the extinguished fire before him. He raises his black eyes, hooded by creased eyelids, to meet yours. Unclouded by cataracts, his eyesight is sharp. Ah. Was man mit Wahrnehmung nicht alles so wahrnimmt. War auch relativ knapp. He's practically tearing up from spite. Hatred got the best of him a long time ago. This man hates everything. Noch gute Augen. Yes. Helps me see all the shit. Sind Sie der Feuertyp? The what now? I can't hear you. Haben Sie vor kurzem 2 Kindern gesagt, dass Sie Ihr Feuer ausmachen sollen? I may have. All sorts of little rats have come sniffing around, trying to give up the position. The position sounds like a hiding place. Könnte vielleicht auch wieder ein Kriegstraumatisierter, der denkt, er verteidigt eine Position? Fire guy. Regressive bourgeoisie henchman. Can't even talk like a grown-up. It's not nice. It's a piece of shit. But it gets the job done. Belmagraf? It's a 3 Angong 446. Ah. Southeast Samarin made. Exotic. Must be defunct too. No modern rifle manufacturer of that name springs to mind. A Samaran rifle. How did you get hold of one? It was sent to us by our brothers in the Signal commune. Military aid. Ach, das ist ist das ein Veteran des der Revolutionstruppen? It has stayed true to him. He can still make it sing. You heard me. It's good now. Like chalk wiped from the board. He's right. Almost no one remembers there was a third metastasis of the world revolution in the Safre Empire, extinguished in 06. Das freut mich, ich erinnere mich noch an sie. They wouldn't like hearing their name in your mouth. Damn dog. The time will come to win his trust, comrade. It is not now. You need to take care of the gun first. Sie können die Ware, bitte richten Sie auf den Boden. Put it down now, sir. Or you're gonna blow my brains out before you question me. To hell with it. It's a walking stick anyway. It's out of bullets. No. Like an amputated limb in the sand. He stares on, his wrinkled mouth moving without a sound. A strange sadness, like a song. The future teaches you to be alone. No. The present. The present to be afraid and cold. Die Gegenwart Angst zu haben. Hier. Worte, die Zukunft lehrt ein. Real music. Real brilliant kult. That's la Revacholière, not your rock and roll misanthropy. Chanson de soldat of the black and whites. Marching song. Forget about that for a moment. You need to address that remark first. Ich bin ein halbkriegender Pudel der Bourgeoisie. Ich bin ein halbtoter Polizist, der nur seine Arbeit erledigt. The job of a bougie dog. Okay. There you go. 1 of 3. In Grad, they sang brave children
favorites of history. And in Sinyao, it was some Samaran shit, I guess. Haben wir schon mal gehört. Irgendwo anders in einem Traum. Sowas wie die Internationale? Everyone has. They named a fucking perfume after it. Nein, das ist, ich habe mit ihr gesprochen. To her? In der Kirche. God, shithouse. Should have taken it down like they did in Grad. Dismantled it for firewood. Ging das nochmal, das Lied? How did it go? Something about shooting rabbits. Was? Can't remember. It doesn't matter. It's gone now. He waves erratically with his hand, annoyed that he can't remember. A little tremor passes through him. It was dear to him. He resents forgetting it. His gaze follows your motions. The rifle feels surprisingly light in your hand. Frame stocked and patched in places with tape and wire. Aber wenn's kaputt ist er überhaupt der Schütze? Still warm from his parched hands. Not the metal. The metal is ice cold. This weapon has been modified several times. The rifle's in a shabby state, like a crutch that's seen too much travel. Hieroglyphs are embossed into the forearm, made of walnut. On the butt, you see Vespertine writing, burnt into the wood. Triangon, 4.46 mm, made in Sinyao. Ich würde jetzt rein von dem Namen sagen, dass in dieser Welt in China die Revolution nicht so richtig geglückt ist. Okay. No one said it has to be a Belmagrave. We were just guessing. From ballistics, it could easily have been a Triangon, too. It doesn't matter if it was made in Shanti. All it has to do is use jacketed ammunition. And it does. Mantelgeschoss im Kaliber 4,46. The right type and the right calibre. He's liking this. I wonder how old it is. Das wird uns jetzt verraten, ne? The old man does not answer. Okay. He just stares in front of him. Gut, wenn die Revolution 50 Jahre her ist, lang. The old man keeps following your motion with his gaze. His right arm twitches suddenly. Some kind of involuntary response. Something is slightly off with his motorics. Hauptsache er ist nicht mehr This bewaffnet. looked very much like the murder weapon. It can be used against him to get a confession in time. Wer sitzt? My name is Josef Lilianovich Dross, Political Commissar of the 114th Anti-Aircraft Division of the 4th Army of the Commune of Revachol. War das sein Posten? I am a deserter, a partisan, and a prisoner of war. This is my terminus surrender. Seine Augen wenden sich wieder dem Schild zu tot und The ausdruckslos. commune of Revachol? Do you mean the ICM? Your holdover from the... From the Insular Indian Citizens Militia, the army of the revolution. I was recruited in Jamrock in 07, trained in the École de Contrôle Orient, and consigned to emergency defense duties in 08. I left my unit on the eve of the landing. When I returned here on May 14th, the commune had fallen. Still armed and ideologically trained, I wrote a criticism of myself and resumed partisan duties. Einen selbstkritischen Aufsatz, okay. 43 years. No. I've been on other islands too. Okay. I was an resurrection until they turned it into a spa in 18. Then I was an E-48, a nameless sound, until the sea washed over it. Then I came back here. That was 22 years ago.
Aber passt das, dass er der Schütze ist? 43 years and 10 months. It's inhuman. It's sick. It's not how a human being should live. But I had to. I couldn't just forget. I couldn't just forget what I saw. He just couldn't. He nods. Konnte nicht aufgeben. Na gut, er hat sein ganzes Leben dieser Sache verschrieben. Puh, ja. Manche Leute drehen sich um und fangen ein neues Leben an. Manche können es halt nicht. Und ich liebe das voll, wie sie diesen Rauch animiert haben. So, diesen malerischen Stil. But he can now. What have you been doing during all this time? Hiding, fishing, waiting. 2 police officers step out of the Whirling in Rags cafeteria. Satellite officer Jean-Vic Mehr inspects giant letters across the plaza mosaic in dark red government-marked heavy fuel oil. Ach so, waren die einfach nur zwischendurch nicht da und sind jetzt wieder im Whirling in Rags? Also die beiden Polizisten, die eigentlich uns verstärken sollten? Patrol officer Judith Minot points west. The fishing village. She glances at her watch. We meet in 15 minutes. It's a 10-minute walk. The officers go, leaving behind the writing, still smelling of petroleum. One day, it says, I will return to your side. Frozen? Wie? Frozen? Was ist Frozen? Was? Was ist Frozen? Ist der Stream Frozen? Also laut meiner Vorschau läuft er noch. Ich habe hier mein Vorschau-Window auf. Beziehungsweise 0,1 FPS. Ort. So, lass uns mal gucken. Ich versuche ihn mal. Kann ich ihn hier über das Handy aufrufen? Oh. Weil hier auf meinem Rechner läuft's. Ich versuche es mal übers Handy. Also bei mir scheint es zu laufen. Ich habe es ja tatsächlich einmal hier im Vorschau-Window und auf meinem Handy laufen, nur um sicher zu sein. Ich fürchte, es liegt bei dir, Jochen. Always waiting. Worauf? For her to return. Her who? Girl, child, revolution. Ich fürchte, dass sie fort... das Mädchen Always. Ich fürchte, dass sie fort ist. The material base for an uprising has eroded. The working class has betrayed mankind and themselves. The historic opportunity for our revolution has passed. It will not come back anymore, however hard I try, whatever I do. Money, 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 genau. Ich habe da extra auf den Knopf gedrückt, damit der Jochen nochmal Werbung gucken muss. Es ist halt einfach so. Ne? Das ist halt so richtig, ne? So. What has he done? Perhaps a confession would lighten the load. Yes, what? To get things going again? Fan the flame? There is no flame to fan. There is nothing left of the world, of our dreams. Das habe ich verpasst. Was haben die Polizisten am Whirling angestellt? Sie haben das Graffito gelesen und dann haben sie gesagt, dass sie sich in einer Viertelstunde im Fischerdorf treffen. I was just 16 years old, 15 when I volunteered. I had a lapse of faith. And of courage, too. You could say I misunderstood the historic role of the proletariat.
and thought Mazovian socioeconomics were fallible. For a second, I doubted the irreducible laws of historic materialism. A second is all it took. Was dann passiert? For reaction to take hold. Das Reaktionäre. War nichts, sie hatten einfach nur Angst. It's the same thing. You haven't seen it. Not really. Not naked. It's impossible not to be afraid. It remains unclear what it is. He makes leaps he doesn't expect you to follow. And this was when? He is still not convinced of his safety. You should not be either. Gut, ich meine, viel kann er nicht machen, oder? Außer er hat noch eine Knarre in der Hinterhalt. Das Einzige, was ich jetzt glaube, ist, dass tatsächlich die beiden anderen irgendwann hier auftauchen und den halt einfach abknallen. May the 13th, 08, 44 years ago. The horizon was black with coalition airships. Their petroleum rose to the sky and it looked like it formed the clouds. Storm clouds. When they started shelling, it was dark magic. Dunkle Magie? The combined might of international capital. All at once, all the greed and terror in the world tore into Revachol. It lifted streets from the ground and turned houses into ghosts. We were in the flak tower, huddled on the floor. The artillery was 80 kilometers away in Ozon, but I knew the commune would fall. We would all be turned into ash. So I said I was going to the map room. Aber hat sich irgendwo in dem Bunker versteckt. A terrible shame still within him. The lobes of his ears. Er ist weggerannt. The shame and smallness of what he became. Now, I climbed the chain link across the water and hid inland, in the bunkers there, like the weakest of the weak. A mouse, frightened of the ordnance all night, and the sound of the rotors in the morning, whirring. Airships. I climbed out into hell. The landing was complete. The chain was submerged. I had to swim back. The fortress was half submerged too. Shattered. Die Macht der Worte. Also ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ich kann es sehen. They'd all drowned in the lower levels, or got torn to shreds above. The anti-aircraft gun had malfunctioned. So had I. I left them without ideological direction. It was real. I'd seen it. I'd seen it in reality. Was denn? The mask of humanity fall from capital. It has to take it off to kill everyone, everything you love. All the hope and tenderness in the world. It has to take it off just for 1 second to do the deed. Tja, der Moment, wo man Geflüchtete im Meer versenkt. And then you see it, as it strangles and beats your friends to death. The sweetest, most courageous people in the world. You see the fear and power in its eyes. Then that the bourgeois are not human. Sagen wir erstmal nichts. I had to fight it. I had to never stop. It's not an island, Dwat. It's a defensive fortification of the commune of Revachol. And I am its last surviving defender. So hat sie früher The congenitally deformed King Philip II
built it to restrict access to the Bay of Revachol. We captured it in '02, retrofitted the fort with an AA gun to defend against an airborne landing. Against the whole world. Und dann kam die ganze Welt. Coalition military called it Operation Deathblow. I later found out on the radio they called it Deathblow. You're one of them. Tell me, who speaks like that? We had 50 million people on Caillou alone. Warte, ich weiß, was du meinst. You don't know. You haven't seen it. Iblis, the black-eyed angel. Shaitan Ahura, the darkened one. Ist das eine mythische Figur? Wie haben sie so lange überlebt? How does anyone survive? I steal. Okay. Now hold on there. Eine selbstständige... You're insane and grotesque. Everyone steals. Vegetables, supplies. It's the life of a dog. Ich meine, wir sind nicht mehr richtig im Kopf. How is your health, Mr. Dross? I've been throwing up blood since winter. Red, like beetroot. Been passing it in stool, too. He does seem frail. Good for his age. Ich glaube, er hat More Corona. like 75 than 65. Trouble putting on weight could mean cancer. Ich glaube tatsächlich, Corona macht kein Blut im Stuhl, oder? The RCM can provide medical services. You need to be looked over. I need to die. You don't have medical facilities. You have guns. That's all they give you. Toy guns. You also have Druamine. Sie haben Druamine, andere Bildungen, sie haben doch Schmerzen, oder? I have been running out of that stuff. Verstärkt scheinbar Vorerkrankung. Achso, du meinst, er ist nicht an Krebs gestorben, sondern mit Krebs gestorben, weil er eigentlich an Corona lag. Das verstehe ich. There's nothing to look over. The triage is in, and it's black. Administer morphine. Moribund. I have holes in my brain. Years missing. Others filled with pain only. A decade of... I don't even know what. Inferno? I would imagine it gets tremendously difficult, mentally, to live in isolation. Traitors. It's better alone. I watch the people of this city turn the lights back on, more and more each year. Ruins, glimmering in the dark, like a fucking merry-go-round. Was sollen die Leute machen? Sie müssen ja auch irgendwann ihr Leben wieder aufnehmen. It's disgusting. Are they not heartbroken? How could they have moved on? Sie haben gesagt, es sei eine bedingungslose Kapitulation. You're with the RCM, the coalition-appointed mob that enforces bourgeois morals in Revachol. Er wird uns auslachen. Rock and roll posturing. You're the RCM. You represent the Moralist International, the enemies of humanity who took this city. I represent their adversary, le Parti Communiste Insolente. Take me to them as a prisoner of war. I have relinquished my weapon. I can no longer serve. No superiors can relieve me of my duty. You bulldoze them all to a mass grave for trying to free humanity. A spray of blood from his mouth on the black charcoal in the fire pit. Ich habe ein bisschen Angst, dass er uns noch während des Gesprächs umkippt. It was hard in the Thames. I didn't have partisan training.
They were searching for stragglers, those bloodhounds. Floodlights on the water at night. There were posters, campaigns. We communards still hoped, and they needed to snuff that hope out. The East capitulated. Martinez and Cold City were turned to dust. But Jamrock, Forburg, even Coron, and Boogie Street, of course. Those fucking kips had Marsov coursing through their veins. And others too. Some cordons of Revachol was still fighting. There were cells. I tried to contact them. Soon they all went silent. The frequency's dead. Sind sie aufs Festland gelangt? At night, I used a dinghy. I only went after dark then. A dinghy? When I got to the city, I stayed underground. Patrols, you lot, the commons too. They'd started snitching. In the city, you move underground? From bunker to bunker. Not anymore. No one cares now. I don't even have to hide. They think I'm another antisocial vagrant. I could walk straight into that town if I wanted. And just... Ich hätte jetzt echt gedacht, dass die Waffe in den Waffenversteck die Tatwaffe war, aber naja. So you finally found it. There must have been a small squadron's worth of arms in there. Elmer Graves, right? Yep. Useless now. Rusted away. So you've been there? Sleeping. Some nights. Ammo scrounging on others. Those McGraves were shit, even before they corroded. Some had bullets in the chamber, however. You feel the dots connecting. Little dots on the map he's walked across. Einen kleinen Bunker dem Feld haben sich auch dort aufgehalten, ja. The propaganda bunker. Ha, ich wusste, er ist wichtig. But not anymore. Propaganda bunker? They stored leaflets there. Broadcasting equipment, too. Made broadcasts, I think. Propaganda officers. I buried them with their leaflets. They killed themselves. 2 young boys. A lot of our boys did. I spent some winters there. Never liked it. Kept thinking of them. No need to go underground anymore. It's better in the ruins, on the ground. Sie rauchen Trier-Motor, Tri. Sie schon mal von Festland geraucht? Good. Plenty of tar. I like that boy on the pack, too. Reminds me of the last century. The old man looks across the water, at the city, the ruins, the motorways rising above it. Ist schon tragisch, ne? Also wenn er tatsächlich in Sichtweite die neue Welt hat. Er ist halt... Auch wenn die neue Welt kacke ist, sie ist offensichtlich da. Sind also kommunistische, also aus der Kommunistenarmee? No, I am not a soldier. I am an ideological officer. I belong to the party, not the army. Aber waren sie nicht im Verteidigungskorps? Trained in historical materialism, then assigned as a political commissar by the party. These things used to mean something. Was macht der Politikkommissar? The old man does not answer. He tilts his silver head and looks at the reeds. His job was to assure the army answers to civilian control and follows the ideology of the commune. Okay. Scientific communism. A commissaire politique is a night philosopher of the revolution, a future human. Okay. Awakened from shutdown by the promise of ideology. Okay. He was like a cleric, a shepherd. An so einer Art Priester. No, the opposite of that. A future human, not a human of the past. Interessante Definition. He nods slowly, then another tremor. No, you're not.
You're a liberast. Ein Liberas? A liberal and a pederast. It's what most liberals are. Detective, we have not come here to discuss ideology. We have come to ask questions regarding... The old man spits into the fire pit. He does not say anything more. A jitter passes his lower body. The expression on his face is unreadable. There's some sort of interference there. Nicht, dass er einen Schlag kriegt. There's nothing serious in this world. It's a farce. I've used it for killing people. Killing people? It's a gun. That's what they're for. You want a moralist euphemism? Defending your family and your property. I haven't done that. I've used it to kill people. Immerhin ehrlich. Interesting. During or after the war? There is no after the war. Class war is never over. Interessanter Schlaglaubtausch. Er hat versucht, ihn zu einem Geständnis zu bewegen, aber es ist nicht so einfach. So he's continued killing after hostilities ended. Okay. This is it. You can feel it, like battery acid on the tip of your tongue. Something you haven't felt in a while. But this is what you live for. This is the shit. The great serotonin jackpot. The solution. Go in straight. No euphemisms. He doesn't like those. No. Be careful now. Slow and steady does it. Was denn jetzt? Das ist mega gut übersetzt. Also hier und da gibt es ein paar Sachen, wo ich gedacht hätte, ja, hätte man noch ein bisschen bürsten können. Aber es hat auf jeden Fall jemand übersetzt, der halt auch Liebe zum Material hatte. Don't mess this up. Remember, he wants to tell you. Get personal. I don't want to tell you anything, you grotesque murderer. And why did you think that was a good idea? Don't listen to me. I'm wrong all the time. Haben Sie mit diesen Gewehren? The who now? He heard you. He just wants to hear you say it. You're in. Gleich in der Keramikrüstung. Den haben sie den Mann erschossen. Oh yes, that one. Ugly piece of work, that boy. Did you kill him? I am a son of a welder and an officer of the commune of Revachol. I do not collaborate with murderers and pederasts of the liberal regime. Exhaust him with proof. Pile it all on him. Get a confession. The gun. The murder weapon is the perfect opener. The scent of blood in the air. But what else? There was something you can't remember. Something about the tracks. Suddenly, all those tracks are so confusing. Go with something else first. Sie mit mir zusammenarbeiten. Ich hab das hier. Not a lot of guns around that use military-grade ammunition, are there? It's a real gun. Not like your little musketeer pistol. I've seen you prance around with that, jumping hoops for the liberals. You look like imbeciles. Why don't you ask them to give you real weapons, eh? Going against automatic rifles with a flame bomb. Of course you got all those boys killed. Er macht sich nicht gerade beliebt bei uns, oder? He saw you. He's watched it happen. So he saw you. Okay. So what? Don't let it divert you. You know what? You're right. I'm convinced this made the shot. Should we call it?
Ja, das wir haben die Mordwaffe. Muss er das? Er muss gar nichts, deswegen nein. This feels good, doesn't it? Tearing things up like this, when you have the murder weapon. War er es? Murder. Like a marionette on some invisible string. This pushed him, but not enough. Just a little more. Das Ergebnis der ballistischen Untersuchung der Schusskraft und des Einsatzes. I saw you poking around there, looking for evidence. You're damn diligent when it comes to dead fascies. Did you like the view? You had direct visibility. There are embrasures in the concrete, specifically meant for a top follower to use. And you had a long-range rifle in your possession. You've been here a long time, Mr. Dolores. Too long. You clearly need medical aid. I'm ready to die. I've done my part. Der muss es uns auch unbedingt schwer machen. He's practically admitting to it. Dead fascists for fascists. Done his part. You're sad for your fascia brother, aren't you? One twig got broken. Now the others are sad. Almost. He almost burst out there. Keep piling arguments. Anything. Wait, here it comes. The goddamn Maybells. The Maybells on Clausia's roof. There were Maybells in the grass when you got here. They're revolutionary symbols from the war. Nowhere else, nowhere in all of Martinez have you seen them this spring. Stimmt. Wait, don't forget the footprints. The diagonal prints in the dust in the secret space behind Clausia's bedroom. Now they're gonna come up. You got it. Remember? The boot prints were like no modern soul. Damn Maybells. The whole island is turning white with them. He seems tender suddenly. Nostalgic. Aww. A strange mood swing. So many this year, too. The spring is coming. No, it's already here. Ich habe diese Blumen nirgendwo sonst in Martinez gesehen, nur hier. They blossom on the islets before. We fertilize them with our blood. Resurrection was snow white in May, before they ruined it. The coast, too, before they piled their containers on top of it, filled with broken, useless trash for fat-fingered bourgeois children to play with. You must get around a lot to stay undetected all these years. Do you know any secret paths? Pinball workshops? I may. Classier. Wenn sie hat eine intime Beziehung zum Opfer. With the victim. There is a small tremble. Looks like a smile. A crooked, yet isn't quite voluntary. Don't leave any loose ends. Get him on everything. Everything is brands with you individualists. Who cares what brand my shoes are? Sansa. Some shit. Show me the souls, please, Mr. Dolores. Fucking imbecile. Schwarze Spiralmuster überdeckt die Sohlen. The maker is called Sansarique, and the size is 42 to 44. These are not the unusual horizontal patterned souls you saw in the dust on the floor of the hidden room. They do, however, seem to be about the same size. The size fits, but not the soul. Simpler? No. This is another loose thread you will never connect. The lieutenant raises his brow. What are you doing? He's thinking. Not now. Stop yourself. People change shoes, detective. It was you. You were there, weren't you? Crawling and whirling in rags. Das ist verdächtig. What were you doing? Some kind of reconnaissance? Preparing the scene? Listening in on her? Trying to rack your brains.
You're desperate to report something back to your masters. They must have really loved that dead fuck. Ich habe Zweifel. The old man stares at his own prints in the ash around the fire. Silent suddenly, some strange process within him. A gush of wind. Seagulls in the distance. You know who he was. A coalition-trained murderer. Armored and armed. He wasn't human. The blunt end of a hammer. Dripping with blood. Beating us to the ground. Moaning with joy. You hounds get so thorough when a company-trained killer dies. I haven't seen you on this coast for 40 years. You know, maybe I should have killed one sooner. Got your attention. Now you stop eating druggies and prostitutes in your basement. Now you come to investigate. Not when they die by the hundreds. Da ist jemand sehr wütend. This is it. Shot him. Shot him. Say shot him, not killed him. Oh, the inhumanity. One paramilitary less in Revachol. The lieutenant raises his right arm to hush you. Hush. He does not need to be pushed anymore. While the lieutenant listens, holding his breath. I had them in my sights. Both of them. Him and the whore. I was breathing with them. In phase. And I pulled the trigger and flew on the air until I landed in his mouth. Das ist doch ein Geständnis. Gut. Zweifel ausgeräumt. Was ein bisschen seltsam ist, dass sie das mit den Schuhen nochmal angesprochen haben. Das könnte natürlich auch der Schlamm unter seinen Schuhen gewesen sein. Okay. I didn't think I had a shot like that in me anymore. I did. I saw him kneel there with his mouth full of death and that stupid look on his face. And his dick still in her. There, a hot flash of rage almost carries the smile away. Some dark peace. Nothing. I went to sleep. Next morning there were Maybells everywhere. The world was white, or what's left of it anyway. My last spring here. I knew that, and so they did. Mr. Dross, are you aware you're confessing to murder? Yes. Schon wieder ein neuer Fähigkeitspunkt. Wofür brauchen wir die denn noch? And you were looking at Dan, the victim and a young woman, having sex through the scope of your rifle that night, before you shot him? The old man nods. Why? Because that's what they were doing. The motive. This is where the motive is going to come from. Genau, wie ist das mit dem Motiv? Wie gut ist ein Faschist war? Coax it out of him. The lieutenant's preparing the ground. I don't understand. Do you, detective? I don't understand this part. Warum haben sie dich in jeder Nacht beobachtet? I'm always looking. Are you always looking through the scope of a rifle? I'm just trying to understand. A rifle scope has the best magnification. Verstehe. And if you don't like it? Click. Yes. Think of it as a form of critique. Sehr bitter. He will not stop now. These dialectical materialist types never do. Exploit it. Start with when he first saw him. It will give him a chance to ramble. Suggestion. Du hast eine Menge Kacke erzählt die letzte Zeit. 3 weeks ago, when the rich hag came in on her galley.
Her honor guard came in tow. Joyce. He means Joyce. Wrinkled up whore. Was soll ich mit den weiteren Text? They moved into a deserted apartment above the roundabout. Radio equipment out for all to see. Reactionary radio playing, sloppy and drunk. I've seen their kind during the landing. Those Occidental and masked phalanx weren't conscripts. Boys like us. They were whites. All they know is to destroy and hurt. Barely alive. They like to kill while they're on their drugs. After the landing, in the burning years, I would take shots at them. End them. The worst ones, if I had a bullet to spare. Okay, also praktisch hat er damit ja gestanden. Ist so eine Frage, was so dieser Status ist, ne? War er gut Partisanenkämpfer, ja, aber war es da schon Mord? Er ist ja noch im Krieg. Das wird für die Justiz egal sein. I could see they've returned now to show their real face. The face they don't dare show their bourgeois voters back on Mundi with their families and polyester clothes. Haben sich noch andere Dinge angesehen, die nicht gefallen haben? A tragic comedy. Druggies, prostitutes, and rentiers. A strange little engine seems to fire up in him again. It straightens his back. The familiar put, put, put of hatred. Specifically, the whole city is a charnel house. Stripped clean and draped in neon. But Martinez is the worst. Because of the racists, everyone is a racist in Martinez. Das stimmt. It's their favorite thing to do in the whole world. Listening to race-themed radio shows. In the ruins, in their lorries. Pumped full of steroids and Radio Revachol 92. Race this, race that. It's all sanctioned by that Social Democratic Union and the farce of a Social Democrat who runs it. Yes, the fly larva in his container. He let some nihilistic advertising yuppies erect a statue of Philippe III, a syphilitic murderer, on the town square. Not since the serfs of ancient Pericarnassus has history produced a more inert social class than the Martinez proletariat. The rest of Revachol at least pretends to rebuild. These people still live in ruins. Das ist natürlich wirklich interessant, dass der Rest der Stadt, ne, da sind schon die Glaspaläste und hier ist noch Chaos. Intense, like animals, like those boom morons on the ice. A pity they didn't drown in that tent of theirs. Die sind super. The worst of them is the blood-drenched Sucrion on her yacht, licking her lips. The old whore's gone now. Her gun-toting porcelain men are dead. So, actually, no. The worst is that old cop parading around in his uniform, throwing balls all day. It's not enough that the racists and liberals are dancing on our graves. The old loyalist ghouls still parade the ruins too. Every morning he's there, while the parasites he fought to protect are off in Ozon, or Quayamoran, or some other island they built their palaces on, feeding on drugs and having sex with their own children. Der hat echt eine fixe Idee, oder? That's all the rich really want. Sex with their own children. Throughout history, even the royal bloodline of the suzerain, it's ein bisschen besessen davon. For them to have sordid sex. At least that old cunt, Frisell, is now dead. We did good when we pushed him under that horse car.
If only, in the 30s, those disco whores. Nix gegen Disco. The disco whores are too much. Hatred shuts down his brain's language center, leaving only a nonsensical sputter. There was something about the statue and nihilistic advertising agency people might be worth investigating. And the Cyprian on her yacht? Joyce? Ask about that cock on parade too. Make sure you get everything here. Was ist denn hier eine Suppliant? Your beloved representative of the Harbour Company is a Sucrion. I saw her. Women like her feed on the life energy of young working-class men. And they let her. I can't believe the inert lumpen out there. They just let her drive her little boat like that. No violence, not even a robbery. The working class has lost their appetite for justice. Im Gegensatz zu Kim, also habe ich keinerlei Motivation mehr, ihn zu beeindrucken. Ich dachte erst, oh, wir sind so ein toller Kommunist, aber eigentlich nein. Kim ist wichtig, dass wir den beeindrucken, aber nicht den Typen. If only he had the ammunition. Kann man das sagen? Disco-Schlampen? Syphilis is a disease Philip III contracted in a whorehouse. The statue is an abomination. The bacteria entered his brain and made him squander trillions on sparkling wine, cocainum, and monuments of himself. His son, Philip IV, the insane, contracted syphilis in the womb. Tschüss, Kaspar, danke, dass du da warst. Und schlaf gut. That is technically possible, although Philippe III was not actually syphilitic. He was just mad. And he still went on to govern Revachol for 25 years. We lost 2 million lives toppling that mode of government. And those grotesque statues too. Hundreds of them. Tschüss, Nietzsche. Also sagen wir so, wenn das jetzt das Finale ist, ziehe ich natürlich durch. Wenn jetzt noch was kommt, würde ich nochmal speichern. Wir gucken mal, wie es weitergeht. What a keen remark. Yes, it is. Luni, hallo. Vielen Dank für den Raido. Ich bitte anwesende Moderatoren einen Shoutout abzusetzen. Willkommen. Wir sind gerade im Finale von Disco Elysium. Also falls ihr euch nicht spoilern wollt, dann seid vorsichtig mit den Informationen. So, was für eine scharfsinnige Bewertung in der Tat. Und weißt du auch warum? Oh verdammt, Augen zu halt. Also, wir sind auf jeden Fall im Finale. Deswegen Vorsicht. Ich habe euch gewarnt. Ihr seid natürlich herzlich willkommen. Aber ich möchte fair mit euch sein. Hallo Luni. So, dann gucken wir mal, wo wir waren. So, meine Herren, weißt doch warum? I do. Some advertising cockroaches use their accumulated capital to erect a new, ironic version of it. We tore it down with honest, working-class plastic explosives. But there it is again, grinning. Ich bin euch nicht böse, wenn ihr vor den Spoilern flieht. Alles gut. Art is a bourgeois establishment. It's an affront to humanity. Every gallery should be bulldozed, and the artists should all be given 30 years of hard labor in Yekokata. Das war schön, dich kurz zu sehen. Ich muss auch mal wieder... Ich glaube, wir streamen häufig zur gleichen Zeit, aber wenn ich dich mal wieder erwische, dann schaue ich auf jeden Fall mal wieder rein. So, dann gucken wir mal, wo sind wir stehen geblieben.
Jekokatade, war das da, wo wo der Reaktor des Volks hochgegangen ist, oder war das nochmal ein anderes Ding, wo dieser Atomreaktor hochgegangen ist? Es war auf jeden Fall eine ökologisch zerstörte Zone. Und wenn wir Eckhead glauben, ist Jekokata the place to be. Nicht vergessen. Am Donnerstag beim nächsten Mal würde mich freuen. Das merke ich mir vor. Danke dir. Another hideous disappointment. Unions are the real enemy. The true enemy of the proletariat. Placating the masses. Tatsächlich hat der Deserteur, man könnte behaupten, es hat nicht ganz Unrecht, weil im Endeffekt unser Sozialstaat, manche Leute sehen das so, als würden die sozialen Errungenschaften die Revolution aufhalten. Das ist so eine Gedankenschule, ne? Halt, wenn halt das Kapital nur halt auch sein wahres Gesicht zeigt, wird die proletarische Revolution kommen. Aber solange wir halt diese ganzen Boni haben, sag ich mal, wird das Kapital uns einlullen mit Krankenversicherungen und Gewerkschaften, betrieblicher Mitbestimmung. By the way, 2022 ist Wahljahr, ne? Nicht vergessen, Betriebsrat und so weiter. Eine weitere abschließende Enttäuschung. Yep. Disappointment. So personal. He displays a familiarity with the Union's top brass. That deformed toad? I wouldn't expect him to wipe his own ass. I mean, the brains of the operation. The smart one. So, vielen Dank für die Follows. Edgar. Ah, Edgar. He talks a big game about uprising and social base. They must have sent the smart one to some university in Le Jardin, where it's alienation this and hegemony that. Yeah. He's been sweet-talked by this Edgar. They must have met in person for such animosity to have developed. You can't live alone. The Clares wouldn't miss a man hidden in their own backyard. Not all this time. Nothing happens in Martinez without them knowing. Ah, sie kannten den. Of course. Maybe the Clears asked him to. Don't go straight for the kill. Exhaust everything else first. Soften him up. Ich hab nichts anderes. I haven't approached anyone. I've hid. It was Edgar who came to me. Oh, interessant. How did he know you were here? He didn't just stumble in like an oaf. He figured it out. Some kids told him about a monster on the island. Oh. He has brains. Die Kinder von der Lillian. Stepped right off the boat and walked down where you came. I even kept the door open for him. Thought he was a man of the left. Wouldn't rat me out. I was right about one of those things. Wann war das? 20 years ago. Neither of them could walk now, could they? They were less fat then. That's around the time the Clears came to power. Edgar did the talking. Paid his respects like I were a fossil in a uniform. Offered platitudes about the struggle. Flaunted his pink degree. Even quoted Mazov. Never trust a social democrat who quotes Mazov. Oh, and charity too. They love their charity. Offered me blankets and social housing. I still have the gas cooker he brought. Singt er gerade das alte Lied? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten! Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Wer hat uns agitiert, um jemanden umzubringen und einen Krieg auszulösen? Let me be here. The ZOC is an unlawful successor of the Commune of Revachol.
We took this fortification from the Loyalists. Even the Clares understand this. They let him be here. Understanding was a courtesy. But why such a courtesy? Wir haben alles ausgeschöpft. I'm not doing anything for that swine again. Again? What have you done for Edgar before? Tried teaching him some Marzovian socioeconomics. They didn't stick. We parted ways. Okay, he didn't do the hang the man for them. But he's insinuating something. Wird doch ein paar Punkte in Logik hauen, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt noch was bringt. Wir haben 2 Punkte zwischendurch gut gemacht. So, mit seinem Haar meint sie doch René, oder? Every fucking morning for 34 years. Throwing that ball. One ball against the other. I've always loathed that game. That is not a working class game. I don't care what they say on Radio June. Royalist ghouls played like it was life itself. Click, clack across the water each day. And that uniform, like a parrot plumage. I won't even mention that he's a traitor to his race. A Patank maniac race traitor. Moment, hat er nicht gesagt, wie sehr er Rassisten verhasst? I remember him. I remember him from La Noce. Not him personally, his make and model. There were tens of thousands of them. I thought we took them all out before the Liberals came to their rescue. We missed one. Er ist auch kein Sympathieträger, so richtig, oder? There doesn't seem to be a single person under the pine today. Not even Gaston. Alone. Fat and plump, like a pheasant, just begging to be popped off. Please, Mr. Dross, shoot me. Würden ihn gern töten? Not yet. I like to look at him strut around, place the Ist das nicht der, der gestorben ist? right on his face, and just fiddle the trigger. Think about it. Let the bomb melt in my mouth. A treat. Better served for later. He's a pleasure delayer. He is a juicy bonbon, that one. A real treat for the black day. The blackest. When I put that gun in my own mouth, I think. Nah, don't waste it. Put this lead in that cock, René. For the boys he killed. And then I look at him throw those balls, and I suddenly feel... Ist René nicht tot? Better. I even hid one bullet, so I'd always have one. For him. Haven't seen him around lately, strutting around. Must be down with arthritis. I hope it hurts like hell. I hope he sweats blood. Hearing it may destabilize him. You sure you've gotten everything from him? Yes, of course. Must be passing a kidney stone. I hope it's excruciating. At least it keeps him from throwing his balls. He seems relieved. Could he have been worried for him? Ich würg's ihm trotzdem noch ein. He reminds him of himself. The same hatred. The same. You try to think of another thing, but no. It's just the hatred. The connection comes to you like a splash of cold water. Dark, cold water. Das war mein Bonbon, das das Spiel mir gegeben hat.
Vor 20 Jahren, als sie Edgar getroffen haben, haben die Claires noch nicht die Gewerkschaft angeführt, oder? He acknowledges it. Here we go. A twist behind the dark bend. That bourgeois cow. Tiffin Holly was her name. Licked the rich man's hand every time he came to town. Never seen a labor leader so hot on mutual cooperation. And money. She liked that too. That Holly was a real bridge builder and a deal maker. Dann ist sie einfach so verschwunden. Called in, they say. On the eve of battle. Ran away. Vanished like a piss stain. No, that's not quite it, is it? Did she? They say her daughter called in, not her personally. But that wasn't really her daughter, was it? No, I guess it was not. Ich könnte schwören, dass sich die Glut in seinen auf den Staub gerichteten Augen wieder entfacht hat. Edgar hat jemanden anrufen lassen. Warum das, Herr Dors? She couldn't make the call herself. Aha. The bend in the river. The truth. Warum nicht? Because she was dead. Just say nothing. The cow caught a bullet in her right lung. Fell into the canal grasping her tit and drowned. Or bled? Hard to say. It was a sloppy job. And a moving target. Ein bisschen misogyn ist der Freund, oder? She was going home, waddling, dressed in yellow, drunk like she often was. The ruins were black around her, and she had a yellow leather bag under her arm. She tried to cross the canal, heading home to Grand Couronne or Betancourt, someplace like that, where they build those new bâtiments for the people who flourish in the hell around her, and the ruins. Sie haben sie erschossen. Someone shot her. Or maybe the cow just fell. My memory is full of holes. All I know is nothing changed. Not in the material base. Not. Hat's nicht zugegeben, aber naja. There was no uprising. Just words. The Union fizzled, sogged. Nothing came of it. Nothing. Edgar didn't keep his part of the deal. Tja. If you were to testify to this, give the RCM something on Edgar, you could work. We would track everything you've done and process you as a POW. You were in a war. You were on assignment. We could even extradite you to the Samaran People's Republic. Der kann ganz schön hart lügen. A degenerate worker state. Goat shit. No, thank you. I'm Revacholian. My days are short. I will rot away here, in a moral intern cell. I will not testify to anything. Ah, sie haben es getan. I saw it happen, and I liked it. That's all I have to say. I didn't live and fight for 40 years to end up as a collaborationist. I've heard it on Channel 8, 40 AM, Radio Revachol, late night. Everyone is a blobber in this world. Everyone betrays everyone. They're all already locked up for betrayal. The best ones, the ones with heart, were slaughtered, trampled. Die Frage ist, ob er jetzt nochmal, wenn ich jetzt noch Werte ändere, ob er es überhaupt für dieses Gespräch noch berücksichtigt. Ja. The same old freezing hatred. Davon hat er wirklich genug von Hass. There is plenty here to work with once he's in custody, and the lieutenant knows it. He gives you a little nod to proceed. Glad? It's all gone. What strikes you about this gaunt man is not the stomach pain, or the cough, or the malnutrition. For a man who's spent 44 years hidden in the urban wild. Geht's ihm erstaunlich gut. Indeed. He speaks fluidly. His movements are rapid, if erratic. His voice, despite the cough, is there. It's a mystery. This animation comes at a cost too. Erratic hand gestures,
thought processes cut off like threads as he just stares at the logs or the reeds. He also suffers mood swings, bubbling to the surface, unconstrained by his nervous system. Great leaps of emotion, from anger to grief, despair. You've seen demented people before. This feels similar, yet is it some kind of substance damage? Like he's addicted to something? Not only the painkillers he's clearly on. No. I won't be stuffed full of shit like the rest of this city. Treibt ihn der Hass an? You said you take painkillers. I take them to cope with pain. The people of this city use painkillers because they have pain. Untreated illnesses, not enough money for a greedy doctor. Are you sure about him being lucid? Maybe he's just affected by an extreme case of socialism. It's not a downer, rather an upper, judging by his snaps. Perhaps, but his seems more than that. The inner turmoil takes unexpected turns, as if forced on him in a way. Ah, genau, was für Schmerzmittel nimmt er? In summary, you sense some underlying neurological disorder. Vitamin? Like some kind of decadent rock star. No, I'm not okay. I shit blood, and I'm surrounded by insane people. Ja. There it is again. Erratic hand motions, bouts of rage, and the stomach thing too, of course. Could it be a symptom of overdosing on something? Something even you have not tried? Keep your eyes peeled. Them fucking. I didn't like that. Banage. Jealousy is a reactionary concept. I didn't like the Reaver enjoying himself, drugged out. War eifersüchtig. Of a young woman. I wanted him to die so he could not enjoy life anymore. And I wanted to see his head explode. That too. She should know better than to hold a child murderer between her thighs. I knew he'd be there for one more second, writhing. Was für ein bitterer, bitterer alter Mann. That's all it takes for the bullet to reach his head. Now that I think of it, I wasn't aiming for his mouth. I wanted his brains to spill out on her. But you can't have everything. Da hat er recht. This man has seen past her, like you did. And now he longs to see her covered in blood. To punish her. Wollten sie mit seinem Tod bestrafen. She practically breastfed that man. You wouldn't believe the things she let him do to her. Ach, wer ist denn ihr Moralist? You stare at them too. In your mind, her innocence day still turns to leaf. Airport bag in hand. Silks flowing in her wake. Oh, hat da jemand intrusive Gedanken? See you tomorrow, Harry. Her voice rings in the evening air. Burning. Da sagen wir nichts zu. The old man raises a bitter taste on his tongue. Since she came to Martinez, I saw her sneaking in the reeds early in the morning, behind the Feld building. It was dark, still winter. She didn't have her skimpy outfit on then, just a spot in the night. Past the Feld building on a ghost? What was she doing there? Hiding something in the water. Ach, so hat sie ihren Pass versteckt. I was up in the ruins there. She couldn't see me, but I could see her, smoking. She was nervous, but not scared. And beautiful. That, too. How could you see what she looked like? You said it was dark. The sun came up. Her hair was like cobwebs. She smoked more fags and snorted a line of whatever shit she was on right there.
She needed it just to move. Sie hat ihren Pass da versteckt. Her passport and tickets to Villiers. And from there... Ach, hat das genommen? In the free state of Seminine, hidden away at the edge of the earth, near the Pale. Rand der Welt, okay. Versteckte Boje, haben Sie reingeschaut? After she was gone. Did you keep what was in it? When we found the submersible, it was empty. No. Why would I do that? I didn't need tickets to Villiers. I put them back. If I wanted to extort someone, I'd do better. Es war noch mysteriös, weil sie war ja leer und ich dachte, er hätte uns schon wieder verarscht. This implies that he's thought about extorting her. Also, a little inconsistency here. He was surprised to hear her name Clausia before. Would he not have seen it on the documents? Naja, weil der Name da nicht drin steht, das weißt du doch schon. Why would I need that trash? I'm not going to Villiers. There it is again. The strange neurological state he's sometimes in. You didn't say Clausia in there. Wie war ihr Name noch? It was something. I don't remember. It was dark that morning. Wir wissen es ja. I remember her face on the photo. I did. She had a face like an archipelago with those birthmarks. And a body hard and lean and bruised all over. Black and yellow. I could see she's taken a beating. I could see who she was, too. A spook. On the run. Revachol, the cloaca of capital now. All the bagmen and arms dealers end up here to do drugs and have sex like animals. You could tell she was a spook from the documents? She had different color hair on the photo and glasses. Forged. Some sordid bourgeois affair. I've heard about this kind of thing on the radio. So das realitätsnah ist aber auch nicht, oder? The bruises. You can't make that out in a scope. You can't see bruises through a scope. It's just a blur. Irgendjemand hat durch ein Loch gesehen. It quickly comes to you. Oh, yes. Cutting those drugs of hers into little lines with a knife. Masturbating. Everything in him fills with impossible longing. Did you make that hole? With a clip point knife. Aha. Good for listening in, too. For hearing the moaning and the snorts. Und wir dachten, es wäre Ruby gewesen. Like that, too. Yes. Bending like a bow against the glass. I've been through all of Martinez. Every nook and cranny. Unter. Yes, that too. The things they did in that little room. What she'd do to feel good. Funny the way light works. Ich finde, man sollte kein King-Shaming betreiben. Wenn sie nur mal Spaß dort hatte und alles consensual war, alles mit Einverständnis, ist das in Ordnung. You turn it on inside, and it gets so dark out, you can't see a man looking in. I learned that in the 20s, when they were still hunting me. I've seen people do some shit, but... Those two took the cake. You hear the familiar scribble of the lieutenant's pen. A quick glance at you. One more loose end down. We're doing this, detective. How did you get in there? The hidden pinball workshop. I can just walk in there now after a good wash. I told you, they think I'm an antisocial. Closing hour is a good time. The kitchen's empty. Aber war da nicht ein Geheimgang? You had to open the steel door in the kitchen? How? I got that open a long time ago. Some bourgeois gate lived there. I don't know, 15 years ago.
He left spare keys all over, and I took one. Then I saw her turn the light on one night in my scope. Andy found use for it. A spare key, like the one hanging behind the Union Box window. There's nothing to hold on to. Only this. It's not enough. The coals of his eyes glistened suddenly, like stones dripping with water. Is he crying? Man needs to feel something else. In this fight, it helps if you have your eye on something there. It's weakness, I know. No. I don't really know. I was there one night and she was crying, like a child, in the corner of her room on the floor, like she does sometimes. The day after I killed him. Das ist ein bisschen gruselig, dass der da rumspukt. Yes. I don't know why I do the things I do anymore. It's as if something put the thought there, to leave the flowers. Was hat Ihnen den Gedanken erzwungen? What do you mean, put? A brief flash of terror. Es hat sich nur so angehört, so wie Sie das gesagt haben. Finden Sie nicht auch? Maybe. I told you, I have holes in my brain now. If you came 10 years ago, I would have killed you. In the silence, the lieutenant draws a line in his notes, then nods at you once more. One more down. Her. No. The lieutenant nods at you in acknowledgement. Nice, beziehungsweise. That's it. Motive. We have it. Where is she, that Clasier? I haven't seen her there for days. Haben Sie fest. Locked up with your masters, like I'll be. Maybe we'll meet. She kept staring into the scope, you know. In the end, like she knew. Staring at the island, the fort, like she knew I was here. It doesn't matter. Across the water, on a dilapidated jetty in a nameless village, made of grey cinder block houses with Eternite roofs, 2 police officers and 1 special consultant look across a narrow strip of sea. Okay, Sie sind uns sehr nahe. He's there, doing what exactly, I don't know. Satellite Officer Mehr points at the ruins. Behind that anti-aircraft something. That's why we can't see him. Special Consultant Heidelstam is optimistic. We'll see the boat when he comes. Let's go get a coffee until then. I know this interesting little place. Where? His voice trails off as the 3 walk down the jetty. Na toll, die gehen Kaffee trinken, während wir hier arbeiten. As the men go, Patrol Officer Minnow looks back over her shoulder at the crumbling fortification in the snowfall, like a rotten tooth rising out of the water. Es wäre natürlich interessant, wenn, ich sag mal, ein theoretischer Nachfolger von Disco Elysium sich um die beiden kümmern würde. Um Mehr und Minot. Good luck, Harry, she thinks. You need something good for this. The old man has fallen silent, staring at your feet. The burnt logs in the fire are moist from the sea. His lip curls into a sneer at the memory. Glad? It's all gone. Hauen wir ihm René um die Ohren? Ja. Ich finde, das braucht er. His lip curls into a sneer. Yes. Where is he? Oh my God. He's even worried for him. Das ist so ein bisschen, das ist jetzt Verzweiflungsporn. No. I waited too long. I waited too long and now he's dead?
Kann sich ja nicht mehr erschießen. I'm sorry, Mr. Dross. I understand you knew him for a long time. They're all dead now. Fuck it. If he really wanted to kill him so bad, he would have done. There must have been 1,000 black days on these islands. His health ailing. Es tut mir leid. Fuck you. Es hatten Tausende von Gelegenheiten, ihn zu töten. And I blew them all. What does it matter now? He's gone. Ancient dust. Ich fühle mich ein klein bisschen schlecht. Aber es ist halt normal, es ist Verzweiflungsborn. He reminded him of himself. The same hatred. The same. You try to think of something else. But no. It's just hatred. Hat ihm was All bedeutet? human beings care about each other. I cared for seeing his head explode. Now, God damn this world. Geht's Ihnen gut, Herr Dross? Können wir weitermachen? Think I haven't seen people die. It's all I've seen them do. Fuck and die. All the other plans we had. To love. To colonize the Pale. It's all fucked. He's not okay. This is just another black day in a row of black days. Something strange is keeping him together, making him endure. Glad we talked about what? Na gut. Nehmen Sie wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes an Alice Cortiner vorläufig fest. What? But you said I would be taken to the... This terror is the sum of all the uncontrollable movement. Your Wayfarer rights have been suspended. Information provided to the officers on the scene will be used against you by the prosecution. You will be given legal counsel within 1 week and must face court in 44 days. Do you understand? Do you understand? But... No, I don't want to. I have to stay here. He's sweating. Beads are forming on his forehead. Pupils are dilated too. Uh-oh. Eyes getting blacker and blacker. Your confirmation is not required, sir. Now on to the boat. There it is again. To your north, as it has been since you came to the coast. The reeds whisper, stalks rubbing against each other. But then, in the midst, something completely different. It sounds like a bow, very slowly being drawn against the strings of a violin. Oh, jetzt wird's A spannend. very small violin, made of reeds and rushes. Liebe Leute, ich muss noch mal ganz schnell kurz austreten. Ich renne nur ganz kurz aufs Klo, es dauert 2 Minuten. Schon wieder da. Das war doch wirklich Gottzeit. Hat sogar zum Händewaschen noch gereicht. Schön, schön. So. Wir werden doch wohl nicht tatsächlich noch den Phasmiden finden? Oder La Dings da? Irgendwas Paranatürliches? There is room for 3 on the boat. Das haben wir uns erst gehört. What are you talking about? Is this... really us? Your skin crawls. Was? The fuck? Ist das der Phasmide? A delicate tangle of arms and legs unfolds from the reeds, limb by limb.
to then just stand there, moving its scythe-like arms in ghostly silence. It's still there, an unfolding mechanism of reed-like chitin, hovering in place. Es gibt ihn wirklich. Die insolidische Phasmide? What are you talking about? There's nothing there. The stick insect is over 3 meters tall. It looks straight at you with its tiny pinprick eyes and its grotesquely small head. You feel your legs shaking under you and your gun hand rise instinctively. Doch, sie ist da. Tell me what you see, damn it. I can't make out one small thing in the reeds. Kim, können Sie sie sehen? I can see it. Tut er nur so? 4 simple words, thank God. If he Was ist das Ding groß? then you're not insane. Wir können trotzdem insane sein. But that means it's really there, spinning slowly, in absolute silence. Its limbs long and slender. Ich hoffe, sie ist friedlich. Be very, very careful. Erstmal speichern. Das möchte ich nicht versauen. The creature stands on long stilt-like legs, antennae hanging from its head like a woman's hair, white and curled at the tips. It is no more than 5 steps away from you. The segmented antennae move with apprehension, searching for something that's not there. Kann er uns nicht sehen? Reed-like tufts stick out of its joints. As the insect moves its forearms, it produces a faint hiss, like a reel-to-reel machine spinning after the tape breaks. The hiss is different from the strings you heard before. It says something else in a lower pitch. Be afraid. You smell wrong. It is. You glance over your shoulder. The lieutenant holds a piece of milled aluminium. He begins to pull it open, extremely carefully. It's the camera. No, the flash will scare the creature off. Warn him now. We need a photo. No one will believe us. From the corner of your eye, you see a sudden cascade of motion ripple through the Phasmide's limbs. Spannend. A series of ultrasonic clicks fills your ear. Warten Sie, lassen mich jetzt näher ran. I won't be one of those fools who didn't take a picture. You see the Phasmide turn to him, its mandible antennae reaching out. Its motions are quick, sudden. Understood. Of course. The spindly mechanism turns itself back to you, its antennae taking their measure of the air. Eine Leiche wird von Stern gekennzeichnet sein. Pheromone dick aufgetragen? Nice. Slowly, with your breath held. Wow. 2 small steps toward the Phasmide. The creature lets out a series of ultrasonic clicks War that das swirl knapp. around your head like swallows. Like laughter, a sort of happiness. Ja, 2-1. The tracheal system on the creature's abdomen expands in front of you to take in and expel air. It's smelling you. Hissing and clicking, it extends its mandible-like antennae to greet you. You're right below it now, looking up at the colossal chitin of its white limbs. The head of the creature is crowned by reeds, and its eyes
are like small droplets of water. The insect stops its stridulation, seeming to observe you. Below its crop, suddenly, there is silence. As you do, the invertebrate comes to life, its limbs moving independent of each other, as if each has a mind of its own. They are white, like stalks of porcelain, knitting above you. Frisst mich jetzt aber nicht, oder? Praying to you. Bete mich nicht an, ich bin ein The Licht. reed creature does not stop its stridulations. It towers above you, parting the reeds it emerged from. Tuft-like structures still rustle on its joints. Perhaps it is preparing to eat its god. Nein. Ist klar, macht sie das Foto. Okay. There is no change in the insect's motion while it's being aimed by the camera. In 3. If it moves, you jump back. I'll shoot. Here we go. 3, 2, 1. The shrill flash of the camera cuts the air like the blade of a sword. The Phasmide freezes in its bright light. Head turned toward the lieutenant. Wow. Hypnotized. Nice. It stands frozen before you. Das ist ein echt geiles Artwork. I got it. Ein aus weißen Strichen bestehender polychromer Geist vor dem Schilf und dem Himmel und du als Schatten davor. For all time. The limb before you is incredibly light, like eggshell. It's much lighter than a reed. You feel a soft push could tip the creature over. It's hollow. Das machen wir nicht. Skeleton collapsing. Warning! A sudden shiver passes the limb. Looks like the creature is awakening. Some sort of countdown process is happening. That's all you have time to think. Don't say it. Are you sure? This may be the only chance you get to touch it. Was machen wir? Sollen wir es wagen? Puh. Der wird uns ja wohl nicht einfach umbringen, oder? Wir haben ja gespeichert. The arthropod towers above you, frozen in place. A twitch passes one of its hind legs as you. The antennae hang from a great height. With your hand shaking, you barely touch the tip of the left whisker. On contact, the kiting curls into a spiral. Like Spiel kann mich mal ins Bett lassen. ivy. Its touch on your fingertip feels cold, ticklish. The sensation is electrifying, resounding through your body. It is surprisingly delicate, the curly end of the whisker, like a young vine. It's even a bit wet. Aber es ist schon faszinierend, oder? Ich habe echt das Gefühl, hier kommt nicht mehr viel. Das ist einfach nur noch, was weiß ich, halbe Stunde und dann sind wir durch. Sagte er vor einer Stunde. Be careful, detective. It's moving. You were right. It glistens with some kind of moisture. The creature in front of you stays frozen. It tastes like sugar, very faint. The arthropod towers above you, tufts of reeds pointing from limb and head alike. Odorless, mostly comprised of water. Another shudder pulses through the creature's limbs. It jolts back to life, like a record continuing where it left off, in a swaying, praying motion. Even the small black pearls of its eyes do not stray from you. Hallo, ich heiße Harry. No reply. A total ancient silence comes from its mouth.
along with what appears to be some kind of foam. The stridulations of its limbs continue all around you. You were right. Little bubbles form on the mouth parts of the creature, on its segmented lower lip. Film ist halt Schaum vor dem Maul. Slowly, the foam is white, then yellowish. Careful. It may be poisonous. The foam slowly turns a darker shade, like burnt caramel, as the insect moves its mouth parts, masticating. The little bubbles begin to burst, one by one. Parthenogenese. I exist. Es redet. Auch ich existiere. Tell me what it's like for you. Brennendes Feuer. Fire? Where? Horizont, die Sachen ist. That is your problem. Nothing ever ends for me. There is only room for 2, maybe 3 pictures in my mind. For me, it is a series of half-lit images, a kind of darkness being intruded upon, transient, dim, moist. Moment. Der ist ja genauso überrascht, dass er uns sieht, wie das wir ihn sehen. Wohnt der nicht hier? Wohnt der vielleicht im Grau oder sowas? So what if the next picture doesn't come? This creature is not the photographer, just the camera. Wodurch? Shapes of plants and animals, and internal sensations. A swarm of sounds, tiny vibrations on the inside of my forearms. All speak of complexities totally beyond my understanding. I am at the end of a narrow funnel, weightless, so light, it only feels. Nein, ich glaube, der ist okay. In truth, perhaps I'm nothing. I certainly do not have a soul, and if I did, it would never burn. Ich bin furcht, ein unheimlich sensibles Instrument. Few of us can begin to imagine the horror of you, with all of creation reflected in your forebrain. It must be like the highest of hells, a kaleidoscope of fire and writhing glass. Eternal damnation, even when you're sleeping. And when you wake, you carry it around on your neck, with eyes open that cannot help but swallow more behind the mirror. I feel great, mute empathy for you. Ich glaube, ich habe jetzt meinen Scheiß zusammen. That must be incredibly hard. The arthropods are in silent and meaningless awe of you. Know that we're watching. When you're tired, when the vision spins out of control, the insects will be looking on, rooting for you. No, das ist irgendwie schön. Dass in irgendeiner anderen Welt jemand an uns glaubt. And when you fall, we will come to raise you up. Bud from you, banner-like, blossom from you and carry you apart in a sky funeral, in honor of your passing. But not me, because I'm just a leaf eater. Immerhin. Of your shit, Lieutenant Ifreter, which you kept together in the face of total unrelenting terror, day after day, second by second. Das ist weird, aber mal wieder strangely comforting. Detective. Ja? Arriving on the scene. Ich bin ein Detective. I was born to detect sucrose rewards and semiochemicals. What were you born to detect? Ich glaube, ich wurde geboren, um dir auf die Spur zu kommen. No one detected me for such a long, long time. For thousands of years. I did it out of sight.
trapped myself in greenery. Das ist mein Meisterwerk. No one believed I exist. Almost no one. Until you came, detective. Dripping of blood that smells like strawberries. Across the calm sea. The first in 1,000 ways. Ist das ein Traum? No, you're awake. I am real. Light is forming me. This is real. Woher kommt das alles? Not even the birds know that. Not even the water lilies. Ist also das Einzige, was wir drauf einzuschlagen, Tag ein, Tag aus, ohne Antwort? You can also eat it. If it's a leaf, you can put it in your mouth. Yum yum. Or read. Wait, so... Du siehst also aus wie Schilf und frisst auch Schilf? Yes. They don't mind. Hast du schon mal aus Versehen ein anderes Schilf Phasmide gefressen? Yes. I once cloned myself and ate the little ones. It was winter. It was an accident. I am an unknown species of the Phasmide, endemic to the Insulandian Insula. For the last 350 years, I have hidden in plain sight, masquerading as the reeds, molding, cloning myself, unfolding at night to play with trash bins and boys. Hat er den Ausweis gestohlen? No one unnoticed by the first settlers and the land surveyors of the suzerain. Also, by the soldiers of the revolution and officials of the occupation. Even the Samanese islanders who came here first, but did not stay, have not seen me. I have stayed hidden through 4 forms of government and 2 scientific revolutions, until I was accidentally discovered by a detective of the citizen militia in Rebelshaw, district of Martinez, March 51. Bist du das Wunder? No. You are the miracle. The moral of our encounter is, I am a relatively medium life form, while you are extreme, all-engulfing madness. A volatile simian nervous system, ominously new to the planet. Okay. You too came with you. No one remembers it before you. The Nidarians do not. The radially symmetrics do not. There is an almost unanimous agreement between the birds and the plants that you are going to destroy us all. Also sind wir wirklich der apokalyptische Cop, nur halt in einer ganz anderen, in einem ganz anderen Kontext, einem galaktischen Kontext? It is a nervous shadow cast into the world by you, eating away at reality. A great, unnatural territory. Its advent coincides with the arrival of the human mind. Aber dann heißt das doch, dass wir praktisch tatsächlich auch sozusagen eine fremde Spezies in dieser Welt sind? You're a violent and irrepressible miracle. The vacuum of cosmos and the stars burning in it are afraid of you. Give me enough time, you will wipe us all out and replace us with nothing. Just by accident. No. We suspect it will be something like the oxygen holocaust that wiped out anaerobic life 2.6 billion years ago, when organisms first started. Stimmt, wie man sieht, recht jung auf dem Planeten. Ach so, dann ist das Grau praktisch eine Metapher für die Zerstörung, die der Mensch bringt. Interessant. Instead of air, you exhale thoughts. There are no trees that eat thoughts. Everything your eyes touch goes back there, behind the nose mirror. What if you blink? Are we still here? Please don't blink. What if he misplaces us all one day, or just forget? Ich habe schon einmal die gesamte Welt vergessen, als ich zu viel getrunken habe. So it is already happening. Soon, one of you will close your eyes and open them to see that none of this ever existed.
Okay, habe ich gerade einen schlimmen epileptischen Anfall? It doesn't look like that, no. Wonach sieht's denn aus? Just staring at it. Ich sehe mir nur die Gespensterschreck an, alles im grünen Bereich. You should back away from the unstudied species now. Ich muss jetzt den Abschied nehmen. All meine Gedanken sind aufgebraucht. Das war's. There is one more. Geschäft bist du das Schönste. Thank you. I also have one more thing to say to you. That woman. Turn from the ruin. Turn and go forward. Do it for the working class. Das werde ich. She was middle class. It doesn't take a 3-meter stick insect to tell you that. As you're turning away, the Phasmide mirrors your movements, stepping on the water, the long limbs carrying its feather weight without breaking its surface. Weg ist es. Krass. And just like that, it's gone, skating away across the sea's calm mirror like a skipping stone, leaving nothing but circles on the water. Man kann ja viel behaupten, aber nicht, dass es das Spiel nicht verstände zu überraschen. And something under it. In the place it stood, bobbing there, among the reeds, a collection of items. It's gone. Das kann auf dem Wasser laufen? Apparently, yes. Like a water strider. Only Was ist denn da? looks like a nest of some sort. We should have a look. What now? In some kind of Ach, der ist ja auch noch da. semi-catatonic state. Our suspect is not looking so good. We need to check on him. Echt, du willst, ob das Spiel jetzt hier nicht gleich zu Ende ist? Ich meine, noch gucken ein paar Leute zu. Klar, ist jetzt Reisepass. Yes? Oh, nee, nicht du? Da war doch noch was im Schilf. Oh, der Helm. Das Zielfernrohr. Was ist denn das Zielfernrohr? Das Buch ist so Faden, Gott sei Dank klebt es aus dem Schein, Wasserschaden erlitten zu haben. Okay. Das Repetiergewehr. Gut, ich kann es nicht als Waffe nutzen. Okay. Weird. Klingt schon nach Bonus-Encounter mit der Phasmide. Ja, auf jeden Fall. Gucken wir mal zumindest in Classius Reisepass rein. Issued by the Sovereign Republic of Oranje is issued to a black-haired woman called Katarzyna Alazie. Classius hidden documents from the MT boy. It's Clausia, with short black hair and glasses. She looks boyish, younger somehow. An old photo, before life came and did what it does. Maybe our man, Mr. Dross, took it from Classius, or whatever her name was. Hiding place, or... Phasmide hat ihn genommen. Like a magpie? What a coincidence. Then it would also have collected the other objects, which would be highly unusual. By now, the lieutenant has accepted. Ja gut, ich meine jetzt spätestens, wo er die Phasmide gesehen hat, ne? I can see how the helmet could wash up on the island. And the scope. Maybe Mr. Dross lost it. But to seek this out would be very unusual behavior for an arthropod. Would it? Maybe it was simply curious. A curious octopus would do something similar. Or even a cuttlefish. War sie noch An neugierig? octopus belongs to a very different class. It's not even an insect, it's a mollusk. But yes, I see your point. Oh, wir haben den Durchbruch doch noch gekriegt.
So, wir müssen erstmal das Gespräch passen. So. She said it would be for Anouk Meyer-Smith. Anouk Meyer-Smith. Katarzyna Alazia was supposed to be her real name. Ah, Klasia. Comes from. Remember? God damn it. I told you she kept on lying to you. She's probably lying to someone else right now. Another detective. Yes, somehow she managed to lie to us one more time. In a way, she's still lying to us right now. She said it would be for Anouk Meyer-Smith. Katarzyna? Achso, das hatten wir schon. No, she lied to us. Her so-called real name was not her real name. Somehow she's managed to lie to us about that. Aber wie heißt sie denn jetzt wirklich? I don't know, but it was not Katarzyna Alazia, or Anouk Meyer-Smith, or Klasia. Whoever she is, when we get back, I need to warn our holding cells. We need to double the security around her. Dann stecken wir den mal ein. Was bringt der Helm? Der Helm ist doch sicher plus Zwielicht. Damit sind wir endgültig Cybercop. Plus Zwielicht. Na komm, ist doch ein Hut, oder? Damit sehen wir strange aus. Cleaning out the rooms. Ah. What if you didn't lose your memory? What if something in Martinez came and stored it all away, for you to slowly open one box at a time, so you can choose which parts to keep? Ah. Keep almost none of it. Only the flowers on the windowsill. Only the distant sound of a radio. Lose all the actors, the dark shadows. Leave only the still lifes. The blissful distant wash of waves. If everybody knew, you never did. She'll be coming soon. That is all. Na gut, das ist jetzt ein bisschen spät, ne? Oh, mehr können wir gar nicht haben? Ah, interessant. Also wenn wir was anderes lernen wollen, müssen wir echt irgendwas rausschmeißen. Magnesium-Aufnahmedrüsen. Wir könnten den homosexuellen Untergrund erschaffen. Ich muss leider gehen. Ja, vielleicht sollten wir auch einfach, sagen wir es so, vielleicht sollten wir es auch einfach hier pausieren und ich mache am besten einfach einen am Dienstag oder so nochmal einen extra Stream